Yo, 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 yo. Ich hoffe, alles ist hier bereit. Ich habe heute nicht so viel Zeit gehabt zum Stream vorbereiten. Aber ja, ich hoffe einfach, dass nichts irgendwie über Nacht passiert ist oder so, dass ich, keine Ahnung, irgendwie jetzt im Stream alles hier locker rüttelt oder so und alles auseinanderfällt. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Willkommen zum heutigen Stream. Die ist ja jetzt schon etwas später, selbst für meine normalen Stream-Startverhältnisse, aber das ist in Ordnung, weil wie ich schon auf dem Discord geschrieben habe, wir sind heute in Pokémon. Wir sind jetzt basically direkt vorm Finale. Ne? Theoretisch zumindest. Wir haben halt im letzten Stream die 3 Main Storylines quasi abgeschlossen. Und jetzt mündet das halt alles ins Finale und sowas. Ne? Da sind wir jetzt quasi direkt davor. Aber da ich halt eben schon wusste, ne, dass ich heute nicht so wirklich viel Zeit haben werde. Ich habe ja gestern schon dran gezweifelt, ob ich überhaupt Zeit haben werde für den Stream. Na, ich meine, letzte Woche war es ja auch nicht anders. Da ich das wusste, und so habe ich mich halt eben gefragt, ob ich dann halt überhaupt heute Story anfangen will, weil ja, ich meine, wir hätten jetzt 4 Stunden und die letzten 2 davon wären zu sehr später Stunde. Nicht unbedingt die besten Bedingungen, um das Finale von einem Spiel anzufangen oder so, würde ich mal sagen. I don't know. Zumindest nicht, wenn es auch anders geht. Weil ich ja nämlich morgen sowieso vorhabe, verhältnismäßig früh anzufangen und dann einen gigafetten Stream nochmal vielleicht, hoffentlich, zu machen. So wie ich es ja schon die ganze Zeit machen wollte. Von daher denke ich mir mal so, die 4 Stunden, klar, halt ich will so schnell wie möglich halt eben jetzt mittlerweile auch mit dem Spiel durchkommen, weil ich andere Sachen zu tun habe. Ne? Aber wie gesagt, ich denke mal, die 4 Stunden, die machen da jetzt auch keine Unterschiede großartig aus. Und das heißt, wir machen heute halt einen verhältnismäßig kurzen Stream, wo wir halt nicht die Story machen werden, sondern ja, machen halt eben nur einen verhältnismäßig kurzen Stream und dann fange ich halt morgen an damit und dann werden wir halt eben morgen hoffentlich eben das Finale und ein eventuelles Postgame oder so, alles und so in einem Stream abschließen können. Ich habe ja keine Ahnung, was es an Postgame überhaupt geben könnte. Ne? Ich meine, halt auf der einen Seite denke ich mir, ich habe jetzt auf der Karte nicht wirklich noch Platz für irgendwie so eine extra Location gesehen, wo irgendwie eine Battle Facility sein könnte oder sowas. Ne? Und bin halt ursprünglich davon ausgegangen, dass vielleicht dann der Krater so quasi das Postgame ist, aber der ist jetzt halt anscheinend einfach nur das Finale. Ich meine, wer weiß, vielleicht ist trotzdem eine Battle Facility da auch noch mit drin oder so, aber ich habe ja keinen Plan. Ne? Ich meine, es könnte auch theoretisch einfach oben rechts oder so auf einmal auf der Map irgendwie das auftauchen oder so. Ja, es ist jetzt nicht so, dass das von Anfang an auf der Map zu sehen sein muss. Ja? Und auch generell Postgame muss ja keine neue Location und so haben. Ich meine, du hast halt natürlich solche coolen Postgames wie Black and White, wo das Postgame literally irgendwie ein Viertel der Region war oder so.
Mit halt neuen Routen, Städten und sowas. Aber then again, einer meiner Favoriten in Sachen Postgame ist halt die lustige Lebel-Questline aus Pokémon X und Y. Und die hat halt basically gar keine neuen Locations gehabt. Ne? Die ist komplett aus. Ich habe die Namen der ganzen Orte und so vergessen, es tut mir leid. Aber halt die lustige Paris-Hauptstadt. Ne? Da hat es ja so seinen Zentralpunkt gehabt und man ist halt, glaube ich, minimal ein bisschen drumherum rumgereist und sowas. Von daher gab es, glaube ich, keine großartigen neuen Locations. Von daher, das Gleiche könnte hier theoretisch auch passieren. Ne? Spricht absolut nichts dagegen. In dem Sinne, ich habe keine Ahnung, was da noch kommt. Ich hoffe einfach nur, dass wir es morgen vielleicht alles machen können. Ja, und dann ist ja auch noch das Mysterium der komischen Tore und so. Ja, wo ich halt nicht weiß. Ich meine, vielleicht werden wir da heute noch einen gewissen Lead bekommen können oder sowas, aber mal sehen. Was wir dann halt heute auf jeden Fall machen, anstatt die Story voranzutreiben, ist uns einfach mit dem beschäftigen, was ich halt bisher die ganze Zeit ignoriert habe und wo ich mir gedacht habe, ja, das mache ich irgendwann vielleicht offstream, wenn ich mit dem Spiel durch bin oder sowas. Der Unterricht. Ne, das Spiel es gibt ja anscheinend Unterricht und man kann irgendwie mit den Lehrern reden und da passiert wohl noch cooler Shit. Anscheinend gibt es ein Affection-System auf irgendeinem gewissen Grad oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich will meine Lehrer nicht daten, danke. Aber ja, ich habe das auf jeden Fall die ganze Zeit ignoriert und ich habe ein bisschen mit Spinny mit Spinny ein bisschen spekuliert und sowas und dann hat er gemeint, ich sollte vielleicht mal den Unterricht machen, weil da ein paar Sachen durchaus erzählt wurden. Von daher, das ist der Plan für heute. Und ich würde sagen, ich habe jetzt lange genug geschwafelt. Wir können jetzt tatsächlich mal loslegen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich kann es euch nicht versprechen. Doch. Hi, guten Tag, das bin ich. Kamera ist vielleicht ein bisschen so. Guten Tag. So passt. Die Jacke hängt hier hinten noch. Das sieht jetzt. Ist eigentlich egal, ob die da hängt, aber ich werfe sie trotzdem darüber. Sonst, keine Ahnung, meine Facecam sieht so ungewohnt aus, das lenkt mich ab. Ja, gut. Dann das hier weg. Und wir drücken den HDMI-Switch. Und dann kann es losgehen. Hoffe ich. What? Okay. Hat bisschen länger gedauert zu realisieren, dass der Bildschirm ausgestöpselt wurde. So ein Rabauke, dieser Computer. So ein Schlingelchen. Ja. Cool. Dahin. Und einmal den hier. Und dann kann es losgehen. Ja, wie gesagt, willkommen zurück zu Pokémon Violet. Wie gerade schon ausgiebig beschrieben, wird es dann heute wohl so einen kleinen Schnarch-Stream quasi geben. Ja, wie gesagt, wir arbeiten Story nach, I guess. Also es ist halt, ja, also wir arbeiten halt die Klassen nach und vielleicht wird dann ein bisschen Lore erklärt oder so, erhoffe ich mir halt eben. Also Lore in einem Pokémon-Game, ich weiß schon. Ich verstehe schon, aber ja. Mal schauen, was da auf uns wartet.
Und vor allem, wie lange es dauert. Ne? Wir haben jetzt halt theoretisch, keine Ahnung, theoretisch haben wir jetzt so circa 3 Stunden Zeit. Ja, ich würde gerne nicht länger als 2 Stunden brauchen. Ich habe halt keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Vielleicht ist es auch nur so eine Sache von einer halben Stunde. Dann können wir danach noch ein bisschen vielleicht rumlaufen, nach den Sachen suchen, die wir hier eventuell herausfinden werden, wenn irgendwelche coolen Orte erwähnt werden oder so, dass es da irgendwas Verstecktes gibt oder so. Ja, ich habe mir schon letzte Mal Gedanken gemacht, wie ungründlich ich anscheinend war beim Erkunden der Map. Zumal ich ja jetzt auch noch klettern kann. Und dadurch noch ein bisschen mehr erkunden kann. Aber vielleicht sind die Unterrichtsstunden da eine Möglichkeit, da ein bisschen mehr herauszufinden. Außerdem, was mir gerade auffällt, hier sind einige Bücher sehr deutlich hervorgehoben. Da steht vielleicht noch was Interessanteres drin. Okay, ich meine, gut, Natures ist jetzt einfach nur eine Spielmechanik. Aber wie gesagt, wir erkunden halt heute einfach die Akademie komplett, weil das habe ich tatsächlich nie gemacht. Und ich wollte es irgendwann machen, ich wusste halt nur nicht wann. Und da wir heute nicht wirklich krass Story Progress machen könnten, weil es schon so spät ist das hier der kleine Filler-Stream, I guess. Ist eigentlich perfekt. So, ja, Natures. I guess wir lesen es trotzdem. Individual Pokémon have different natures, much as people do. You may be able to get an idea of your Pokémon's natures if you watch how they behave on picnics. Whether they run around a lot or nap a lot, for example. Oder du guckst einfach in ihre Summary. Pokémon's natures influence their stat to a degree. For example, Pokémon with adamant natures tend to have their attack stat grow stronger than it would otherwise, while their special attack stat may suffer. Ich meine, ich finde es interessant, dass sie das so ansprechen, weil es eine sehr wichtige Mechanik ist. Trotzdem würde ich es bevorzugen, dass sie einfach sagen würden, yo, die Nature boostet einen Stat um 20% und nervt einen anderen um 20%. Halt, warum keine Prozentwerte? Sondern einfach ein bisschen höherer Angriff. Vielleicht. Nein, das ist kein vielleicht. Das ist einfach nur der Attack-Stat. Das ist 20% höher als ohne die Nature. Das ist alles. Das ist kein vielleicht. Academy Rules and Regulations. Dress. Students shall wear their Academy provided uniforms at all times. Okay, das erklärt, warum ich so scheiße aussehe die ganze Zeit. Erster is left to students' discretion. Base. Other. Students should behave properly and strive not to inconvenience others. Base. Aber warum? Warum die Uniformen? Halt selbst wenn ich außerhalb der Akademie bin. Addendum. During their independent study, students may travel freely throughout the Paldea region. However, the Great Crate of Paldea remains strictly off limits due to safety hazards. Wo wir wohl uns das nächste Mal hin aufmachen. Was? Great Balls? Student Registry, okay. This thick book holds a thorough record of the Academy's students and when they attended. Wait, what's this? Some of the recent pages have parts torn out, so you can read them. Ja, ich meine, es sind halt, keine Ahnung, ist entweder vor allem Penny dabei oder halt die Leute, die nach der Team Star Scheiße die Schule verloren haben, verlassen. Vielleicht auch ein paar Lehrer und so, ja. Gut, muss halt schauen, welche Bücher ich jetzt schon gelesen habe und nicht. Orientierung ist immer schwer. Status Conditions in Catching Pokémon. Ja. Dealing damage to wild Pokémon makes it easier to catch on a Pokéball, and inflicting status conditions on the Pokémon can make it easier still. Certain status conditions will provide even better odds of a successful catch than others. Putting a Pokémon to sleep or freezing it, for example, may yield better results than inflicting poison, paralysis or burn. Ja, dafür sind die aber auch schwerer consistent hinzubekommen. Sleep mit Spore noch am ehesten. I guess. Types and moves too. Oh shit, vielleicht sollte ich nach dem ersten heraus, aber. When Pokémon terrestrialize, their type becomes their Terra type. That means moves of their Terra type will have their power increased. Moves of the Pokémon's original type will keep their usual power increase as well. Okay. Das ist gut. Das war ich mir halt eben nie sicher, ob es so funktioniert, aber hier ist es nochmal spezifisch so beschrieben. Dankeschön.
For example, if a Pikachu, which is innately electric type, has Steel as its stereotype, then upon terrestrializing it would receive boosts in power for both the Steel type move Iron Tail and the electric type move Thunderbolt. Ja, es ist dann effektiv, offensiv ist es dann ein Steel Electric Type. Finde ich aber auch dumm, dass es nie so ausgesprochen wird, von wegen, dass dieser Typenbonus, halt der Stab-Bonus wird der von Fans genannt, dass es halt 50% noch oben drauf ist. Das wird nie so, glaube ich, exakt beschrieben. Warum keine Prozentwerte? You may be familiar with Pokémon that are Grass, Fire, Water type. There are 18 such types in all, and every Pokémon species has at least one time, some have two. Manche haben auch effektiv 3, so wie Delmice. When Pokémon use a move that is the same type as they are, that move's power is increased by 50%. Never mind, ich nehme alles zurück. Sie haben einen Prozentwert genannt. Holy shit. Holy fucking shit. Das Spiel ist vielleicht einigermaßen gut? Was? For Pokémon that have 2 types, moves of either type will receive this increase. Sehr based. Holy shit. Tatsächlich gute Informationen und akkurate vor allem. Und konkrete. Danke. Juve Academy School Song, okay. Over Grand Mr. Ghoster stands the Juve where we enter seeds and leave in fruition our minds wide as the creator for wise educators to fill with individual spirit and future ambition, teach us the weather grapes of Paldea. Ja. Dieser Moment in Weintrauben. Oh. Armer. Wenigstens ist nur die Uniformpflicht und kein und nicht der Hut. Trotzdem hoffe ich irgendwie, dass ich im Postgame andere Outfits bekommen kann, weil ich hasse es, in die Schuluniform gezogen zu sein. Ich sag's einfach so, wie es ist. Art, the scenic route. Okay. This month we're taking the scenic route over to Artisan to see Surrendering is the Sunflower by Brassis, the verdant virtuoso. This humble columnist, wollte ich erst zu lesen. Columnist wonders if ever a work has so aptly captured ennui and languor as his installation. Ich wette, die Reporter haben keinen Plan selbst, was diese Worte bedeuten. The sculptures are every bit as surreal as the title, prompting great minds to debate just what has sent the Sunflower into a state of surrender. But though the meaning may elude us, the reader is urged to visit Artisan and see for themselves. Okay. Occulture. June issue. Okay. Enigmas of Paldea. Iron Thorns, a Tyranitar of the distant future. Ja, habe ich mich gefragt, gibt es auch Bücher halt eben zu den anderen. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. A strange being called Iron Thorns has been sighted in a certain cave in Paldea. This being bears a strong resemblance to a Tyranitar, but it apparently displays great cool-headedness and prefers to avoid unnecessary fights. It appears to be highly intelligent and clad in metallic armor, causing some to speculate that it may be a Tyranitar as it would appear a billion years from now. Its name comes from a similarly described entity that appears in the Violet book. Ja. Festivals of Paldea. Ich hasse es. The Paldean town of Cortondo, widely known for its olive production, is also home to the peculiar Olive Harvest Festival. Participants try to usher in a plentiful olive harvest by rolling large balls that resemble olives into a goal. It's said that the more olive balls are rolled to the goal, the more abundant next year's crop will be. Sprich, wenn irgendjemand richtig hart verkackt und den Ball nicht ins Ziel bekommt, wird der hart geschämt, weil die Ernte nicht so geil wird, wie sie es sein könnte. All comers, including tourists, are welcome to join the olive roll, so reader, do give it a try yourself if you're in town for the festival. Halt, wenn die da ernsthaft dran glauben würden, dann würden sie einfach jeden einzelnen Touristen dazu zwingen, den Ball zu rollen. Und dann, ich weiß ja nicht, ist es auch nur so one per person, dass es nur einmal pro Person klappt, oder ist einfach jeder gerollte Ball, der die Ernte verbessert? Weil dann sollte man einfach, keine Ahnung, entweder Menschen da die 24/7 dran spannen oder halt einfach Pokémon, honestly. Und dann halt den fetten Loot-Multiplier.
An jeder Stelle, wo normalerweise so eine Olive hängen würde, hängen dann so 10 und die Büsche oder wie auch immer man das bei Oliven nennt, sind dann viel zu fucking schwer und fallen einfach um und das rollt den Hügel runter und zerquetscht das gesamte Dorf. Whatever. Appreciating sunflower. In Artisan, a town alive with flowers and artwork, there's a special and abiding love for the sun Pokemon Sunflower, whose sunny floral figure and bright smile never fail to warm the heart. Denizens of Artisan have long revered nature, the subject of much art made in the town, and the nurturing sun. Sunflower embodies qualities of both, which is why the town has a tradition of gathering and caring for these Pokémon. Das ist gut, weil sonst juckt das Pokémon nämlich niemanden, glaube ich. Ich meine, hey, in Pokémon Mystery Dungeon gab es ein relativ interessantes Sunflower. Das ist honestly das Interessanteste, was Sunflower vermutlich jemals war in all of Pokémon. How to become a champion. Oh, das interessiert mich. Ich wäre gerne ein Champion. Pokémon trainers who are cut out to grow strong and wiser, there's no higher calling than becoming a champion. To reach that lofty rank, you must pass a test administered at Paldea's official Pokémon League headquarters. In Paldea, anyone and in fact any number of people can become a champion, regardless of factors like age. That means you can too, as long as you've got the strength and the wisdom to set a leaderly example for your fellow trainers. Your path to becoming a champion lies in the Pokémon gyms throughout Paldea. Once you've defeated the 8 gym leaders in battle and earned their gym badges, we look forward to your knock at the Pokémon League store. Was ist Müll? Ja, okay, ich fühl's. Ich fühl's. Okay, okay, also es gibt 2 Hälften. Du kommst hier nicht auf die rechte Hälfte, wie es aussieht. Okay, also muss ich dann rechts auch nochmal gucken. Okay, man kommt hier dran vorbei, I guess. Okay. Hier ein verstecktes Buch. Ja. Aber ich komme hier nicht hoch, ne? Nee, aber hier ist ein Buch in der Ecke. Of People and Pokémon. Far in the past, humankind and Pokémon lived in mutual fear of one another. Ich dachte, die haben geheiratet. Das ist zumindest der Diamond Pearl Canon, dachte ich. But some humans who loved and appreciated Pokémon made an effort to bridge this divide. And gradually, the two sides grew closer and found harmony. Oder es ist noch weiter davor, I guess, macht halt mehr Sinn, ne? Or Culture, August Issue. Iron Moth, a UFO is sent to spy on humankind. The name Iron Moth was borrowed from that of a flying object described in the era-defining Violet book. It was said to resemble Volcarona and would descend from the skies, following people around and occasionally even attacking them. Some point to Iron Moth's aggression as a sign that it is in fact a UFO of sorts being controlled by alien life. Perhaps something out there is using Iron Moth to observe us, waiting for the moment to mount an invasion. Okay, also was jetzt? Wir haben Donphan schon gehabt, Gelate haben wir irgendwas gelesen, Tyranitar und Volcarona jetzt. Volcarona wusste ich tatsächlich selber auch schon, glaube ich. Habe ich irgendwo mich leider gespoilert, aber hey, jetzt habe ich es auch in-game gesehen. Das ist aber auch das einzige andere, von dem ich noch wusste, by the way, ne? Es sind 4. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie eins noch, was mir entfallen ist, aber gibt es hier bestimmt noch irgendwo ein letztes Buch oder so. I don't know. Galar, a history. We made for the town of Store-on-Side, which sits tucked away in the mountains, to study an ancient mural painted upon a wall of rock. But our plans and the mural itself were shattered by an attack from a copper Raja. Yet behind the mural, what should we find but a pair of Pokémon statues, one bearing a sword, the other a shield. These statues, older than any artifact we'd yet discovered, called into question everything we knew about the legendary hero. Ja, das ist halt ganz cool. Ich mag das, wenn es so Cross-Region-Lore gibt. Das gibt's halt leider nicht allzu viel. Ja, aber ich bin immer großer Fan davon. Sind die hier irgendwie was Besonderes? Nee. Literally einfach nur Shapes. Ich bin halt immer großer Fan von sowas. Wenn sie sowas machen. Aber das machen sie halt leider viel zu selten. Okay. Hall of Fame Badges, a record. Okay.
Academy honors students and graduates that achieve outstanding results no matter the field with a Hall of Fame badge. We hope students will be encouraged to follow their passions wherever they may lead. Turo. Ist der einzige oder sind die anderen einfach unleserlich? Das würde ich gerne wissen. By the way, da interessiert mich nämlich. Haben die jetzt hier... Ja, sie haben Champion Ribbons. Ribbon awarded for becoming a Paldea Champion and entering the Paldea Hall of Fame. Ja, das habe ich die ganze Zeit da gehabt, aber die haben... Oh, du hast was Besonderes. Command Mark. Okay. Interesting. Was ist an dem Viech besonders? Vielleicht, weil es Max EVs hat? Oder so? I don't know. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, ich kann jetzt hier das hier machen und dann ist es jetzt Cerulich the Paldea Champion. Das einzig wahre. Ich meine, das hat mich halt schon hart gecarried. Mehr als die anderen, I guess. Ich meine, hey, Tinkerton hätte es auch noch verdient. Ich gebe es Tinkerton. Und hier, wenn er ein Gourmet sein will, dann gerne. Die anderen bekommen keinen Titel erstmal. Find foods from far away. Have you chanced upon pewter crunchies? The fabled signature dish of the Kantos region's Pewter City. These snacks' rugged, brown appearance makes them almost rock-like at first glance. Honestly, mehr Cross-Region Lore. Hier halt relativ unwichtig, aber hey, ich habe mich gerade beschwert. So sage ich nichts. Indeed, Pewter Crunchies were inspired by the Rock-type Pokémon for which the Pewter Gym is renowned. Unfortunately, their forbiddingly tough appearance and surprisingly thin flavor have kept them from attaining true popularity. Einfach, keine Ahnung. Geodude Onigiri oder so. Jelly-filled Donuts are my favorite. Das sind eine Menge Jokes, die man damit machen könnte, I guess. Dann gucken wir jetzt mal hier die Hälfte ab. Schön von unten, schön systematisch, ne? Paldean Sports Monthly. The Sub-Zero Shredder has done it again. The world's second-ranked snowboarder put on a clinic at the Montenevera Cup, keine Ahnung, claiming his sixth straight win in Paldea's major competitions. No one's been able to snatch that crown yet. If you think you've got what it takes, come take me on. This ice-cold athlete declared from the winner's podium, and you could just feel his rivals steal their resolve. We'll see how things unfold in 2 weeks at the Glaciaro Mountain Cup. Und dann hat er fucking Unfall gebaut. Good job. Ich meine, es ist nicht seine Schuld. Und Unfall baut man normalerweise nicht mit Absicht, aber ja. Sad. Sweet Truth. This tasty pastry wonder is undergoing a popularity sugar rush that got lines out the door all day long. It's Patisserie Soapberry, located in Cortondo, Olive Central, at the foot of a very large tree. At the heart of it all is Katie, the proprietor, who inherited the shop from family and keeps its ovens hard at work. Soapberry's bug-type Pokemon, bug-type Pokemon theme is on full display in its pastry lineup. They're a treat to see indeed. Yeah. Who cares? Musicians Register. 4 decades into the career, Rhyme, the MC of RIP, whose flows are said to bring the dead to their feet, maintains her huge following and her Rap Legend status. Das ist keine Ahnung, sie ist fucking einfach nur der Eminem dieser Welt oder so, I don't know. The theme of death pervades her work, and not just because her boss slayed. Fucking Rhyme, die puns though. When Rhyme was in her teens, her dear puppy Pokemon passed away, and she poured her grief into a song. When she sang it, her partner came back to her as a ghost Pokemon, and that Pokemon, the rapper we know today, was born. That is fucking macabre, honestly. Irgendwie. Okay, Occulture, July issue. Aaron Jugulus, Pokemon or Machine. This flying life form, bearing a resemblance to Hydreigon, okay, interesting, has been seen in a certain corner of Paldea. It was reported to have razed an entire building with a high energy blast, then flown off as if to find its next objective.
Iron Juggles is theorized to be a sort of machine dragon hybrid, as it combines the former's ruthlessness with the latter's ferocity. It takes its name from the similarly described entity in the Violet Book. Ich frage mich, warum in dem Violet Book die ganzen futuristischen Dinge halt beschrieben werden. Ja, weil ich meine, warum in dem, ich nehme mal an, in dem anderen Spiel heißt es einfach Scarlet Book, ne? Wenn in dem Spiel halt, in dem Scarlet Book halt irgendwelche historischen Formen und so beschrieben werden, das macht halt Sinn. Ist halt historisch und Archäologie und so, aber was für Future Sight haben die? Ich meine, gut, Future Sight ist literally eine Attacke, aber ja. Chocolate's Adventures. Interesting. Hier hätte ich mir das spoilern können oder so vermutlich. Chocolate, the fire child Pokémon, may have been little, but did that stop it from being a mighty hero? Not one bit. When a mean Gengar came along to play tricks and scare people, Chocolate stood tall. Rahia, it cried. But soon brave little Chocolate got bound up tight in Gengar's long tongue. How could the fire child Pokémon get out of this mess? Just as things started to grow hazy before Chocolate's eyes, the sound of a voice came. Two paths lie before you, young Chocolate. Oh Junge, ist literally das Two Paths Meme, ne? Der Light Path und der Dark Path. Vor allem, weil eines von den beiden ja auch noch Ghost Type ist, literally. Choose between these two sets of armor and assume a new form so you can defeat Gengar. Sure enough, two sets of armor appeared before Chocolate. To be continued. Was will der Hohensohn jetzt? Cool, das werde ich mir jetzt nicht ansehen. Das ist mir zu viel Verantwortung. Ich will jetzt einfach nur schnell die Scheiße hier nacharbeiten. Okay. Habe ich das hier schon gelesen? Nein, habe ich nicht. Unbundle. An ancient civilization's robot. Mysterious Violet Book makes reference to a being called Iron Bundle, which was said to look like Delibird and to possess a spherical apparatus from which it would fire huge blasts of ice to propel itself through its snowy lands. Plenty of theories about it have been floated. A leading one suggests it is a product of a long-gone civilization, a notion supported by ancient writings that describe the design and usage of machines resembling Iron Bundle. Okay, das ist dann einfach so, es sind doch keine historischen Formen, sondern es sind einfach, keine Ahnung, Atlantis hat die Viecher gemacht oder so. Aber ja, gut, I guess, das waren alle Bücher. Ich habe zumindest keine Ahnung, wo sonst noch welche sein könnten. Okay. Das sind schon mal interessante Infos. Sehr interessante Infos. Dann... I guess machen wir erstmal Unterricht und entweder wir machen den am Stück oder wir gehen dann zwischendurch, wenn es langweilig wird, die Lehrer besuchen. Genau. So, Classes. Wir können Classes revisiten. Honestly, ich glaube, das werde ich tun. Einfach nur der Komplettheit wegen. Ja. Es sind halt nur zwei. Ne, halt Bio 1 und Mathe 1. Deswegen mache ich das, I guess. Bio, bitte. Walking with your Pokémon. Einfach nur der Komplettheit wegen, ne? Hello, my name is Jack and I'll be your Pokémon Biology teacher. In my class, we'll all learn about the various quirks of our beloved Pokémon together. I hope you all come to love Pokémon even more from the things you learn here. In today's class, I'll teach you a great way to get to know Pokémon in more depth. If you like to become better friends with your Pokémon, you can let them come out of their Pokéball and walk along with you. Sounds great, huh? You can use the ZR button to throw a Pokéball and let out the Pokémon inside. Nothing cuter than watching your Pokémon run around underfoot, if you ask me. Once you let your Pokémon out, try speaking to them. They are sure to respond in some way. It's a great way to get to know them better. Sollte ich halt vielleicht auch öfter machen, I guess, aber ja. However, letting your Pokémon out of its ball isn't such a great idea in some locations. Can anyone tell me where it is that you shouldn't have your Pokémon walk along with you? Inside buildings. That's right. Great job, Chelarino. I see you did your homework. Oder ich war hier einfach schon mal, ne? Ich smurfe.
The correct answer is that you should not walk a Pokemon indoors. How about that? Some Pokemon might damage walls, desks, and other things walking around inside buildings. So it's not allowed regardless of the species. Imagine so ein Sunkern, wenn das rauslässt im Inneren eines Gebäudes. Oh nein, den Schaden, den es anrichten wird. Es wird einfach so ein Solar Beam einfach auf die nächstbeste Person feuern oder so. Therefore, please only let your Pokémon out. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr reden. Please only let your Pokémon out of their Pokéballs while outdoors. Okay, everyone. I think I see them out and about in classrooms from time to time, but still. Anyway, you may become even closer friends with your Pokémon Plus by walking together. I almost forget. Keep in mind that you can only walk together with your lead Pokémon. Remember, use the Ja button. Ja. Okay, cool. Ja, wusste ich halt ja schon. Ich habe aber die Klasse auch schon einmal getaked. Ich denke mal, wir machen dann Bio jetzt einfach durch. Ich hoffe, es, keine Ahnung, vielleicht nur so 6 Stunden oder so. Alright. Class will begin soon, don't be tardy. Hello, I hope everyone's ready to learn some new things today. Did you all try using the Z button to let your Pokémon out as I taught you in our last class? Nein. Ich bin direkt wieder reingekommen. Walking along with your Pokémon lets you see how unique and cute they all are. I'd also highly recommend picnics for when you want to spend some quality time together with the Pokémon in your party. You can get them all around the table to make sandwiches and play. It's really a lot of fun. If you want to learn more about making food, Mr. Saguaro's class is the best place to go. Now, sometimes while you're enjoying a picnic with your Pokémon, you may find something very, very important in the basket next to your table. Oh, Kinder. This is very important. Something is what Pokémon are born from. Let's say it together. Pokeballs! It looks like you're the only one who said Pokeballs. I don't believe there have been any Pokemon discovered yet that are born from Pokeballs. The very important something I'm talking about is a Pokemon egg. It's not clear where these eggs come from, but they're probably placed in the basket rather stealthily by the... they're probably placed in the basket rather stealthily by the Pokemon at the picnic. Also ja, sie ficken literally hinter deinem Rücken und schieben das Kind dann insgeheim an dich ab. Halt, im Unterschied zu den Pensionen vorher, wo du die Pokémon abgegeben hast und die Leute, die da gearbeitet haben, das Ei dann an dich gegeben haben, jetzt machen es die Pokémon halt selbst. Die wissen, dass sie selber keinen Bock haben, das aufzuziehen. Walking around with an egg will help warm it, which allows it to hatch. Eggs won't warm up by sitting in boxes, though you need to have them in your party. And there's one more super important thing I'd like you to remember about eggs. Pokemon entrust us with their eggs because they believe in us. So I sure would be happy to see you all being responsible parents for your little Pokemon eggs. Ich habe bisher ein Ei bekommen. Ich habe es instant in die Box getan, beziehungsweise wurde instant in die Box platziert. Ich habe es nie rausgenommen. Also ja. Whoops, my most important point came right as the bell rang. Well, see you all next time, I guess. Ich sollte hier vielleicht mal antworten. Bio 3, I guess. Deepest Lore. Ne, Deepest Lore wird dann History wahrscheinlich. Hoffentlich. Hello, I hope everyone's ready to learn some new things today. I seem to remember teaching you all about the importance of eggs in our last class together.
On that note, is everyone using their Pokédex? It registers Pokémon born from X as well as those encountered via other methods, so don't you worry about that. And just so you know, I'm the one who developed the Pokédex app. It was way before I started teaching here at the Academy though. Ich meine, ja klar, honestly, eine fucking Pokédex-App zu programmieren, die von allen in der Region benutzt wird, ist vermutlich eine gute Methode, ein Prof zu werden. Wenn sich natürlich dann die gesamte Region um Pokémon dreht und alle benutzen deine App, um das festzuhalten und so. Oder vielleicht benutzt nicht jeder die App, sondern die ist nur mandatory hier für die Schüler oder so. Oder ist wie so eine Photoshop-Lizenz oder so, dass sie eigentlich hier teuer ist, aber es gibt Schülerlizenzen, I don't know. Back then I was a researcher. In fact, Direct Clever wasn't working in education at the time either. He was researching alongside me at the same facility. We got to research Pokemon together day in, day out. Those sure were fun times. I got yelled at all the time though. Heh. Wait a second, how did I get into this? Pretty sure I was talking about the Pokédex. Anyways. Today I'd like to teach you about catching Pokemon. As you all know, a great way to catch a Pokemon more easily is to first lower its HP. But there's another way to up your chances of a successful catch. Can you guess what it is? Status condition. Prove you're stronger than the Pokemon. Give the Pokemon a berry. Ich frage mich, ob er dann was sagt, weil es gab ja die offizielle Interaction, wo Gimmighoul revealed wurde. Gab es die Interaction von ihm und dem Pokémon Go Prof. Also ich frage mich, ob er da jetzt hier darauf eine Anspielung macht, auf Pokémon Go generell. Maybe that's a bit of advice from another region. Ja, nice. Und I mean, I guess in Let's Go ging das auch. Common understanding here in Paldea may be a little different. The correct technique for making Pokemon easier to catch is to inflict them with a status condition. Sleep is an especially effective status condition. It makes Pokemon drastically easier to catch. If you have a Pokemon that can use moves that put opponents to sleep, like Sleep Powder or Hypnosis, filling up your Pokédex will be a Cinch. Cinch? Was auch immer. Ja, Cinch, glaube ich. Ich glaube, ich habe das Wort schon mal gehört. Irgendwie, aber ja, whatever. There are other ways to improve your catch rate as well, like using Pokeballs specifically designed to be effective against certain Pokemon. Eating food that gives you catching power works too, or sneaking up on Pokemon from behind to catch them by surprise when you start a battle. If you're having trouble, you may want to make the rounds to the gyms to get gym badges. Earning gym badges will make it easier to catch Pokemon of higher and higher levels. Please do come show me your Pokédexes once they start to fill up. Another day, another enjoyable class. Ja. Okay, ja. Biology midterm, okay. Hilfe. Jetzt darf ich nicht mehr aus Joke falsch antworten, oder wie? Hello, today is our midterm exam. It sure feels good to fill in all those empty spaces on the... Take your time and contemplate each question carefully. Okay, what button should you let a Pokemon out of its ball so it can walk with you? It's the R button. Combine one letter and one number below to correctly say when and where eggs are found during picnics in your basket. A2. Which of the following is an effective way to warm up eggs walking around? What will not make Pokemon easier to catch? Giving them a berry? Yeah. Schade. What will make it easier to catch Pokemon of higher and higher levels? Gym Badges. Gym Badges sind Certifications though, also this question won't affect your grade. How do you like the Pokédex? Is it easy to use? I'd be happy to hear on 9. Oh Gott, das ist so realistisch. Warum der fucking Lehrer, der in der Klausur nach Feedback fragt? Oh Gott. Oh Junge. It's alright, honestly. Es gibt ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass er jedes Mal, wenn er wieder geöffnet wird, wieder am Anfang anfängt. Ein paar Sachen kann man besser machen.
Alright everyone, time's up. I hope you all enjoyed tackling those questions. That last question was just something that I'm personally curious to know. Don't tell the director about it, okay? Yeah. It feels great to get the test out of the way, doesn't it? Let's take a look at the results. You must get 3 questions correctly to pass the midterm exams and 4 questions correct to pass the final exams. You answered 5 out of 5 correctly. Woo! Mr. Jack asked us to give this reward to any students who passed the exam. 5 XP Candies S. Wow. Wow, so eine krasse Belohnung. Geht's noch weiter? Oder war das jetzt schon? Ich glaube, das war das 4. halt. Also es gab halt 3 und dann Midterm. Ist das jetzt was anderes? Ich denke mal. Weil es würde keinen Sinn machen, dass nur weil du deinen Midterm super krass gemacht hast, dass es direkt das Final Exam, oder? All that great on the Midterm Exam. Ja, das ist was Neues. Ja. Okay, war mir halt unsicher. Thanks for answering my little question at the end too. I'll be sure to keep your responses in mind. Alright, we're now heading in... Honestly, das ist super dumm, weil was will er in mind keepen? Dass manche nicht ganz so zufrieden damit waren? Was will er dann damit anfangen, wenn er nicht weiß, womit genau sie unzufrieden waren? Was soll das? I mean, I guess generell Gagen und so ist halt nice, aber... Alright, we're now heading into the last half of our classes together. It's time for our knowledge to evolve and grow, just like our Pokémon. Evolution, yep, haha, evolution! Ha! Today we're going to learn about the fascinating phenomenon of Pokémon evolution. As your Pokémon battle and level up, they learn moves and get stronger. And for some Pokémon, once they level up enough, their appearance changes and their stats increase, sometimes by a lot. Yeah, that's Pokémon evolution. Pokemon become very strong when they evolve, making them trusty partners in battle. But some people prefer to keep their Pokemon in their adorable pre-evolved states. Ja, ich bin ein Prevo-Enjoyer. To do this, you just need to remember a certain button when your Pokemon begins to evolve. Say it with me! Woo! C button! Yeah. You may be thinking of something else. The C button, that has a bit of a nostalgic feel to it, don't you think? I mean... Ich habe jetzt halt zuerst an Funny Sega Genesis gedacht, aber I mean, ich denke mal, hier ist es vielleicht irgendwie auf N64 bezogen oder so. Weil der hat C-Buttons gehabt, weil es damals noch keinen C-Stick gab. Beziehungsweise wegen den C-Buttons heißt es jetzt C-Stick. Glaube ich. Whatever. The button you want when you need to stop a Pokemon from evolving is the B button. If you press this button soon after a Pokemon begins to evolve, you can stop it from changing. You can also let the Pokemon hold an item known as an Everstone to keep it from evolving. Honestly, das habe ich letztens irgendwie irgendwo in einen Kommentar geschrieben, ne? Ich wünschte, sie würden den Everstone einfach passive machen, weil immer wieder B zu drücken nach jedem Level Up ist nervig. Aber ich finde es nicht fair, dass du dafür dann... Das Pokémon ist eh schon bewusst schwächer. Und dann wirst du auch noch insofern bestraft, dass du dem dann kein Item mehr geben kannst, ne? Ist halt... ich finde, sie sollten den Everstone irgendwie passive machen, dass du den so benutzen kannst wie die Items, die es in der 5. Gen gab, die du auf die Legendaries verwendet hast, ne, um deren Form zu switchen. Ich finde, der Everstone sollte so funktionieren. And keep in mind that the requirements for evolution differ from Pokemon to Pokemon. Some may evolve by having a certain item, such as a Firestone or Thunderstorm used on them. Others may have to learn a specific move or defeat a specific Pokemon in battle to evolve. The way Primeape evolves into Annihilape is especially strange. Ah, okay. You see, there's a certain move that... Oh. Oops, sorry, looks like we're out of time. I guess we'll have to end the class here today. Thank you all for your attention. Ja, es gibt sehr crazy Entwicklungsmethoden und die sind meistens auch die interessantesten. Na, aber honestly, welches Pokémon entwickelt sich, indem es ein bestimmtes anderes gibt? Es ist entweder ein neues Pokémon oder ich bin gerade sehr vergesslich.
Weil das einzige Pokémon, was mir wirklich einfällt, was spezifisch durch Interaktion mit einem anderen Pokémon sich entwickelt, ist halt, ich vergesse die Namen immer, ne? Aber die Viecher aus der 5. Gen, ne? Die eine Ritterschnecke und der blaue Käfer, ne? Der sich dann zu dem Ritterlanzenviech entwickelt und das andere zu dem Ninja. Ja, ich kann mir die Namen von denen nicht merken. Auf jeden Fall die entwickeln sich ja spezifisch durch Interaktion mit einem anderen Pokémon. Aber da geht es auch nicht darum, das zu besiegen, sondern du musst die halt spezifisch gegeneinander tauschen. Ne, weil die Lore hinter denen ja ist, dass das eine bei dem Tausch dem anderen die Rüstung klaut. Ne? I guess we'll have to end the class here today. Thank you all for your attention. Yeah. Biology 5. Ich frage mich, ob ich noch weitere Classes freischalte, überhaupt hier nach, oder ob das jetzt halt eben alle sind, die ich hier zur Auswahl habe. Ich hoffe, das sind jetzt hier alle, aber ja, whatever. Hello, hello, I hope everyone's ready to learn some new things today. But before we get going, do you all remember the final question from our midterm exam? Well, Director Clevel found out about it somehow and I got yelled at. Whoops. Wie unzufrieden er guckt. Das bin ich, wenn. Apparently you could tell I was hiding something just by looking at me. You must have noticed all the color flush right out of my face, haha. Speaking of color, today I'd like to teach you all about colors as they pertain to Pokemon. Some Pokemon have slightly different coloration or patterning on their bodies based on their gender or individual differences. In very rare cases, a Pokemon may have wildly different coloration compared to others of the same species. We call these specimens shiny Pokémon. Als ob das einfach so angesprochen wird. In-game. Nintendo, seid ihr verrückt? Honestly, ich bin großer Fan davon, wie offen in dem Spiel tatsächlich endlich mal mit eben der Information umgegangen wird. Ne? Das habe ich ja vorhin bei den Büchern schon gesagt. Ne? Von wegen, halt, warum haben sie nie irgendwie Prozentwerte oder so, die sie angeben oder sowas? Ne? Warum sagen sie nicht einfach den Prozentwert? Ne? Einfach konkrete Informationen. Ne? Aber aus irgendeinem Grund wurde es nie so angesprochen. Ich meine, Shiny ist jetzt, es ist jetzt halt nicht das erste Mal, dass Shiny-Pokémon angesprochen werden. Es ist ja schon, es ist ja zuerst, glaube ich, ein Fanbegriff gewesen und irgendwie gegen 4. Gen oder so wurde es dann basically offiziell acknowledged oder so, der Name. Ja, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde, sie sollten sowas mehr machen. Viel mehr. Einfach konkrete Informationen geben. Halt eben sagen, yo, Stab-Bonus ist plus 50%. So wie es halt in dem einen Buch tatsächlich der Fall war. Ne? Und das halt nur mit allen anderen Sachen. It is quite rare to cross paths with Thorn. So gesehen, ich glaube, dass in dem anderen Unterricht gesagt wurde, dass Type Efficiency halt es mit 2 multipliziert. Das wurde, glaube ich, auch nie so in-game tatsächlich erklärt, glaube ich, in irgendeinem Pokémon-Spiel vorher. Wenn ich so drüber nachdenke. It is quite rare to cross paths with Thorn. Ich habe 2 und die sind literally in der zweiten. Wait, does anyone here know what the likelihood of finding a shiny Pokémon is? Holy shit, als ob das tatsächlich in-game, es ist circa 1 in 4000. Es ist nicht ganz akkurat, es ist irgendwie 4200 noch was, aber holy shit, ne? Holy shit, sie geben Informationen tatsächlich. Ich bin schon fast begeistert. Oh, that's right. You may have the makings of a Pokemon Professor Chiller. Shiny Pokemon appear at a rate of 1 in 4000. Isn't that amazing? The probability of encountering one in the wild is the same as hatching one from an egg too. Eggs from a pair of Pokemon raised around differing languages are a special case. There is a higher than average chance that a shiny Pokemon will hatch from these eggs. Heißt das, dass ich, dadurch, dass ich das Spiel auf Englisch spiele, wenn ich mit Pokémon breede, die ich von meinen Freunden trade, die das Spiel auf auf Deutsch spielen. Hallo? Free Shinies? Let's go?
Ja, stimmt, das hat ja auch existiert. But we haven't been able to figure out why that is just yet. I've also heard rumors of a charm that increases your likelihood of finding shiny Pokémon when you have it in your bag. Can you believe that? Und du gibst es mir, wenn ich alle 400 Pokémon im Pokédex habe. Was hoffentlich bald sein wird. I don't know, wie lange es dauern wird. This claim can't be scientifically verified, but it sure would be fun if it were true. Ich glaube, Shiny Charm verdoppelt die Chance? Not sure though. Oops, there's the bell. That's all for today. Thank you for your attention. Frage mich, wie lange ich brauchen werde, um den Pokédex zu vervollständigen. Hoffentlich halt nicht allzu lange. Aber es sollte eigentlich realistisch sein. In Sword and Shield bin ich halt eben nah rangekommen und habe dann aber halt vorher das Interesse verloren. Zumal ich dann halt, glaube ich, keine Ahnung mehr, was das war. Wo ich dann auch irgendwie andere Sachen zu tun hatte. Ich kann mich erinnern, irgendwann im Zug Shinies gehandelt zu haben. Wann war denn das dann? Das war nicht 2019, oder? Wann habe ich Sword and Shield gespielt? Wann war das Sword and Shield Playthrough? Warte mal. Pokémon Sword and Shield Release. Das ist ja... Okay, doch, das ist November 2019 rausgekommen. Holy shit, das kann echt gut sein, dass ich da dann einfach im Dezember Shiny-Pokémon gehandelt habe. Nicht Shiny-Pokémon gehandelt habe, sondern den Pokédex versucht habe zu vervollständigen. Und dann in Erinnerung habe, halt im Zug zu Moritz da ein bisschen das gemacht zu haben. Und dann habe ich halt über Silvester das Interesse dran verloren. Ha. Interesting. Ich meine, dieses Mal ist es ja sogar noch näher an Weihnachten. Von daher mal sehen, ob ich über Weihnachten das Interesse dran verliere. Oder ob ich vorher mit fertig werde. Honestly, ich glaube, ich könnte vorher fertig werden. Weil ansonsten werde ich definitiv über Weihnachten das Interesse verlieren. Außer man kurbelt sich das Interesse mit Freunden wieder an oder so. Dann, wenn man wieder zurück ist im Januar. Ich hoffe, es ist Letzteres, weil ich meine, ich habe schon Bock, I guess, aber ja. Aber ja, Biology 6, I guess. Class will begin soon, don't be tardy. Ich habe halt daneben beim Pokédex vervollständigen auch halt eben das eine Shiny bekommen. Ich habe ein Shiny in Sword and Shield bekommen. Und keine Ahnung, habe davon irgendwie ein Bild an Spinny gesendet und er war super enttäuscht oder so. I don't know. Hello. I hope everyone's ready to learn some new things today. Next time we meet, we'll have our final exam. That means today is our last actual class. And the topic for the last class will be Pokémon forms. You can just think of forms as the shapes or appearances that Pokémon have. There's also a phenomenon called a form change, where Pokemon's appearance changes under certain conditions. Cyclizar, for example, which we regularly ride on as transportation in Paldea, has 3 forms. First is its basic form, where it walks on 4 legs. Second is its battle form, where it stands on its hind legs to engage in battle. Finally, there's its ride form, where it inflates its throat sac and its tail, so we can ride on its back. Okay, ich dachte schon halt irgendwas Interessantes, aber das ist halt eher so Forms, die canonically hat, aber Formen, die es canonically hat, aber nicht wirklich in Battle. In Battle als halt nur die Battle Form. So we can use something you're all carrying with you now as an even better example. Yep, I'm talking about your phones. Yeah. Some smartphones are inhabited by certain Pokemon. Does anyone know the Pokemon I'm referring to? Rotom. You're a regular expert on Pokemon and technology, aren't you, Chelar? The Pokemon inside your smartphone is Rotom, and it does all sorts of things to help you out. A Rotom inside a Rotom phone is special, so it doesn't try to enter other electronics. An ordinary Rotom, however, can change form by entering washing machines, microwave ovens, and other electronic appliances. Es ist einfach das arme Rotom, ne? Es ist einfach noch härter versklavt als andere Pokémon eh schon. Ob es halt überhaupt aus dem Handy jemals raus kann. Das wäre halt wenigstens irgendwie cool, ne? Das wäre halt cool und ein bisschen charming, wenn es irgendwie so Cutscenes gäbe, wo man halt das Handy rausholt und das Rotom halt kurz aus dem Handy rauskommt und irgendwie mit irgendwas interagiert und dann halt wieder rein verschwindet oder so. Aber ja, anyways.
Rotom is a bit of an exception though. Many Pokemon that change form do so simply by holding an item or by having one use on them. Oricorio, for example, has 4 different forms it can change between when given certain nectars. Pokemon may even change type or learn different moves when they change form. Form changes are different from evolution in that the Pokemon can return to its original form. Meistens. Und unter bestimmten Bedingungen, I guess. And unlike shiny Pokemon, which can change their special coloration, the same individual Pokemon can go back and forth between its forms. There's a lot to dig into with this form change phenomenon, as you can see. You can all learn something from Pokemon here, don't you think? A bit of a stretch, but I'd be happy to see you all enjoy your time at the Academy to the fullest and change form into a new version of yourselves. Or something like that, anyway. Oh, I almost forgot. Regional forms, which vary based on what region a Pokemon came from, don't change like other forms. They're an innate... Whoops, that's the bell. I guess I was scatterbrained, Mr. Jack, right up to the very end, huh? I had a great time teaching all of you. I hope you'll do your best on the final exam. Ja. Weiß nicht, inwiefern irgendwie die Form hier in dem... Aber man kann sich auf jeden Fall einen Hoennian Wooper traden, was ich vielleicht auch noch honestly mache. Ich schreibe mir das mal auf, beziehungsweise hebt mir das hier hervor. Habe ich das hier irgendwo? Hier. Ich pinge mir das hier an mich selbst, dass ich das nicht übersehe, dass ich das noch mache. Chelor. Ne, mit Shell hier so. Ja, cool. Bitte. Dann sehe ich das besser in meinem Notizenkanal. Okay. Final Exam. Das hier auch mal löschen. So. Hello everyone. Today is our final exam and we'll cover everything I've taught you so far, but I'm sure you will do just fine. Take your time and contemplate each question carefully. How many of the following four methods make it easier to catch Pokemon? Inflicting paralysis? Ja. Using a Poketoy lässt sich immer nur fliehen. Feeding it a berry? Nein. Surprising it from behind? Ja. Du. True or false? You can get new Pokemon only by catching them yourself or trading with other trainers. Nein, du kannst auch breeden. If a Pokemon is holding an Everstone, will using an item that induces evolution, such as a Firestone, cause it to evolve? Das ist eine interessante Frage, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Aber I guess nein? Weil wie ich mir vorstelle, was der Everstone macht, ist, dass er einfach, wenn... Du kannst halt den Stein drauf verwenden vielleicht. Aber dann könntest du ihn halt eben verschwenden. Also entweder im Inventar wird dir dann einfach gesagt, wird keinen Effekt haben. Oder es geht durch. Aber es wird vermutlich nicht so sein, dass du den Stein einfach verbrauchst und es dann basically nur instantly abgebrochen wird. Ich sag aber mal nein. Es ist eine sehr interessante Frage, die ich mir selbst nie gestellt habe. Huh. Wenn ich eine Frage falsch habe, dann ist das eine davon. Definitiv. Probability ist 1 in 4000. True or false, a Pokémon known as Oricorio has 3 forms. Nein, es hat 4. This question won't affect your grade. Do you have anything you would like to say about my class? I'm still getting used to this teaching thing, but I sure had your fun as a teacher. Top. Okay, time's up whether you like it or not. I hope everyone enjoyed tackling those questions. Snuck in a little bonus question there right at the end again. Shh, our little secret. Don't tell the director. I'll grade these right away. I hope you're all looking forward to seeing how you did. Ich wette, ich habe die Steinfrage falsch. Ich habe halt legitim keine Ahnung gehabt, ne? Hab mir nie Gedanken drüber gemacht. Warum sollte man das auch jemals tun, ne? I mean, I guess, du könntest theoretisch Eevee so vom Entwickeln abhalten, wenn du halt nicht willst, dass es zu Espeon oder Umbreon oder Sylveon wird. Und dann halt warten, bis du den entsprechenden Stein bekommst für die anderen Evos. Aber gibt wenige Pokémon. Ich meine, es gibt gar nicht mal so wenig Pokémon, die sich per Stein und per Level-Up entwickeln. So wenig gibt es tatsächlich gar nicht mal. Und mir fallen jetzt keine anderen ein, aber ein anderes wäre zum Beispiel noch Oddish.
Ne? Was sich ja entweder zu Weilblumen entwickelt per Level Up oder zu was auch immer das andere Pokémon ist, das kein Schwein nutzt. Wo man ja einen Sunstone für verwendet, glaube ich. Ja, also es gibt schon ein paar, I guess. Nur warum benutzt du den Stein dann nicht einfach direkt? Warum hältst du es dann noch ewig in Everstone? Ja. Anyways, und ich habe... Jo, ich habe richtig! Ich habe, glaube ich, Nein geantwortet, oder? Sick. Nice. Mr. Jack asked us to give this reward to any students who passed the exam. Experience candies. So wenig bin ich dem also wert. Okay, cool. Mal damit durch. Dann mache ich einmal kurz Ideen für Audiolatenz und dann geht's ins nächste Fach. Kurz mal hier. Dann machen wir nämlich Mathe. Die erste Klasse nochmal. Honestly, ich bin begeistert, wie tiefgreifend die Stunden tatsächlich gehen. Ne? Also ich meine, es ist jetzt bis auf die Sache mit dem Stein halt nichts Neues für mich dabei. Aber es ist wesentlich tiefgehender als in vergangenen Pokémon-Spielen. Es ist gutes Wissen, was hier beigebracht wird, I guess. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass die ganze Zeit der gleiche Song nur spielt. Ich meine, es ist ein netter Song, aber könnten nicht irgendwie unterschiedliche Songs starten, wenn man in den Unterricht reingeht. Hello everyone, nice to meet you. My name is Time and I will be your math teacher. Sorry to put you all on the spot at the start of the class, but ask me ask you quick questions. Do you enjoy numbers, arithmetic and the like? Da haben wir, glaube ich, letzte Mal... Das ist okay. Ja. Oh my, thank you for your honest responses. Some of you may like numbers and some may not. I think that makes a wonderful mix. But no matter your opinion on math, I hope you find yourselves enjoying our lessons together. I'll do my best to find a good way to match up our interests with all types of math lessons. Speaking of which, are you all caught up on your studies of Pokemon type matchups? For example, grass is strong against water and water is strong against fire, correct? Sheila, you seem to be good with Pokemon, so yeah, ich bin Champion. Bearing in mind that water is strong against fire, if the move Water Gun hits fire type Pokemon, what becomes of the move's damage? Stublet. That's right, I knew I could count on you for this question, Sheila. Using moves of a type that your opponent is weak to is a super effective tactic. It multiplies the damage of those moves by 2. On the other hand, using moves of a type that your opponent is resistant to isn't very effective. It divides the damage of your moves by 2. I don't mean to encroach on Miss Dendra's battle studies territory, of course, but I thought it best to use a lively topic as an example. That can make math fun, even for those of you who don't much like the subject, don't you think? Ich frage mich, ob zum Beispiel ein Subject in Mathe ist, hier, in dem Spiel zumindest, wie erhöhte und reduzierte Stats, welche Multiplier die applyen. Na. Halt, weil für erhöhte Stats weiß ich es halt, aber für reduzierte Stats bin ich mir nie so sicher. Na, aber ich denke mal, das ist auch nur das Reverse, ne? Halt, sprich, ein +2. Ein +2 ist mal 2 und ein -2 ist halt durch 2, glaube ich. Sprich, ein -6 ist durch 4. Ne? I guess. Bin ich mir nur nicht zu 100% sicher. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein interessantes Thema hier anzusprechen, I guess, ne? Oh my, is that the bell? I suppose that's all for now, what a shame. I'm looking forward to seeing you all in the next class. I hope you're looking forward to it too. Okay. So, dann geht's jetzt los mit der, die wir noch nicht gemacht haben. Let's go. Geht schneller als erwartet hier durchzukommen. Ist jetzt auch nicht so kurz, aber ja, mal sehen. Noch habe ich Spaß, I guess, weil es erstaunlich interessante Themen sind. Tell me, do you all enjoy shopping, buying tasty breads or choosing new clothes? Even just window shopping is so much fun. In today's class, I'd like to use shopping, one of my own favorite hobbies, mind you, to teach you all about math.
I'm sure everyone here has visited a Pokemon mart at least once. They sell all sorts of Pokemon items. Pokeballs are one of the many useful items you can find there. They cost 200 Pokédollars each. Now then, I'd like you all to do some thinking with me here. One Pokeball is 200 Pokédollars. If you have 2,000 Pokédollars and bought as many Pokeballs as you could afford, how many would you receive? Technisch gesehen 11, aber ich weiß nicht, ob sie den Premierball als Pokéball, ob sie das zählt. Mathematisch ist es 10 und sie sagt spezifisch Pokeballs. Aber fuck it, ich bekomme 11. That's correct, well done, Chelarino. Ha! For eine Fangfrage. With 2,000 you can afford to purchase a maximum of 10 Pokeballs. However, if you purchase 10 or more of any one type of Pokeball, you will also receive one Premier Ball, a special white ball as a bonus. So the correct answer is in fact 11. It sure is nice to get a little bonus like that on a shopping trip, isn't it? Ist eine nice Fangfrage, I guess, gewesen, ne? Oh my, is that the bell? I suppose that's all for now. What a shame. I'm looking forward to seeing you all in the next class. I hope you're looking forward to it too. Yeah. Ich frage mich, ob ich vielleicht... Ich kann ja die Musik hier in dem Spiel tatsächlich ausstellen getrennt, ne? Ich könnte einfach meine eigene Playlist anmachen, wenn mir der Song hier zu viel wird. Honestly, ich glaube, das werde ich machen. Spätestens nach der Klasse, I guess. Ich hab Bock, honestly. Ich meine, wann werde ich es wohl sonst machen, ne? Und hier scheint auch jetzt keine dramatische Musik oder so jemals zwischendurch zu kommen. Von daher kann ich das ja immer ohne Probleme machen. Ohne, dass ich was verpasse oder so. Hello everyone, let's have a fun class today. Tell me, do you all enjoy fortune telling, horoscopes and the like? I think it feels great to read your horoscope and see what it says, that it says good luck is coming your way. Und was ist, wenn es Scheiße sagt? So today I'd like to teach you all math while focusing on the topic of luck. Perhaps you have seen the following phrase crop up during Pokémon battles before. A critical hit. Okay, interesting. The Pokémon attack lands a critical hit. The damage it deals is increased by half. Stimmt. Das wurde irgendwann mal, Crits wurden irgendwann mal genervt. In der Vergangenheit haben die ja mal Double Damage gedealt, aber stimmt, die wurden ja genervt. True. Danke fürs Erinnern, I guess. In other words, it does 1.5 times as much damage as it normally would. It is truly luck that determines whether your Pokémon lands a critical hit or has one landed on it. This can cause a great upset in battle. Was auch bedeutet, dass, dann müsste ich mir, warte, gucke ich einfach nochmal. Weil dann ist Flower Trick halt auch gar nicht so stark, wie ich dachte, ne? Vielleicht ist Flower Trick einigermaßen balanced. Es ist immer noch broken, aber... Flower Trick, Bulbapedia. Es ist 70 Base Power plus 35, also es ist 105 Base Power. Das ist immer noch sehr stark für einen Move, der literally nicht misst und Defenses umgeht und gesenkte Attack und so. Das ist halt immer noch super stark, aber I guess es ist keine 140 Base Power. Halt 105 und 140 ist schon ein Unterschied, I guess. Und halt, I guess, es gibt auch diese eine Ability, die Critical Hits verhindert. Das könnte das vermutlich auch stoppen, also. Pokémon lands a critical hit or has one landed on it. This can cause a great upset in battle. Yeah. Does anyone know what percent chance a Pokémon has of landing a critical hit? Tatsächlich nein. Aber ich glaube, es ist 4%. Ich habe literally keine Ahnung tatsächlich. Okay. Nice to know. That is correct. Well done, Chelarino. Das ist nice to know, I guess. The chance of landing a critical hit is said to be 1 in 24, which figures to roughly 4.17%. What the fuck? Warum? Ich habe mich vorhin so sehr beschwert darüber, dass sie nie tatsächlich Prozentwerte und konkrete Werte angeben und so. Ich habe nichts gesagt. Good job, wer auch immer hierfür zuständig war.
The odds are more favorable for certain moves, though. Why moves such as Stone Edge and Shadow Claw have about a 12% chance. You can also use a move called Focus Energy or item known as a Dire Hit. Both raise the critical hit ratio by 2 stages. That's a 50% chance to land a critical hit. What? Aber ich dachte, bei 2 Stages ist es immer mal 2. I guess es applied nicht auf Crit Ratio, though. I mean, I guess die calculated sich anders oder so. Feels great to land a critical hit, but perhaps not so great to be struck by one. Ich meine, es wäre dann halt eben, wenn es mal 2 ist, wäre es bei Base Chance halt immer trotzdem noch 1 in 12 und halt nicht 1 in 2. Also von daher, keine Ahnung, ist, I guess, wird das noch komplett anders berechnet. Genauso wie Evasion vermutlich. Weil ein +2 in Evasion, dass du dann literally nur noch die Hälfte der Zeit getroffen wirst, wäre super krass. Ne? Also, I guess, das applied, die Formel, die ich im Kopf habe, applied nur auf Offensive und Defensive Stats. Also, Base Stats halt. It feels great to land a critical hit, but perhaps not so great to there's a surprising amount of mathematical probability behind probability hidden in Pokémon Violet, you know. Yeah. If you're able to do the calculations that'll swing in luck in your favor, it may open the door for more strategic choice for you during battle. Ja, sehr based, ja. Halt den Crit drumherum spielen und sowas, ne? Das Ganze und so. Pokémon ist Mathe. Oh my, is that a bell? Is that the bell? Next class will be our fun midterm exam. Warum spezifizierst du das? Why would you specify that? That's oddly specific. I hope you'll all be looking forward. Oh Gott, mein Tee ist fast leer. Fuck. Ich dachte, ich habe genug Tee für den Stream. Aber anscheinend nicht. Zum Glück habe ich heute Saft gekauft. Hab ich so, oder? Ja, hab ich. Ich habe nur noch nicht aus der Tasche geholt. Okay, Zeit für Midterm. Das wir beginnen zu. Was ist eigentlich das da für eine Frau da rechts? Frage mich, ob man die ansprechen kann, ob die einem noch irgendwie Zugang zu was anderem gibt oder I don't know. Alright, I'm sure the fun experiences you all had in my class will serve you well as your answer. Okay, Water Gun to a Fire Type, double damage. Razor to a Fire Type, Razor Leaf to a Fire Type, half damage. Außer es critted, weil Razor Leaf hat erhöhte Crit Ratio. 2000 honest many Pokeballs, 11, das war die Fangfrage, about 4%, 1.5 times. Alright. So. 5 von 5, perfekt. Was bekommen wir? Auch XP Candies S. Müll. So, kann ich dich irgendwie überhaupt ansprechen? Nee. So, I should use the computer? Yes, that's fine. I heard it's easier to find where I'm going if I look it up on the computer. Is that true? The computer. Oder meint sie irgendwie, keine Ahnung, hallo? Meint sie irgendwie, keine Ahnung, dass man ein Wiki gucken soll. Aber ja, hi, lange nicht gesehen, hihihi. Oh my, if it isn't Shelor. Please forgive me if this is an odd question. Were you perhaps watching me from afar just now? Nein, ich habe mich für die nächste Klasse anmelden wollen. Was? Nein. I just got here. Yeah, I suppose you wouldn't have been doing something like that. I'm sorry. You see, how should I put this? Recently, there have been times where I feel as if I am being watched. Sie wird gestalkt? Excuse me? Not by Pokémon, mind you, but by a person.
I thought it might be a ghost, so I tried asking my sister for help. She said it most likely isn't one. She's good with ghost-type Pokémon, you know. Ja. Hab sie besiegt und so. Perhaps one of my students is quietly watching me, waiting for a chance to ask me a question. Maybe? Aber ich glaube nicht. Goodness, if that wasn't an intense gaze I felt. If you notice someone with a sort of fire in their eyes, come tell me, won't you? If they are too shy to come ask me themselves, then I'll go to them. In the TCPPP. Ich sehe niemanden. Hi. Warum stehst du immer noch hier? Musst du nicht irgendjemandem was beibringen? Okay, cool. Let's go, nächste Math Class. So, die zweite Hälfte ist ja das immer, wo es erst richtig interessant wird, I guess. Wobei die Crit Class schon auch sehr interessant war. Hello everyone, well done on the midterm exam. Some of you earned perfect scores and others seem to have a bit of trouble, but I can tell that you all tried your best. Yeah. I'm quite pleased to say that every last one of you passed. I can only assume that this means you have all come to love numbers. Stay sharp and try your best for the rest of my classes too. Speaking of staying sharp, do you know how that what applies to Pokemon battles? That's right, it has to do with stat boosts. Pokemon stats can rise and fall throughout the course of battle, correct? For example, if a Pokemon uses the move Work Up, its attack and special attack stats will rise by one stage each. And as you may know, each time a Pokemon's attack or special attack rises one stage, moves affected by that stat will deal 50% more damage. Ja, und es ist halt 50% für jede Stage. If that same Pokemon from our previous example were to use Work Up again, both its attack and special attack would have risen up by 2 stages total. This results in a 100% increase to damage dealt, making it move twice as strong. Sword Stance, on the other hand, boosts attack by 2 stages as once, allowing the Pokemon to deal double damage after just a single use. Using Sword Stance twice would boost the Pokemon's attack set by 4 stages. How much more damage then would this Pokemon deal? Triple damage. Ja, das ist die Absicht des heutigen Streams. Guten Tag, Milo. Es werden aber tatsächlich interessante Sachen in dem Tutorial teilweise angesprochen. Also interessant für Pokémon-Verhältnisse. Einfach nur insofern, dass die Sachen so nie konkret in einem Pokémon-Spiel tatsächlich erklärt wurden. Die ganze Community weiß halt Bescheid, aber das ist das erste Spiel, was es tatsächlich in-game erklärt. Was trotzdem löblich ist, dass es endlich soweit ist. Wow, that's great. You answered this difficult question with ease, Shader. Each stage that a Pokemon's attack or special attack stat is raised increases its damage by 50%. So being raised 4 stages would result in a 4 times 50% or 200% increase. The base damage of a move is 100%, so adding 200% to that gives us 300%. In other words, the next move the Pokemon uses will deal triple damage. Halt, imagine, halt, honestly, das ist halt schon recht advanced. So irgendeinem Grundschüler, der einfach nur Pokémon spielen will, literally Prozentrechnung beizubringen. Aber es ist gut runtergebrochen, I guess. Und halt, was mich halt eben einfach freut, ist, dass endlich halt konkrete Werte genannt werden, was halt nie so wirklich der Fall war. Sondern es wurde immer nur gesagt, oh, das macht jetzt mehr Schaden. Wie viel genau, verraten wir dir nicht, sondern hier wird halt konkret gesagt, was halt schon immer hätte so sein sollen. Das ist von daher, es ist... Ja, es ist nice. Was soll ich sagen? Type matchups, critical hit damage and other factors all play into these calculations as well, so even a small boost must be taken seriously. By the way, if a step simply rose, that means it has gone up by 1 stage. If it rose sharply, that's 2 stages. If it rose drastically, that's 3 stages. So, just so you know, the X attack and X special attack items, which can only be used in battle, can be used to sharply boost your respective stats. Ja, ist halt, von daher ja, es ist halt höchste Zeit, dass es mal vernünftig erklärt wird. Ja. Einhändig Controller bedienen, ich sollte mal ein bisschen besser dran werden.
Aus Gründen. Hello everyone, let's have fun in class today. Did you make sure to review last class's material in order to stay sharp? I know it was a little difficult with all the talk of multiplication, percentages and the like, but today we'll be talking about percentages again to learn about probability. That may sound like we're going to have another difficult class, but did you know that all of you already deal with probability on a regular basis? Als zum Beispiel die Probability, dass ich jemals Bitches bekommen werde, ist 0%. Ja. Pokémon moves generally have a property called accuracy, which determines the probability that they will hit. Nicht wirklich. Ich habe halt am Anfang recht lange geredet und generell die Akademie durchsucht, ne, weil halt eine Menge Bücher überall rumgelegen haben, die auch noch Shit erklärt haben und so. Also die Classes mache ich jetzt vielleicht seit circa 40 Minuten vielleicht. Haut hin, vielleicht. The accuracy of tackle is 100 or 100%. So if you were to use tackle 100 times, you could expect it to hit all 100 times. The move Hypnosis, which puts a Pokémon to sleep, has an accuracy of 60 or 60%. Das ist halt auch eine Sache, die ich als Kind nie gecheckt habe, dass die Accuracy einfach nur Prozent ist. Ne? Das ist aber, ja, das ist on me. Also, ja. That means you could expect it to hit 60 times in 100 uses. To put that another way, out of 100 uses, you could expect it to miss 40 times. Das ist sehr pessimistisch, aber okay. I never missed a single hypnosis in my life, I have you know. Was vielleicht daran liegt, dass ich Hypnose nie wirklich benutze. Ich hab's bestimmt schon mal gemisst. Many of the truly powerful moves often tend to have lower accuracy. So, when you're deciding whether to go slow and steady with moves that are sure to hit, or hard and fast with stronger but less accurate moves, you're already studying probability. Ja, generell ist es halt schon besser, die higher accuracy moves lower power zu haben, einfach für die Consistency. Weil wenn du halt gamblest, ob du einen Pokémon mit dem nächsten Move finishen kannst, und dein Pokémon ansonsten drauf geht, weil du halt schneller bist und du den Gegner finishen könntest, aber er könnte dich auch finishen, wenn du misst. Dann ist es schon blöd, wenn du misst und dann selber drauf gehst. Ne? Das ist ja Consistency und so, ne? Das ist nichts Großartiges Neues. Let me see. Perhaps Surf and Hydro Pump would be good examples for this discussion. Surf has a power of 90. Its accuracy is 100, meaning you can expect it to hit every time. Hydro Pump's accuracy is only 80, but when it hits, its power is 110. So between Surf and Hydro Pump, which one would you want to use yourselves? Depends on the situation. Aber generell würde ich eher Surf nutzen. Oh my, I see you're always considering various possibilities, Chelarino. Ja, das ist, ja. I may have made it sound like there was a correct answer there, but there's not. You're free to use any moves you wish. Factors like PP or number of targets hit may make some moves more suited to certain situations. However, trading accuracy for power or vice versa is purely a matter of preference. This Surf vs. Hydro Pump debate has been ongoing for quite some time. Verständlich. Personally, I'm more invested in debating the rock types moves Rock Slide and Stone Edge. Ja. Ja. Exactly. Halt, literally, wo ich fucking überlegt habe, welches der beiden ich Tinkaton geben würde. Aber ich würde halt eher auf Higher Accuracy gehen. Was, glaube ich, Rock Slide ist? Ich glaube, Rock Slide ist 90 und Stone Edge ist 75. Oder andersrum. Ich bin Wiki-Dweller, als ob ich mir die Stats tatsächlich merke. Let me tell you, I could get really worked up talking about those moves, but oh my, there's the bell, what a shame. Ja, ja. Mathe 6. Keine Ahnung, mein Zeugnis. Tatsächlich war ich in Mathe eigentlich immer recht gut, aber es ist trotzdem lustig. Hello everyone, I hope we can have fun once again today for our last class together. Last time we learned about probability using move accuracy as an example. Probability is quite an interesting subject. Did you know that in a class with 40 students, there's a 90% chance that 2 of them will have the same birthday?
Das ist eine hohe Chance, aber 40 ist auch eine hohe Klassengröße, also, ja. This is true even despite the fact that there are over 300 days each year. Isn't that remarkable? Yeah, probability do be crazy like that. But let's move on to today's topic before we get swept along with probability again. Ja, ich hab schon gesagt, ich werde nach der Class halt, nachdem ich das Fach durch habe, werde ich eigene Musik anmachen. Aber ja, so ist es halt. Keine Ahnung. Ich mag die Musik. Es ist halt, nach einer Weile wird sie halt ein bisschen viel. Und das ist ungefähr jetzt so der Punkt erreicht, aber so ist es halt. Wenn man Videospiele langsam spielt, muss man sich daran gewöhnen. Sorry, Milo. Ich weiß, das kennst du nicht, weil du bist der richtig krasse Giga-Gamer, aber ja, today's topic we get blah blah blah. I've been teaching you all how to calculate damage in this class using examples like type matchups, critical hits, stat boosts, and the like. All of these variables are multiplied together to calculate damage dealt to an opponent. However, did you know that there's an even simpler way to increase the damage of your Pokemon's moves? All you have to do is have your Pokémon use a move it shares a type with. Als ob das in der letzten Class ist. Das ist das Simpelste von den ganzen Themen vermutlich. If a Rock-type Pokémon uses the Rock-type move Stone Edge, the move space power of 100 is multiplied by 1.5 to become 150. Als ob sie jetzt nicht nur mit Prozentrechnung, sondern auch mit Brüchen ankommen. Holy shit. Ground and Rock may seem like similar types, but if a Ground-type Pokémon uses Stone Edge, the move's power will remain 100. Außer es ist Rock Ground. Super effective moves and critical hits also add multipliers onto this a little numerical increase, so it most certainly must not be taken lightly. Ja, Stab Moves sind sehr wichtig. Let me ask you a question to see if you understand what I'm talking about here. Say you have a move with a power of 100. If a Pokémon that shares a type with this move uses it and hits an opponent that is weak to that type, what happens to that move's power? Ja, aber ich persönlich finde, dass Prozentrechnung leichter zu verstehen ist. Also, shut the fuck up. Aber anyways, was war Stab und Super Effective, also 300. You did the calculation all in your head, well done, Chelor. First, using a move that shares a type with its user multiplies the move space power of 100 by 1.5, making the power 150. The fact that the opponent is weak to the move's type then doubles that power from 150 to 300. The original power of the move ends up being tripled. Isn't that amazing? What's more, if a Pokemon terrestrializes and its Terra type matches one of its original types, then the bonus it gets for using a Pokemon of the same type increases from 1.5 to 2. Okay, das habe ich mich halt gefragt. Okay, ich habe mich halt literally die ganze Zeit gefragt, wie genau funktioniert der Damage-Bonus von Terrestrialization. Aber es ist nur 2. Weil was ich halt eben gelesen habe, ist eben, dass es noch ein Stab-Multiplier drauf ist. Der dann die 0,5 nochmal erhöht. Sprich, basically, fuck, ich kann nicht rechnen. Es ist einfach 1,5 mal 1,5, ne? Ich meine, das ist... Wow. Jetzt muss ich ernsthaft einen Taschenrechner dafür einmachen. Ja, 2,25. Ja, literally. Es ist so simpel, ich vergesse es. Ne, Mathe-Leistungskurs und so, by the way, ne? Bin einfach nur faul. Anyways, ja. Das ist halt leicht schwächer, als ich dann dachte, I guess. Aber, ja, ich meine, Bonus 0.5 noch oben drauf ist halt trotzdem nützlich auf jeden Fall, I guess. Aber es, ja, wie gesagt, ich habe mich die ganze Zeit beschwert, dass das mir das Spiel nicht erklärt. Vielleicht hätte ich das Tutorial am Anfang des Spiels machen sollen. Of course, being able to use a lot of moves with different types is great as well. That's one way you can surprise your opponent. Ja, halt, Stab-Moves sind wichtig, Coverage ist wichtiger, honestly. Weil halt, ist halt klar, weil der mal 2 Multiplier ist wichtiger als der, ist krasser als der mal 1,5 Multiplier. Ja. Aber halt eben, ja, Coverage und Stab ist halt, ja, es ist halt literally, ich unterschätze literally selbst jedes Mal, wie viel effektiver das halt ist, als einfach nur einen Move einfach so rauszuballern, der weder Stab noch super effective ist. Ne, ist halt, das ist literally
nur ein Drittel dann halt ist. Ne? Das unterschätze ich halt. Ich denke mir halt so, oh ja, gut, dann muss ich halt den Move jetzt, der ist halt nicht super effektiv, der macht aber immer noch so irgendwie 80% oder so. Nein, das ist nicht. Ja, Pokémon ist Mathe und so und einfach den Super Effective Button drücken und man gewinnt. Easy. In the end, your own innate characteristics are what will really let you shine the most. Bear in mind that this is true for both humans and Pokémon. It sure would make me happy if you could take those words to heart, but I suppose I should really have shared this basic advice right from our first lesson. My apologies. Just like that, class is over. Ja. Denn jetzt, das Final Exam. Und danach mache ich die Musik aus. Und mache meine eigene an. Ich muss mir nur noch gucken, welche ich dann überhaupt anmachen will. Okay. Let's go. Ich werde das nicht für den Rest der Zeit laufen lassen. Erstens ist es noch nerviger nach einer Weile als der Song, der hier läuft. Zweitens, fucking Copyright Strike. Ich werde schon am Ende des Spiels Copyright-Probleme bekommen wegen dem fucking Ed Sheeran-Song. Aber ich fühle mich deswegen halt eben recht sicher, weil ich halt noch keinen Strike jemals bekommen habe. Na? Aber als ob ich das einfach so, nur für den Funny, Digi. Ja, cool, Final Exam. Okay, how many Great Balls could you purchase with 300 if each one costs 600? 5. If a Water-type move with a power of 100 lands a critical hit on a Grass-type Pokémon, what will the move's power be? Ja halt, durch 2, aber mal 1,5, also B. Under normal conditions, what percent chance does Stone Edge have to land a critical hit? 12% sollte es sein. Warte, nee. Under normal conditions. Wait, what? Ich dachte, normal conditions war 4% Crit und Stone Edge ist... Ich dachte, Stone Edge war... Stone Edge hat doch erhöhte Crit-Chance, oder nicht? Dann müssen es 12% sein. Ich dachte, erhöhte Crit-Chance von einem Move bedeutet einfach nur, dass es doppelt so hoch ist. Halt, hat sie nicht irgendwas gesagt von wegen Base Chance ist 1 in 24 und von Pokémon mit erhöhter Attacken mit erhöhter Crit Chance wird die Chance verdoppelt, also 1 in 12. 1 in 12 ist aber nicht 12%. Aber I guess es muss 12 sein, weil es ist höher als 4%. Weil es ist Stone Edge. Das ist der gesamte Punkt an dem Move, dass es erhöhte Crit Chance hat. If a Pokémon uses Sword Stance twice to boost its attack by 4 stages, how much physical damage will its physical moves then do? Es wäre lustig, wenn its Special Moves wären, weil das wäre eine nette Fangfrage, aber ja, nee, es ist Triple Damage. The Rock-type Pokémon whose Terra type is Rock terrestrializes, what will the power of its Rock-type moves be multiplied by? 2. Okay. Mal sehen. Ich habe bestimmt eine Frage irgendwie falsch beantwortet oder so. Bestimmt die Stone Edge Frage oder so. Okay, nice, cool. Yeah, Gamer. Oh, Junge. Ich werde... Ich habe die Hoffnung, irgendwie jeden einzelnen Test hier zu acen. Ich habe die Hoffnung. Aber irgendwie weiß ich jetzt schon, dass ich irgendwie eine Frage irgendwie falsch beantworten werde oder so. Besonders wenn es dann vielleicht irgendwie in History um irgendwelche Sachen geht, die nicht seit irgendwie 20 Jahren sind. So, anyways. Es gibt immer noch kein Battle-Style-Set, ne? Nee, cringe. Gut. Musik auf 0 und wir machen andere Musik an.
Und machen wir schon mal den hier. So. Mal schauen, was habe ich denn hier? Könnt die Western Playlist anmachen. Ich habe halt die Winter Playlist schon ready, ne? Aber nee, es ist noch nicht, noch ist nicht Dezember. Die Winter Playlist fange ich ja eigentlich immer erst ab Dezember an zu benutzen. Von daher wäre das jetzt ein bisschen. Ich habe hier die Lo-Fi Playlist. Ich nehme einfach. Ja, das hier gut. Ich habe halt keine Ahnung, ob in meiner Chill-Playlist nicht irgendwie irgendwas drin ist, was mir dann irgendwie Probleme machen wird. Hier sehe ich zum Beispiel Jojo-Tracks. Ich nehme einfach. Ja gut, hier sehe ich auch, dass Funny Never Gonna Give You Up Vaporwave drin ist, warum auch immer. Ich denke mal, der Ordner hier sollte in Ordnung sein. Hoffe ich. Vielleicht. Ansonsten nehme ich irgendwie eine andere Playlist noch oder so. Alles ein bisschen gut aus vielleicht. So. So, das wird doch bestimmt chillig jetzt. Mal sehen. History! Da hat mir Spindia empfohlen, das mindestens zu machen, weil da anscheinend ein bisschen was zu den lustigen Toren gesagt wird. History with Miss Ryford. Denke mal, Audio Balance mäßig sollte das auch in Ordnung sein, ne? Ja. Oh, I see we have some new students here with us today. My name is Ryford. I will be the one to impart knowledge of the past to your little minds. History is a wonderful thing, truly splendid. The lives of our ancestors throughout history forged the path to present in which we live. Path to present. Warum hat Present so viele Bedeutungen im Englischen? Hä? Das ist voll schlimm. Außerdem, hey, cool, dass da ein Hisuian-Pokéball da im Hintergrund ist. Referendum an das Spiel, das literally ein paar Monate vorher rauskam, gefühlt oder so. Today you shall learn about the most mysterious locations in all of Paldea, the Great Crater. Bisschen leiser kann die Musik schon noch. Bisschen lenkt sie mich nämlich ab. So. As you are all aware, a massive crater known as the Great Crater of Paldea exists in the heart of our region. Area inside this crater is called Area Zero, and research of its geological strata and material composition has shown that the crater is in fact over 1 million years old. It was long believed that a certain something rested at the bottom of this mysterious crater. Okay. Ah, perfect timing to make eye contact, young Chiller. Oh nein, nein, Hilfe. Weg. Jo, da ist auch der komische, weirde Professor auch hier im Hintergrund. Huh. What exactly was believed to rest in the depths of the Great Crater inside Area Zero? Treasure, I guess, weil das ist die Story vom Spiel. Snorlax. Das ist einfach nur ein fettes Relaxo, hat einfach nur gepennt. Incorrect, an adorable answer to be sure, but were you perhaps fooled by my use of rest? The correct answer is treasure. That's right, some believe that a treasure more valuable than anything else in the world rested in the depths of the Great Crater. Das One Piece. Das One Piece ist wahr. Vielleicht. In dem Spiel. So much for dreams of treasure hunting though, as a lab has been built in those very same depths. Oh, and before I forget, you could all do well to remember that the Great Crater and Area Zero are both off-limits to all but those who have official business there. Do not dare entertain the foolish notion of gallivanting off to Area Zero in search of riches. It is no place for children dreaming of treasure and adventure.
Besides, if it were at all possible to investigate the area, I would surely be the first to do so. Ja, I guess ich werde das exakte morgen machen. Also, Oh, is that the time already? I must have gotten swept up in filling your minds with knowledge. This ends today's lesson. We will unravel more of history's enigmas to... Wie passend, dass auch jetzt der Musiktrack sich dem Ende zuwendet. Okay. History 2. Hallo, wieso wiederholst du den... Nicht denselben Track wiederholen. So. Greetings, my little students. Whatever you did yesterday, it is now part of history. Ha ha ha. Today we will continue to unravel the marvels that history has presented to us. About 2000 years ago, this region came under the rule of the Chaldean Empire. Historical accounts describe the Chaldean Emperor as being quite the dictator. Es ist einfach nur, dass sie hier einfach, keine Ahnung, was zum Fick ist mit ihren Haaren. Anyways, keine Ahnung, es ist einfach nur spanische Geschichte oder so, die jetzt hier beigebracht wird. This emperor also zealously believed the legend of the treasure that rests deep within Area Zero. I must mention that the civilizations of our ancestors were not as developed as ours today. Es stört mich so sehr, dass ihr Haar permanent am Zucken ist. Da haben sie irgendwie den Loop, die Keyframes für die Animationen verkackt. Das ist Hilfe. Stört mich so immens. People back then were far more likely to believe in mysterious legends, magic, and beings beyond human comprehension. In an attempt to gain the power to stand against Chaldea's neighboring countries, the emperor sent people in droves to join the hunt for the fabled treasure of Area Zero. Ah, warum immer Eye Contact? Warum ist das, worauf du so abfährst? Approximately how many years ago was it that the Chaldean Empire began to rule this region? Glaubst du tatsächlich, dass sie sich die Mühe gemacht haben, Jigglebones da drauf zu machen? Glaubst du, die Switch hält das aus? I mean, ja doch, halt, es ist tatsächlich sehr viel Physics-driven Shit ja in dem Spiel. Merkt man daran, wenn man sich mehr als 3 Meter von irgendeinem Model entfernt, dass halt dass die Physics davon dann disabled werden. Das ist ja... Das war ein Joke, Junge. Du bist derjenige, der sich immer über die Leistung der Switch lustig macht. Was ist los mit dir? Keine Ahnung. Hat die irgendeine Zahl gesagt? Ich habe mir keine Zahl gemerkt. 3000 Jahre. Incorrect. You're off by an entire millennium. Why 3,000 years ago the Chaldean Empire didn't even exist yet? The answer is about 2,000 years ago. That is when the great era of exploration began. However, it is said that not a single adventurer sent out by the Emperor ever reached the depths of Area Zero. Ja. Ja. Was it the punishing journey itself that barred their way, or perhaps some unknown creature? The resounding failure of this great era of exploration almost certainly heightened the air of mystery surrounding the crater. Oh, what I wouldn't give to explore Area Zero in its untouched state at that time. I suppose I can only hope for the swift invention of a time machine. Oh ja. Oder du fängst den Celebi oder so, I don't know. Oh, die dat. Die Musik ist jetzt vielleicht doch ein bisschen leiser. Ein bisschen lauter kann ich es jetzt auch machen, denke ich mal. Okay. Honestly, der Song passt perfekt zur History Class. Today we will continue to unravel the marvels that history has presented to us. As you should remember from our last class, Area Zero's great era of exploration began about 2,000 years ago.
This era lasted for approximately 1,000 years, but not a single soul was able to venture all the way to the deepest reaches of Area Zero. Having poured much of its human and financial resources into the exploration of Area Zero for so long, the Paldean Empire fell into decline. 200 years later, or 800 years ago, the Empire and its surrounding nations united into one entity. Mit den Drums ist es vielleicht wieder ein bisschen laut, aber ja, mal schauen. This was the formation of Paldea as we know it today. Ah yes, this very academy where you're now filling your young minds with knowledge was also apparently established at that time. In fact, this school building, though certainly having undergone repairs through the years, is just as it was when it was built so long ago. This very structure is a piece of history. Things of old are truly splendid. I would certainly prefer it not to have the Pokeball portion, though a relatively new addition. Ich kann Satzmelodie, nein, kann ich nicht. Okay, tell me approximately how many years ago was it established? 800 years ago. Als ob ich tatsächlich aufpassen muss. Was willst du jetzt? Warum schreibst du mir auf... Was willst du? Ich werde kein Eurobeat keinen gecopyrighteten Eurobeat im Stream abspielen. Ich habe meine eigene Eurobeat-Playlist, die stream-friendly ist, aber ich will kein Eurobeat, während ich hier einfach nur gechillt lese. Was ist los mit dir? Ja, okay, cool. Ich höre es mir jetzt nicht an. Das sollte selbstverständlich sein, denke ich mal. Aber cool, I guess, kann ich mir danach anhören. Ja, selber Bozo. And nothing more than when a student only pretends to listen. Hure. Geschichte ist langweilig wie Scheiße, ist deine Schuld. Bring's halt interessant dabei. The academy was constructed exactly 105 years ago, to be precise. In other words, your academy here is 805 years old. At the time, it offered state-of-the-art facilities and a uniquely innovative curriculum, as such people used to say. Those seeking knowledge need look no further than the grapes of Paldea. That's right, they were interfering, you know, they were referring to Yuva Academy. It is said that this proverb of sorts was even used outside of the Paldea region. So, Midterm. Cool. So. Mal schauen, ob ich schon alles vergessen habe. Ich will endlich einfach in die zweite Hälfte. Da ist immer irgendwie der interessante Shit nur. So, give me midterms. So, what is the name of the geological formation in the center of the Paldean region? The Great Crater of Paldea. I guess. What was long believed a school? Treasure. How many years ago did it begin to rule? 2000, I guess. How many years ago? 805. Those seeking knowledge. Oh Junge. Ich hasse Geschichte. Ich bin in fucking fiktiver Geschichte über non-existente Themen genauso schlecht wie in Real Geschichte. So, gib mir die 5 von 5. Nice. So, History 4. Kommt jetzt der interessante Shit, wo ich die lustigen Schreine alle finde? Oder wie ist? Kaum zu glauben, dass Mathe tatsächlich das interessanteste Fach war.
was hoping to continue unraveling the marvels that history has presented to us today. However, I imagine your ability to concentrate has been spectacularly derailed by my midterm. I suppose changing things up for fun and variety may be a good idea every now and then. So allow me to tell you an old fairy tale that has been passed down in Paldea for generations. Okay, ich höre. Once upon a time, there was a king who very much enjoyed collecting treasure. He was particularly fond of treasures from other countries. One day, a merchant from the east heard rumors of this king and came to meet him. The merchant laid out 4 treasures in front of the treasure-loving king. Ja, das ist so die Anzahl, die ich erwartet habe, die mit was auch immer sich in diesem Spiel noch versteckt, die ich damit so erwartet habe. Die Sachen, die auch, vielleicht sind das auch die 4 Sachen, vielleicht haben die eben auch mit den Mustern im Rahmen des Logos zu tun und sowas, ne? 4 treasures were as follows: a vessel, a sword, a set of tablets and a set of beads. Ja, Ruinous Vessel und ich glaube Ruinous Sword war das andere, ne? Set of Tablets and a Set of Beads. Anal Beads. Wenn ich mal auf die Hülle gucke. Keine Ahnung, da sieht was aus, was vielleicht wie Beads aussehen könnte, aber der Rest eher keine Ahnung. Nee. Vor allem das Icon oben links ist halt super weird, ne? Halt ich hoffe, ich kann es irgendwie nah genug an die Kamera ranhalten, dass man es irgendwie einigermaßen sieht. Natürlich nicht. Ja, wenn ich den hier mache. Hier oben links. Man sieht es in der Kamera nicht wirklich, aber da sind halt sogar spezifisch so 2 Nullen drauf und so. Sieht halt super besonders aus. Von daher, ja, keine Ahnung. Es sind nicht die 4, aber ja, Vessel und Sword haben wir, glaube ich, gefunden. Aber ja, dann 4 macht auf jeden Fall Sinn. Ich screenshottet das auf jeden Fall schon mal. Seeing such rarities before him, the king leaped for joy. He showered the merchant with gold coins and claimed all 4 of the treasures for himself. Ah, perfect timing to make icon. A set of tablets. What do you think these tablets were? Wooden planks for writing on, handheld electronic devices, medicine that you chew. Halt. Ein iPad ist unwahrscheinlich und Medizin ist nicht so geil für irgendwie so ein Keepsake zum Aufheben oder so. Von daher, I guess, irgendwas mit Knowledge oder so. Correct, your daily pursuit of knowledge serves you well. These particular tablets were wooden and used as a writing medium in the East in ancient times. As you may know, they fell out of popular use as paper became more universally available. Da müsste became stehen, oder? Ich bin nicht dumm, oder? Das ist ein tatsächlicher grammatikalischer Fehler, oder? But the king to consider these paper substitute treasures, they must have been of superb quality. That, or perhaps they had some amazingly profound teachings written on them. More likely that. So the king obtained these 4 treasures, and on that very night, it is said that a terrible disaster rained down upon his castle, reducing it to rubble by dawn. Interesting. 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 Gibt es irgendwie eine Geo-Klasse oder so, wo ich da vielleicht ein bisschen noch mehr lerne? Ich frage mich halt sowieso, ob das jetzt alle Classes available sind überhaupt, ne? Ich glaube, den Song skippe ich mal. So, ja, der ist nicer. Ob das überhaupt jetzt alle, ob ich alle available Classes überhaupt halt schon habe oder ob ich noch weitere freischalten werde. Aber ich bin halt basically am Ende des Spiels. So. Today we will continue to unravel. I trust that you all remember our lesson before the midterm exam concerning the great crater of Paldea and its interior, Area Zero. This mysterious crater captured the imaginations of many, including the former Paldean emperor. 200 years ago, a group of explorers claimed to have finally reached its depths. The name of the team that achieved this great feat was the Area Zero Expedition, kreativer Name. The team is said to have been made up of Paldea's best and brightest. Skilled battlers, brilliant researchers, talented individuals of all kinds.
Among. The list of team members was the name of a man who was an author and brilliant natural historian, Heath. After returning from the expedition to Area Zero, he used his literary talent to record the events of the expedition and publish them. In this Violet book, I guess. Perfect timing to make eye contact. Ja. What was the name of the team that first made it to the deepest reaches of the Great Crater? Area Zero Expedition. Survey Corps klingt so viel cooler. Aber okay. To pick up on and remember a term, I simply slipped into the flow of the lecture. You really are quite the clever one, hatte Schnauze. The correct name for this team was the Area Zero Expedition. The record of their activities written by the expedition member Heath can be found in bookstores and the like even today. Okay. Ja. This record is now known as the Violet Book. Ich dachte halt eben irgendwie, überall zu lesen oder so. Ich meine, klar macht Sinn, dass es mehr gepublished wurde, aber irgendwie dachte ich so, dass das Violet Book irgendwie so ein One-of-a-Kind-Ding ist. Naja. At the time, the entire region of Paldea... Aber ja, warum sollte man das nicht einfach vervielfachen, ne? Wenn da so krasser Shit drin steht. At the time, the entire region of Paldea was absolutely buzzing about Area Zero. The Violet Book was so popular that practically everyone had a copy. However, the book itself was full of fantastical descriptions and illustrations of things that could never be thought of as real. Masses began to call Heath a liar. Even the truth of the expedition making it to the bottom of the crater was called into question. The Violet Book was condemned to the shelves of used bookstores as just another book of wild paranormal stories. There's a copy of one on the bookshelves on the ground floor of the entrance hall. Feel free to have a read if you're interested. Ich gucke mal, ob ich das tatsächlich finden kann. Violet Book Erdgeschoss, I guess. Ich meine, ich habe ja noch die ganzen Räume. Aber sie hat Entrance Hall gesagt, ne? Das ist halt das Erdgeschoss, ne? Also. Ich habe eigentlich alle Bücher abgeguckt, aber. Keine Ahnung. Ich würde gern selbst nochmal reingucken, tatsächlich. Will ich mich da jetzt direkt schon umschauen? Ich meine, das spricht eigentlich jetzt nichts dagegen. Ich muss ja jetzt nicht die Class durchmachen. Was machen. Aber ja, wo soll das sein? Ich habe ja die ganzen grünen Bücher, habe ich halt alle durchsucht. Ne? Was hat sie genau gesagt, wo es sein soll? Ich glaube, sie hat nichts gesagt. Hier! Entweder das ist jetzt erst hier oder ich habe es vorher übersehen. Das ist literally komplett zentral. Ja, nicht ganz, aber hey. Okay. It's the Violet Book, the mysterious purple tome. Do you want to read it? Yes. Which section? Damn, das ist ein bisschen was. Okay. Wir lesen alles, I guess. Great Crater of Paldea. A photograph from the survey team's point of ingress to the crater, which is visible in the background. Na, halte ich meine Fettvorbereitung einfach dann auf morgen, ne? Das ist halt nice, ne? Which is visible in the background. Luck favored us with fine weather, making for a smooth outset. But clouds obscured the crater's distant depths, where the treasure of legend is said to lie. Now onward and downward. Adventure into Area Zero. Within the Great Crater of Paldea lies the mysterious Area Zero, a place home to such landscapes, such plant life, and such Pokémon as we had never seen. It is inhospitable to human life, and as such, I suspect something altogether unknown to humankind sleeps in its depths. Ja, ich wusste nicht, dass es eine zweite Seite gibt. The Adventure into Area Zero. A photograph of a spot where the survey team rested on day 2 of the expedition. Note the strange symbols inscribed in the ground here, where they left by explorers in the time of the Paldean Empire, or could they be older still? Regardless, they seemed as if they must hold some meaning. Oben rechts. Oben rechts, hier. Da. Das ist das Symbol hier. Ha! Ich wusste, dass die nicht komplett willkürlich sind. Warum freue ich mich so sehr, dass das stimmt? Aber ich mag halt spekulieren, okay? Und honestly, halt diese Muster und so, ne? Die haben mich halt literally seit dem ersten Stream beschäftigt, ne? Und ich bin einfach nur so froh, dass die tatsächlich ein bisschen tieferes Meaning anscheinend haben. Und dass das Spiel tatsächlich irgendwas einigermaßen tiefergehendes irgendwie hat, was nicht von Anfang an predictable ist, so wie halt die Penny Story und so, ne? Die war halt mehr oder weniger sehr leicht predictable. Aber I mean, I guess hier geht's halt ums Endgame. Da können sie vielleicht auch ein bisschen
mentally herausfordernderen Shit einbauen, I guess. Also ich bin froh, I guess. Okay. Area Zero Cartograph. Ledges from a spiral down the inner walls of Area Zero, offering a path of descent. Vegetation and sources of water are here as well. Legends tell that precious stones or wondrous fruits have long slept in Area Zero steps, protected by some manner of Guardian. Interessante Zeichnung. Ich screenshot sie mal. Interessantes Buch, interessante Lektüre. Pokémon of Area Zero. Sketches by a Survey Team Member. Yo, die nicen Survey Sketches und so. Ich liebe sowas, honestly. Surprisingly, the Pokemon species we observed in the upper strata of Area Zero seemed little different from those seen outside the crater. Now and then we heard unfamiliar cries from the lower strata. Yep. Monsters of Area Zero. Yep. As we descended further into Area Zero, we began to catch glimpses of mysterious Pokemon, though we wondered if these compact, cruel beasts were indeed Pokemon at all. One of our team suffered a brutal blow from such a beast and was mortally wounded, forcing us to retreat for a time. Ja, das ist der eine Entry, den wir schon mal gesehen haben. Ich weiß nur nicht mehr, wodurch. Vielleicht im Intro des Spiels? I don't know. A member of the survey team captured this photograph by chance. I noticed a passing resemblance to the Pokemon known as Donphan, yet difference such as its texture and the way it moves suggests it is biologically separate, to say nothing of its threads of iron. Ja, ist halt Iron Threads, ne? Das der Ground Titan. Ne? Den wir auch bekämpft haben. Und gefangen haben sogar. Aber Mystica. Area Zero was home to wondrous herbs that instantly impart vigor when eaten. We dubbed them Herba Mystica and attempted to grow some in areas around Paldea. However, before we could harvest, the herbs were eaten by Pokémon, which in turn grew large and strong. We called these Titan Pokémon. Das ist auch nichts Neues. Mysterious Plates. Das ist das obere linke Icon, was ich vorhin gezeigt habe. Das ist das pretty much. Nur nicht ganz exakt, weil auf dem Icon ist es so ein bisschen abgerundet, während hier das halt, ja. Aber es ist auf jeden Fall, es ist auch eines der Icons. Close zumindest. Es ist halt das mit den Nullen, was ich gemeint habe. During our descent into Area Zero, we came across a buried metal plate inscribed with a strange symbol. We attempted to shave off a piece of the plate, but failed to leave even a scratch. Even determining the nature of the metal seems beyond modern science. We know not why the inscription was made, let alone how. Ich screenshot das mal. Ich bin tatsächlich invested. Ja. Call me crazy, aber ich bin invested. The legendary treasure. Countless days into our descent, we reached at last the very depths of the great crater. There we found a cave with formations of gemstone, shining blindingly bright as far as we could see. Perhaps that strange light itself is the guardian set to watch over treasure deep within the crater. Und die Ursache des Terrestrialize-Phänomenons vermutlich. Vermutlich. An imagined Pokémon. Damn, ist es Cobalion? Oder was ist das? Wait. Nee, keine Ahnung. Also es sieht größtenteils aus wie Cobalion, aber hat auch Eigenschaften von Viridion und Terrakion. Huh. Vielleicht ist es auch ein komplett neues. Vielleicht ist es ein viertes oder so. Warte, ich muss mir nochmal... Was waren die 4 nochmal? Kann ich einfach hier? Ich kann ja einfach hier, ne? Es ist aber schwer zu sagen, weil die 4 Schätze, die sie erwähnt hat, halt ja Beads, Tablets, Sword und Vessel, die haben nicht wirklich was damit zu tun. Aber wenn das Viech eines der 4 ist, dann ist es definitiv das Ruinous Sword so gesehen, weil halt die Swords of Justice und so, wenn überhaupt. I don't know. Es ist halt nicht einfach nur, ich muss eine Nachforschung betreiben, ne? Ich muss Nachforschung betreiben. Cobalion. Wehe, jetzt kommen hier irgendwie Spoiler oder so. Ja, Cobalion hat halt so, so Hörner. Ne? Und nicht so gekrümmte, sondern es hat eher so gerade Hörner. Aber, die generelle Body Shape passt halt perfekt, I guess. Ne? Viridion
Verizon heißt es, I guess. Ja, okay. Macht Sinn. Ich dachte, es heißt halt Viridium auf Deutsch, also whatever. Da sind halt diese Sachen hier am Hals. Sind halt da, I guess. Ein bisschen generell. Und Terrakion. Es sieht halt am meisten aus wie Terrakion. Halt diese gekrümmten Hörner, die Zacken oben drauf. Das hier an dem Hals hat Terrakion auch, was halt bei Terrakion sogar noch mehr so aussieht. Und diese, wie die Schuh-ähnlichen Dinger, wie es hat. Ne, das sieht halt alles sehr Terrakion-mäßig aus. Aber es ist halt trotzdem kein exaktes Terrakion. Halt das, was es hinten hat, hat halt andere Eigenschaften und ist auch generell schlanker und so. Also, keine Ahnung, Paldean Terrakion oder so. Oder es ist halt ein 5. Sword of Justice, weil Keldeo existiert ja auch noch, aber Keldeo sähe komplett anders aus. A drawing of a fantastical Pokemon is envisioned by our sketch artist. The compactness and cruelty of the strange Pokemon that dwell in Area Zero's lower reaches tickled the artist's imagination, prompting this sketch of what other species that inhabit these steppes might look like. Vielleicht existiert dieses Viech auch gar nicht und das ist halt einfach nur eine Sketch. Habe ich es gescreenshottet? Okay. Aber honestly, ich glaube, das existiert tatsächlich im Game dann. Wenn schon nicht so viel. Es wäre cool, wenn es einfach straight up nicht existieren würde, though, ne? A phantom memory. During our exploration of Area Zero steps, I, Heath, strayed from the team and was later found unconscious. When awoken, I could only recall speaking with someone in an unfamiliar place, as if in a dream. I was found holding the page shown here. The handwriting is my own, but I have no memory of writing this. Halt theoretisch, das Ding in der Mitte hat Ähnlichkeiten auch wieder mit einem der Icons, einem der Dinge auf dem Cover, aber nur vaguely. Es ist halt ein Hexagon, halt unten links. Ja, halt, ich habe jetzt keinen Bock, jedes Mal die Kamera umzustellen. Ja, also, keine Ahnung, wenn ihr, hallo, liebe Wortfreunde oder so, wenn ihr miträtseln wollt, dann sucht einfach nach Pokémon Violet Cover und versucht nicht gespoilert zu werden. Na, fuck it. Ich zeig's einmal kurz rein. Halt erstmal hier, das hier habe ich ja gemeint, halt eben letztens bei der Plate. Und dann hier, wie soll das sein? Falsch, andere Seite, hier. Das hier. Es sieht halt vaguely ähnlich aus. Man sieht es halt nicht genau, also ihr müsst es wahrscheinlich trotzdem noch selber googeln. Aber es ist halt einfach nur ein Hexagon mit mehreren Inset-Formen und so. Es ist halt nicht wirklich das, was da ist. Aber, der Kreis in der Mitte noch, I guess, aber es ist nicht so eindeutig wie die anderen. Ja. A generous sponsor. The author, Heath, pictured with the director of Yuva Academy. The Academy's generous funding made the Area Zero expedition possible, and the data gathered has been shared with the Academy in hopes that it will aid in the institution's research work and foster future generations of scholars and scientists. Ja, nichts Besonderes, außer halt, dass man den Typen irgendwie wieder trifft oder so. Keine Ahnung, ich screenshot das trotzdem mal und brenne mir das irgendwie ein oder so und werde es garantiert nicht vergessen. Ah, fuck, falscher Knopf. Aber halt, honestly, ich brenne es mir in mein Gesicht, weil, in mein Gesicht, ja. Ich brenne es mir in mein Gehirn ein, weil, mein Gedächtnis. Weil, honestly, das könnte mehr Signifikanz haben, wenn es halt eben hier so versucht zu worldbilden und so. Ich bin halt ein Sucker für sowas, also might as well play along, ne? About the author. Okay. Er hat einen Cyclizar gehabt, cool. Heath, author of the Violet book, shown here with his partner Cyclizar.
Wenn er sein Partner Cyclizar war, dann hat er das einfach reingebracht und er ist irgendwie der Vater von dem Pokémon-Prof von diesem Spiel und die haben dann zusammen Koraidon bzw. Miraidon irgendwie so gemacht und das ist basically eine Anomaly und das ist rausgekommen oder so. Und das ist meine Plot-Prediction. Aber das war sie so schon. Ist einfach nur ein bisschen standfester dadurch geworden, dass der Typ halt einen Cyclizar hatte. Aber I guess Cyclizar ist generell ein beliebtes Pokémon in der Region. Also, Natural historian as well as a writer, he was chosen for the Area Zero expedition and penned this account upon returning from the great crater of Paldea. Cyclizar aided the expedition as well by bearing the team's luggage and equipment. So. Pokémon. Keine Ahnung, was könnte da stehen? Risk. Und das Recht ist halt Pokémon. Okay, ich meine, es ist gut. Es muss nicht ein Buchstabe sein. Es sind vermutlich 2 Buchstaben, weil bei den anderen sind es auch jeweils 2 Pokémon. Also. Aber was für Worte hören noch mit Isk auf, außer Risk? Stunfisk. Aber das ist ein Pokémon. Ich schau mal. Words that end in isk. Brisk, I guess. Whisk, Frisk. Frisk könnte sein. Flisk, Jesk, Wisk, Wisk. Das sind keine Worte. Das sind keine Worte. Wisk, Pokémon. Vielleicht Basilisk? Aber das ist ein bisschen lang für Basilisk. Okay, interesting. Huh. While separated from the research team in the crater depths, I found a strange entity. Whether it was a Pokémon or even alive at all, I know not. It bore a shell with layers of overlapping hexagons and gleamed brighter than gemstone. Veiled, vielleicht? Veiled as a whole. It rested? Nee. Resiled, vielleicht? Resembled. Mysterious. Brilliant Dusk? Nee. Disk wahrscheinlich. Mysterious Brilliant Disk. Huh. Ja, keine Ahnung. Ich bin schockiert, dass, was auch immer das ist, mir noch nicht gespoilt wurde durchs Internet. Und ich bin sehr begeistert davon. Okay. Well, time to continue with history. Ist es schon Final Exam? Nee, es ist noch History 6. Class will begin soon, don't be tardy. Ich habe so Schiss, ne? Dass einfach, wenn ich mich jetzt entscheide, okay, morgen gibt es das Big Finale, ne? Dass in der Zeit jetzt, bis ich morgen dann aufwache und Stream starten kann, Logston irgendwie das Video macht zu der Analyse zu dem Pokémon oder so. Aber ich hoffe einfach, dass die Production noch eine Weile braucht und der vielleicht auch erstmal ein paar andere neue Pokémon analysiert und nicht direkt das Big Legendary oder so. Falls es überhaupt ein Big Legendary ist und nicht irgendwas anderes. Kann auch sein, dass es einfach nur irgendwie Miraidon irgendwie ist oder so, aber das bezweifle ich, weil irgendwie glaube ich halt, dass Miraidon halt nicht so eine Big Entity ist, sondern eher irgendwie so ein Failed Science Experiment oder sowas. Auch wenn es halt das Cover Legendary ist. Sondern das wird eher so eine Sache, keine Ahnung, es war halt schon irgendwie so ein Gottheitsstatusviech, ne? Welches Dönergeld? Du hast nie Dönergeld verlangt, aber I mean, ich habe heute einen Döner gegessen. I guess, ich kann dir auch einen ausgeben.
Okay. That's the history class. In our last class, I taught you about the Area Zero expedition of 200 years ago, correct? The last 200 years ago is not that long ago. Not that long ago at all. Ja, it's basically 2005 ist basically 200 Jahre her. Ja, hast du schon erzählt. Hast du schon erzählt. Aber ja, ich wünsche ihm good luck. Ah, okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es ist halt absolut real. Ich wäre auch mad, wenn ich er wäre. Oh Gott. Hast du das selber geeditet oder hast du das im Internet gefunden? Weil honestly, es könnte either way sein. Es ist halt zu perfekt auf die Situation zugeschnitten. Aber du könntest es halt auch einfach aus dem Internet haben. Wenn du es selbst gemacht hast, dann halt super edit, honestly. Halt, die Handel ist ja reingeeditet, ne? Das sah aber halt eben, honestly, auf den ersten Blick halt nicht so aus. Deswegen meine ich halt, den Text zu editen ist jetzt nicht das Schwerste gewesen, I guess. Unfortunate that our history lessons must march, so yeah, who the fuck cares? Would it not be more of an adventure to march toward the past instead? To start from our present and study history in reverse? I think that might be hard to follow. Fuck off. Ich hasse Geschichte. Indeed, it may be difficult to understand the flow of events, but one thing leads to another if we were to trace history in reverse. I suppose I have no choice but to let the flow of time carry us towards the future. In this last class of ours, I shall fill your minds with the history of the terrestrial phenomenon. The technology behind terror ops has its origins in Area Zero. Yeah. Even after the Area Zero expedition supposedly reached the crater's deepest depths, others continued to explore that area. And around 140 years ago, Pokémon cloaked in a mysterious light were discovered there. As you may have already guessed, these were in fact terrestrialized Pokémon. However, when those who discovered these Pokémon brought them out of Area Zero, the light faded and the terrestrial phenomenon remained a mystery for quite some time. However, 10 years ago, that might as well be present day, yeah, a certain someone you have definitely heard of unraveled this mystery. Du oder? What is the name of the famous professor who unraveled the terrestrial phenomenon mystery? Vermutlich nicht Heath. Weil der ist vermutlich nicht mehr am Leben. Honestly, entweder Clavel oder Turo. Aber Turo ist halt fett in der, im Crater am Abgehen. Von daher würde ich denken, dass es er ist. Klar, der andere Typ hat auch irgendwie gemenschen, dass Clavel irgendwie, mitgeforscht hat, aber ich würde trotzdem Turo wissen. Correct to think that you, a new transfer to our academy, could correctly answer this question. Ich habe literally geguessed. You must be very diligent in your studies. Approximately 10 years ago, a professor named Turo unraveled the mystery of the terrestrial phenomenon. He discovered that the shining crystals down in Area Zero, or rather the energy they emit, is what causes Pokémon to terrestrialize. This led the professor to invent Terror Op technology and to develop a practical use for it. This technology was then shared with both the Pokémon League and our academy. Es ist honestly so viel interessanter als die Lore hinter Gigantamaxen, ne? Die Lore hinter Gigantamaxen war einfach nur, yo, hier ist diese mysteriöse Energie an manchen Orten in der Region und die Pokémon können da groß werden. Ich glaube, das war so ziemlich die gesamte Lore dahinter. Ich meine, dann ist auch noch irgendwie diese ganze Geschichte mit Darkest Day und Eternatus gewesen und so. Aber das war so langweilig und klischeehaft. Und keine Ahnung. Hat nicht mal einen guten Grund gegeben, warum man nur in Arena kämpfen und so nicht terrestrialisen, Dynamaxen konnte. Ne? Halt so viel bessere Lore haben sie da dazu geschrieben hintermal. Und das ist nicht schwer. Ne? Es ist jetzt nicht die krasseste Lore, aber es ist überhaupt zumindest irgendwie interessante Lore, I guess. Die halt irgendwie Sinn macht, Gameplay und ja, story-wise halt. This technology was then shared with both the Pokémon League and our Academy.
Rumor has it that Director Clever was one of the researchers on the Professor's team. Ja, eben. Der hat sicherlich auch irgendwie was damit zu tun gehabt. Ich frage mich, ob der auch in den Krater mit reinkommt. Wäre vielleicht passend. Alas, this story is much less exciting now that someone we all know appears in it. Modern history truly is dull, isn't it? Schnauze. Okay, cool, Final Exam. Ich kann mir die Notiz jetzt hier auch wegmachen. So. Okay, fertig mit Geschichte. Aber ich wollte wissen, wo die Schreine sind. Jetzt weiß ich nur, was drin ist. Okay, whatever. Oh, ich hab so Bock, das rauszufinden, was da drin ist halt, ne? Es ist so selten, dass ich sowas halt... ist er einfach, der chillt da einfach und, keine Ahnung, du machst die Tür auf und der steht einfach, ja, ich meine, das ist literally was Quagmire macht, ne? Dass er halt einfach nackt im Türrahmen steht und dann irgendwie Gigidi sagt oder so. Es ist nicht mal ein Joke, es ist einfach nur literally, was er macht. Greetings, my little students. It is time for our final examination. Ja. Okay. The area within the Great Crater, Area 0. How many years ago? 805, I guess? Which of these did not appear in the Paldean fairy tale about the four treasures? Vessel, folding fan, set of beads, set of tablets. Folding fan. Das habe ich mir nämlich tatsächlich gemerkt. Which Area 0 expedition members wrote the record of Team Heath? How many years ago did Professor True invent Terror Ops? 10 years ago. Geaced. Nimm das. Was? Schon ridiculous to be in the history test, but alas, the director forced me to include it, ja. Das ist jetzt beim letzten Mal auch schon gesagt, glaube ich. Ich habe es nur auch beim letzten Mal auch schon nicht gelesen. Alright. Zeig mir die 5 von 5. Yeah. Let's go. Languages. Was gibt's noch? Languages, Battle Studies, Art und Home. I guess Economy, ne? Okay, Languages, I guess. Salvatore. My dear students, how are you all today? Feeling good, I hope. Was ein Typ, Alter. What the fuck? Je m'appelle Salvatore. My name is Salvatore. Merci beaucoup. That is, thank you very much for your attention here in my class. Ich hasse es. So. Okay, gut. Ich spreche nicht mehr Französisch. Ich weigere mich. I'm so Französisch. Oh, happy for this chance to re-experience my younger days with you all. Do you know what Salvatore means? It means savior. So just imagine I'm here to save you. Undertale? From spooky new languages. Haha, funny, no. Yeah, that's right. My class will teach you about various languages from different regions. You may say good morning or hello as a greeting, but people from elsewhere may say bonjour or salut. Oder Salü oder Salut, wenn eher, ne? Salut gibt es wahrscheinlich nirgendwo die Aussprache, aber who the fuck knows, Alter. Ja, 100%, definitiv. Halt mit dem Haarschnitt, dem Bart und der Brille, die er da stecken hat. Der fucking Raichu-Pin, den er hier am Kragen hat, Alter. Holy shit, der ist sowas von ein Groomer. Holy shit. I've heard there's even a popular streamer out there who smashes several languages together. Ja, das stimmt, das ist eine Sache, die sie macht und ich hasse es. Together and says hello, hola, ciao und bonjour. There are so many regions out there in our world and each can have their own unique languages. Vor allem a popular Streamer, als wäre sie nicht der einzige Streamer in der gesamten Pokémon-Welt und hat basically free Viewer.
Gracias, merci. Ich kann. Danke! Ich wollte halt sagen, ich habe keinen Bock, mich in der Aussprache von den ganzen Sprachen zu blamieren, aber danke! Das kann ich. These all have the same meaning. Can you guess what it is? Danke! Wow, Chelo was it. Bravo, that's correct. And speaking up is important in language learning too. Hätte ich mich auch einfach, hätte ich einfach nicht beantworten können, das wäre realistischer geworden. Jetzt assumt er, dass ich da freiwillig was sage im Unterricht. These all, words all mean thank you. I guess some of you probably knew at least one of those. Ich hoffe, dass es nicht einfach nur legitime Language Class ist hier, sondern dass tatsächlich es irgendwie Pokémon-based ist. Weil dann, warum zum Fick spiele ich das Spiel dann? Ich könnte stattdessen einfach Language Classes IRL nehmen. Bevor der mich dann halt irgendeine Frage auf Polnisch tatsächlich fragt in-game. I mean, I guess es wäre nicht so, es wäre nicht unmöglich, wenn, keine Ahnung, irgendwie Matrix oder so ein Shit tatsächlich existiert, wäre es nicht unmöglich, dass es eingebaut wäre und so. Ich meine, es ist halt dumm, so self-centered zu denken, aber ich habe Polnisch angefangen zu lernen, bevor das Spiel revealed wurde. Despite meaning the same thing, the lengths and sounds are all different. Isn't that interesting? Ja, ist es, aber ich habe keinen Bock, das in meinem Pokémon-Spiel zu haben. And now, apropos of nothing, let me give you all one of my wise words of advice. When you travel abroad, you should try to speak the local language as much as you can. Ja, sehr based. Even if you can't speak it very well. Sehr based. Auch wenn ich es selbst nicht mache. I'm sure your willingness to try will make the people you meet very Französisch. Honestly, from my experience, just being able to say hello, delicious and thank you in the local language will get you pretty far. Oder du machst dich einfach giga unbeliebt, indem du die Aussprache absolut butcherst. Und einfach, keine Ahnung, die Eingeweide aufschneidest und über den Boden ziehst. Oh, Junge. For everything else, just pretend you're Mr. Mime and gesture away. Based. Okay, there's that festival. Oh nein. Goodbye. Hat nicht... Ja, ich glaube, das war funny. Jewel hat Bye-Bye gesagt. Das war funny, bestimmt, in irgendeiner Welt. Gott, Hilfe. Ich hasse es. Oh, Languages 2. Ich hoffe, dass es noch irgendwie Pokémon-related wird, vielleicht, oder so. Und ich jetzt nicht einfach nur legitim einen Sprachenschnellkurs durchnehme. I mean, Sprachen sind sehr interessant und so, don't get me wrong. Aber ich hätte nicht erwartet, dass das hier das Spiel dafür ist. Aber wenn es so ist, dann, keine Ahnung, lobenswert, I guess, irgendwie. My dear friends, how are you today? You can answer with yes or we. Kann ich auch mit no antworten? Oui. C'est super. In our last class, I believe I taught you all how to say thank you in other languages, right? Kannst du bitte aufhören, Französisch zu sprechen? Kannst du bitte aufhören, Französisch zu sprechen, bitte? In today's class, we will learn about a certain word sure to make people happy when you use it in your travels abroad. What was your ask? Well, you can have your guess. Delicieux. Lecker. Wow, correct. I knew I could count on you, Klassenstreber. All these words mean delicious. Using local word for delicious at markets or restaurants is sure to get a big smile from whoever you're talking to. It'll make communication go more smoothly, I guarantee it. People love it when someone... Soll ich ihn eigentlich mit so einem beschissenen französischen Akzent aussprechen? So... Nothing personal. I am Spy TF2. People love it when someone says the cuisine of their homeland is delicious. Who wouldn't be happy to receive such a compliment?
And now, apropos of nothing, let me give you all one of my wise words of advice. Das ist kein französischer Akzent, glaube ich, mittlerweile mehr, oder? So. Oh, Junge. Whatever I do, I'm doing it wrong. First step to smooth communication is to compliment the person you're talking to. After all, it's not very likely that a compliment would put someone in a bad mood. Ich wäre sehr seltsam drauf, wenn einfach irgendein Rando von der Straße ankommt und sagt, Jo, geile. Jo, Digga, voll schön, Junge. Das wäre schon... Uff. This doesn't only apply to people in other regions either. It's the same for all of you too. You can put this tip to use with your classmates. In der Klasse ist es noch seltsamer, aber okay. Er ist clearly ein Groomer, also ist es natürlich etwas, was er sagen würde. Aber hey, honestly, ich find's cool, dass er als Language Teacher und so halt das Right und Alone und Right da oben hat, I guess. Aber how about all you try complimenting each other after class? I bet it will make for an ambience plus sympathique, a more friendly atmosphere. That's all for today. See you all. Ja, verpiss dich. Bitte verpiss dich, oh Junge. Oh Junge, ist das weird. Ich meine, zum Selbstspielen und so wäre es halt neat, aber ich hab halt an jeder Ecke halt Schiss, einfach irgendeine Aussprache gigafett zu butchern, ne? Und habe halt einfach keinen Bock damit zu engagen, ne? Vielleicht sollte ich es einfach machen. Würde es good Content sein, wenn ich Sachen einfach absichtlich falsch ausspreche? Wäre das lustig? I don't know. Wäre der Stream wenigstens nicht so ein Schnark-Stream, I guess. My dear friends, how are you today? It's time for another one of... ja. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich kann die Rockbrow leider nicht, ne? Ja, sie werden den Blas ihres Lebens haben. Sie werden, keine Ahnung, förmlich in ihren Stuhl scheißen. Oder, keine Ahnung, ich kann hoffentlich drüber lachen in 2 Jahren oder so, wenn ich es mir nochmal angucke oder so. Are you ready? Yes. Très bien, very good. My lessons are not a one-way street. No, I'm très triste when no one speaks up. Very sad that is. You know, last class I believe. Das Schlimmste ist, wo ich mich schon fast für schäme, dass ich mir bei den ganzen komischen Sprachen, die er spricht und so, bei Französisch noch fast am meisten confident bin, wie es ausgesprochen wird. Auch wenn ich keinen Plan habe, was es bedeutet. Aber halt im Vergleich zu jetzt den anderen Sprachen oder so. Halt, wenn er irgendwie mit Chinesisch oder so ankommt, ne? I mean, I guess ich bin generell relativ confident irgendwie in Sprachen lesen können und so. Weil ich da doch mehr Erfahrung habe, als ich's, keine Ahnung, als durchschnittskomischer Typ oder so, aber... Nein, es tut mir leid, die Sprache spreche ich nicht, Lukas. Ich bin sichtlich sprachlos. Pun not intended. Nein, mir fällt kein Joke ein, den ich darauf machen kann. Vielleicht fällt mir einer noch irgendwie in 2 Stunden ein. Nein. In the last class, I believe I taught you all how to say delicious in languages, right? In le cours d'aujourd'hui, today's class. Honestly, wir können einfach etablieren, dass Französisch einfach die Fußsprache ist. Weil beides wird aus irgendeinem Grund als sexy angesehen, aber die Leute, die es als sexy bezeichnen, sind giga cringe. Nee, keine Ahnung. Aber Französisch klingt nach Füßen. Halt, honestly. Halt, okay, es klingt giga cheesy. Das ist schon wieder... Ja, keine Ahnung, vielleicht... Kann ich bitte einfach weitermachen? Ich bin nicht zufrieden mit den
half-ass Jokes, die ich gerade mache. Absolut nicht. We will learn about a very special phrase that you can put to use when the time is just right. Aishiteru. Je t'aime, te amo. Ich liebe dich. Ich wollte einen Joke machen, dass er das bringt, ne? Aber okay. Er ist so fucking uncomfortable als Lehrer zu haben. Ich glaub das nicht. Er ist 200% ein Groomer. Ich liebe dich. I'm going home, ja. Time to eat, ja. Ja. Ja, ich hoffe, ich wünschte, dass es das heißt. I'm going home. Ja. I guess irgendwie. Er sieht nicht so aus, ich würde nicht sagen, dass es so aussieht, aber er hat definitiv die gleichen Vibes. Definitiv. No, I can't let you go home just yet. That's my way response. A wrong answer. Je t'aime, te amo. Ich liebe dich. These three phrases you may know, I think. Why? Because they're all quite famous ways to say I love you. Ich dich nicht. Fuck off. Oh my, have I embarrassed you all, my friends? What timid little garçons feels, shy boys and girls. Das ist so falsch ausgesprochen gerade, oder? Yeah. It is so very important to express your feelings about things to others, you know. Könnte er nicht, anstatt irgendwie Französisch zu sprechen oder so, keine Ahnung, Russisch sprechen oder so? Wäre das nicht lustig oder so? Oder Polnisch? Dann würde ich wenigstens nicht ganz so inkonfident mit der Aussprache sein. Ich würde es immer noch nicht verstehen, aber ich könnte es vielleicht lesen. Ja, whatever. This is especially true for positive emotions. If you get married someday, nein, and argue with your spouse over some silly little thing, all you have to do is apologize and say, I love you, et tout ira bien, and all will be well. Das ist based, I guess, ja, aber, ja. Nicht immer true. I should know why last little week I hit my wife. I had a big argument with my femme, my dear wife, that is. But I was quick to say I'm sorry and all was well. And now, apropos of nothing, let me give you all one of my wise words of advice. It's best to be quick to apologize when you have an argument with someone. Fucking apologetic fuck. It goes for your families, friends and your crushes. I know you can do it. I believe in you. Warum hat er in der dritten Stunde schon das Thema Liebe aufgebracht? Der fucking Franzose mit der verspiegelten Sonnenbrille und dem Kinnbart. Warum? Warum? Ich bin... Nein, ich möchte keine Sprachen mit Mr. Salvatore. Ich will es einfach nur hinter mich bringen. Wenigstens gute Musik im Hintergrund. Midterm Exam, ja. Fuck off, s'il vous plaît. Arigato. Thank you. Delicious. Niao, yeah. Which of these phrases doesn't belong? Time to eat. When speaking with a person, what is the first step to smooth communication? Get mad at them. What is your... Nein! Was ist er für einer? Als ob er so eine Sprache in den Test packt. Hurensohn. Ah, fucking hell. Ja, honestly, ja. Halt literally baby's first social contact, ja. Aber honestly, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu dann halt sagen soll, ne? Unter dem Gesichtspunkt, weil, halt, Penny war halt recht gut geschrieben als schon möglicherweise autistischer Charakter. Ne? Sie hat die Traits auf jeden Fall
gezeigt. Ne? Sie wäre insofern einigermaßen gut geschrieben und so. Ne? Da kann ich halt sagen, war relatable, nicht cringe und so. Vielleicht ein bisschen over the top, aber es ist halt immer noch ein Videospiel. Aber das hier gerade ist halt, oh Junge. Ich werde darauf direkt mal den hier machen. Und das ist nicht, um die Audio wieder zu sinken oder so. Oh Junge, c'est fini. Time is up. Pose stilos. Put your pens this down. Ooh, I hope that was easy enough for you. Especially the last question. Ich wünschte, ich hätte die letzte Frage falsch beantworten können. Sure, aber ich habe leider aufgepasst. I'm sure you all did great. Bravo, my friends. You can check your scores at the school's front desk. You can check your scores at my anus oder sowas. I don't know. Ich bin so froh, zur Hälfte durch zu sein. Komm, gib mir die 5 von 5. So. Los. Zweite Hälfte. Los. Weg. How did you like the midterm exam? You all did really great. We're halfway there. Whoa. Yeah. And now time for another lesson. Vous prêt? Are you ready? Yes. Ich weigere mich. Très bon response. Haha. Leading up to the midterm, we learned all sorts of words from different regions. Starting today, though, I'll be throwing a curveball, for we begin listening comprehension. Oh God. Basigo for it, my assistant Pikachu. Pikachu. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung, wenn ich halt die... Ja, skip das hier. Skip das. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung mit der ausgeschalteten Hintergrundmusik. So just heard, Pokémon can also use words to communicate. Endlich wird's Pokémon related, oh mein Gott. It's not always easy for us to understand them, but the words have meaning, just as ours do. Pokemon can use language to share all kinds of information with each other, like the location of food, or whether there may be predators nearby. Ja, wie du zum Beispiel. Gott. The same Pokemon's cries may sound different depending on what it wants to say. Oh, Junge, this is literally baby's first social contact. I'm sure they're all curious. So today, let's learn some Pokemon language. If you would be so kind. Hat das P-Wort gesagt! Digga! What emotion do you suppose Pikachu was trying to convey just now? Racism. Say it again, Pikachu. Was tue ich hier? I guess es war Happiness, der Mimik nachzuurteilen. Woher soll ich sonst wissen? Sorry, that's not right. Then I guess es ist angry. It's using its angry voice. Woher zum Fick soll ich das wissen? Das Spiel ist nicht gevoice-acted. Es ist literally einfach nur sein Ruf, den es abgespielt hat. Was zum Fick? Deswegen, ne, ich habe literally einen Tweet heute gesehen, von wegen, wie Leute halt eben diskutiert haben, dass, ja, ich bin autistisch. Woher weißt du das? Ich habe halt literally, heute einen Tweet gesehen, wo Leute halt drunter geargued haben, ob Pokémon Voice Acting bekommen sollte und nicht. Und halt mein Punkt dazu, by the way, definitiv sollte es. Zumindest halt eben für Cutscenes und sowas. Ne? Und das ist halt eben auch generell der Standpunkt von vielen. Das ist halt eben für generelles Gameplay und so braucht es kein Voice Acting, aber so für Cutscenes und so sollte es definitiv Voice Acting bekommen. Ne? Weil ansonsten kommen so cringy Cutscenes, wo die Charaktere den Mund aufmachen und irgendwie Musik zu hören ist. Das ist eine legit Cutscene in Sword and Shield gewesen, by the way, wo der Unlichttrainer, ich habe keine Ahnung mehr, wie er hieß, wo er halt eben gesungen hat, irgendwie so ein Punk-Konzert abgehalten hat oder so. Und er hat halt seinen Mund bewegt und Musik hat gespielt.
aber es kam kein Gesang. Das war super awkward, weil halt er halt auch noch ein bisschen am Mikro getanzt hat und man halt die Schuhgeräusche, die waren halt auch noch dabei. Es war literally eines dieser Sound-Removed Videos, ne, wo halt aus Musikvideos halt der echte Sound rein editiert wird quasi so. Ne, das war literally das und es war super weird. Und ja, basically, das ist halt eben meine Meinung dazu. Und keine Ahnung, irgendwelche Leute haben gesagt, ihr wisst schon, dass wenn das Spiel gevoice-acted wäre, dass es dann noch länger bräuchte, um entwickelt zu werden. Und dann halt die fette Ratio drunter. Wow, who knew that making a better game takes longer? Oder sowas, irgendwie sowas. Halt fette Ratio und so. Und dann halt darunter noch irgendwas von wegen, he's not doing a favor for the argument that Pokémon fans will just accept anything oder sowas. Also, ja. Anyways. Pikachu hat das P-Wort gesagt. Das ist der Joke der Stunde. That's right, I had my little Pikachu friend here pretend to be angry for us. Don't you think he did a great job? Give Pikachu a round of applause, everyone. Congratulations! The same Pokemon can even communicate its feelings in many different ways. Their voices change depending on their mood and physical condition. Try listening more carefully to Pokemon, you might gain a deeper understanding of them. That having been said, Pokemon are quite mysterious creatures. Some actually don't communicate with words at all, but instead use things like electromagnetic or ultrasonic waves. Some even use telepathy. And now, apropos nothing, let me give you all wise words. If you poke at your Pokemon too many times while watching them during picnics, they'll get mad at you like Pikachu just demonstrated. Schön, sollen sie ruhig. Well, adios. Goodbye, Pikachu. Pikachu ist so viel cooler als der Lehrer. Und das ist nicht schwer. Bitte. Bitte bring es zu Ende. Vorletzte Stunde. Pikachu groomt auch Kinder. Ja, aber das, keine Ahnung. Bei ihm, ja gut, das ist nicht cool, weil das ist dann theoretisch Speciality und sowas. Aber ja, keine Ahnung. Theoretisch kannst du einen Pikachu und einen Pichu mit zusammen ficken lassen. Also es ist eh Canon und so, also ja. My dear friends, how are you all today? I hope you are doing marvelously well. It's time for another blah blah blah. By the way, ne, in der vergangenen Stunde wurde literally doch das Thema angesprochen, wie in diesem Spiel, nach dem Campen halt auf einmal das Ei da ist und so, ne? Und ich habe ja eben schon gesagt, dass es literally Canon ist, dass deine Sandwiches so gut ist, dass die Pokémon instantly ficken wollen, ne? Aber es wurde halt eben so formuliert, dass die Pokémon literally dann das Ei an dich abschieben und so, sobald sie fertig sind und so. Halt im Unterschied zu vorher, wo das Ei halt eben von den Pensionsinhabern und so genommen wurde und dir dann gegeben wurde. Hier denken sich die Pokémon halt legitim einfach nur, holy shit, Sandwich so geil, instantly dem Boy, der das gemacht hat, ein fucking unser Kind da lassen. Anyways. We once again focus on listening. Oh Gott. Pikachu. As you may remember from our last class, the same Pokemon's cries may sound different depending on what it wants to say. Today, that is, we will be learning more around about it. Ja, das klingt sehr sad, I guess. Aber wie wär's mit ein bisschen Mimik, du Hurensohn? That sounds a little bleak, doesn't it? Its voice seems a little lower pitched too. What emotion do you suppose? Ja, als ob er es jetzt auch noch... Jetzt hat er es auch noch ausgesprochen. Hätte er das nicht vorher auch machen sollen? Pikachu says, Pikachu. It's expressing sadness, or is currently dying, or both. Kind of makes you want to cry, doesn't it? Nein. Soll leiden, die Ratte. That's right, I had my little Pikachu cry as if it was crying. Haha, funny joke, right? Oh.
Don't you think I did a great job? Give Pikachu a yo, the head sway though. And now, words of advice. If you hear one of your Pokemon making sad noises like this one, you should treat them with even more kindness than usual. God, I wish that were real. I don't know. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob die Classes canonically direkt nacheinander stattfinden oder ob da irgendwie immer so ein Tag Pause zwischendurch ist. Na, dann könnte er es jetzt halt einfach vor der Stunde einfach frisch verprügelt haben oder so. Aber dass es jedes Mal ein anderes Pikachu ist, ist ein lustigerer Gedanke. Von daher glaube ich lieber daran. I probably already knew that though. A piece of cake for you all, I'm sure. Of course, this goes for your classmates and others as well. Friends should support each other in times of sadness. I truly hope that you all can have smiles on your faces all the time, my friends. Das ist relativ based, I guess. Außer seine Vorstellung, mir ein Lächeln auf den Mund zu zaubern, ist, keine Ahnung, seinen Schwanz rauszuholen oder so. Cool. Letzte Lesson, bitte. Bitte. Ich will den Typen nicht mehr sehen müssen. Oh nein, es gibt ja wahrscheinlich auch noch... Oh nein, es gibt ja diese Sache, dass du mit den Lehrern reden kannst und dann... den näher kommen kannst und so. Das ist ja für ihn vermutlich auch. Oh nein. Da kein drauf. Aber ich werde es machen, I guess, für den Content. Literally on-screen mit ihm ficken oder so. I don't know. My dear friends, how are you all today? Bitte gib mir einfach nur die letzte Language Lesson. Oh Gott. Die waren richtig unkreativ für die letzten 3 Stunden. Bei den anderen Fächern waren die letzten 3 Stunden halt ziemlich interessant. Hier ist es einfach nur, was glaubst du, könnte die gelbe Ratte sagen? Was sagst du? I guess es muss halt Happiness sein. Pain. Oder Surprise. Ich bin Autist. Halt, keine Ahnung. Ich würde Surprise tippen, aber ich habe legitim... Keine Ahnung. Honestly, Pain und Surprise sind doch eh... Ja, ich meine, Pain kann auch einfach nur so... Ich leide. Sowas sein, ne? Aber, ja, whatever. Oh my, did Pikachu sound surprised to you, Chelar? Ja! Dann ist es Happiness, I guess. Expressing happiness, doesn't it make you just want to break out into a happy dance? But I didn't have to ask Pikachu to put on an egg today. Oh no, I simply asked it to show you all how it felt about getting to have class with you. Getting to meet so many new friends and study together in this class with you, it's made both me and my little Pikachu so very happy. No wise word of advice. As you live your lives, I'm sure you will all have times when you get mad or sad, maybe even more than you would like. Everything has its ups and downs. Life is a veritable roller coaster. But Alafin, that is, there is, also, ja, gut, that is, dieses Gesicht Hilfe. Das bin ich, wenn. There's surely happiness waiting for you. Was passt, während literally der Pokémon Sad Song im Hintergrund läuft, ne? So keep a smile on your face even in the hardest of times. When you're faced with a problem that you can't handle alone, find someone to rely on and make them do all the work. Project. Our next lesson will be our final exam. Be sure to review what we learned. Oh, Junge. So, bitte. Language is final. Lass es mich einfach beenden. Okay, cool. Which of them means delicious? Delicieux. What do these foreign phrases mean? Ich liebe dich. Ich frage mich, wie das im Deutschen ist. Burger. Ah, das war Anger, I guess.
Als ob das halt, als ob das in der Prüfung vorkommt. It is me in the test. Java, was? Das war Happiness, oder? Ich bin, sorry, ich bin, als ob das wieder die Final Question ist, Alter. Fucking Labrador, Alter. Ich würde dich echt gern so nennen. I hope the obligatory last question gave you no trouble. Halt, wisst ihr, er ist so ein Hurensohn. Wisst ihr noch, wie ich heiße? Diese Frage wird bewertet, by the way, im Vergleich zu dem Bio-Teacher, der einfach nur gigabased ist und halt eine legitime Umfrage halt eingebaut hat und sowas und davor geschrieben hat, wird nicht bewertet und so. Das ist ein Hurensohn. Sure, you all did great, bravo, my friends. Oder denen sind einfach keine besseren Fragen eingefallen. Fucking hell. Als ob es schon fucking 14 ist. Honestly, ich habe nicht erwartet, so lange hierfür zu brauchen, ne? Ich frage mich, ob wir vor 1 Uhr noch fertig werden, tatsächlich. Wir haben noch 3 Classes vor uns, glaube ich. Aber hey, wir ziehen das heute noch durch. Ne? Dann muss ich es nämlich nachher nicht mehr machen. Battle Studies. Ich hoffe, das wird jetzt einigermaßen interessant. Und dann mit den Teachern reden will ich ja auch noch, ne? Oh, Junge. Oh, Junge. Wird vielleicht doch etwas überzogen, der Stream. Aber dann muss ich es halt morgen nicht mehr machen, ne? Ich frage mich, was da unten stehen soll. Ja, die Olle. Say hello to your battle instructor, the one, the only, the hot-blooded Dendra. Also, it's a karate thing, by the way. Look it up. My age 25, my hobby working out, my type. Das hat hier nichts zu tun zur Sache. Strong and muscular fighting types, of course. Sie will sowas von ein fucking Machoke ficken. Sowas von. That's all for my introduction. As for my class, this is where you all get to learn the nitty-gritty of Pokémon battling. We'll start with the basics, so that no trainer gets left in the dust, even if you're new to this stuff. Have no fear. Leave it to me and my muscles and you'll be pros in no time. Let's set our fighting spirits ablaze together. Together! Pokémon have all kinds of attack moves at their disposal, and each move has certain qualities that you'll want to remember. I'm talking about the power type and category of these moves. Higher power means more damage, especially if your Pokemon is weak to that move's type. Heads up, new kid, question coming your way. There are 2 categories that attacks move can fall under. Know what they are? Physical and special. Moves you love and moves you hate. Moves of light and moves of darkness. Yeah. Awesome, you're just as sharp as I expected. New kid, looks like you have a handle on the bases. Anyway, attack moves are split into 2 categories, physical and special. Physical moves do more damage the higher Pokemon's attack set is. And special moves do more damage the higher the Pokemon's special attack set is. On the other side of things, Pokemon getting hit by these moves can take less damage by having a high defense or special defense stat respectively. Yeah, absolute basic side. In conclusion, Pokemon that are good with physical moves should raise their attack set, and Pokemon that are good with special moves should raise their special attack set. Oder eher genau andersrum. Pokémon, die einen hohen Attack-Set haben, sollten vor allem Physical Moves nutzen. So rum macht es ein bisschen mehr Sinn. Trying to raise both of these stats equally will just make it hard for the Pokémon to shine in battle. Jawohl. Make your strong points stronger, I always say. That goes for both people and Pokémon. Ziemlich based, honestly. Also zumindest auf Teambuilding bezogen. Oh man, Creeper. I was just about to suggest we do some hands-on practice to really drive the point home, but I guess we're out of time. We generally meet for my class here in the schoolyard, even for book learning. Nothing like a little fresh air to make studying more fun, am I right? It's relativ basiert, I guess. But class is over for now. Take care, you little rascals. Little rascal. Little hooligans. Okay. Bis jetzt auf jeden Fall einigermaßen vielversprechend. Mal schauen, wie komplex es noch wird. Ich habe aber Bock, dass es richtig komplex wird. Honestly, bisher war, glaube ich, nur eine Frage dabei, die mich so wirklich gestumpt hat, ne?
halt die Frage mit dem Stein entwickeln, ne? Another day, another round of battle study. Let's get right to it. Sie spielt sowas von Usu, hahaha. Is everyone excited about the treasure hunt? Ja, ich bin basically fertig. It's always a great adventure. You get to take on gyms, go to new places and run all over the place with your partner Pokémon. Ich habe tatsächlich gar nicht drauf geachtet, aber ja, mein Main-Pokémon ist tatsächlich dann links auch mit am Start. Na, das ist cool, I guess. So, ich wette, sie hat noch nie einen Dragcloak gesehen oder so. Wäre funny, wenn ich schon irgendeinen Legendary hätte. Ich sollte vielleicht, sobald ich einen Legendary habe, was halt auch honestly beachtenswert ist, dass mir noch kein Legendary basically geschenkt wurde, ne? Also in dem Spiel musst du tatsächlich einigermaßen verarbeiten, I guess, was sehr respectable ist, weil so sollte es eigentlich sein. Weil das Schema von wegen, du machst alle Gyms und dann vor dem letzten Gym bekommst du das Cover Legendary und dann machst du Pokémon Liga und dann ist das Spiel vorbei. Wurde halt sehr schnell langweilig, I guess, ne? Wobei es auch da viele Spiele gibt, die es noch ein bisschen anders gemacht haben. Halt zum Beispiel Black and White. Da hast du das Legendary auch erst unmittelbar vor dem finalen Kampf bekommen. Oder beziehungsweise vor dem vorletzten Kampf, I guess. Wenn man es so genau sagen will. Ja, also Pokémon Black and White, ne? Beste Generation, ich sag's ja. And while you're running around out there, I bet you'll come across some big shining crystals fairly often as well. These crystals are actually collections of terrestrial energy that seeped up out of the ground. You can check out these crystals to battle Terra Pokémon with your friends or other trainers in a group of 4. We call those battles Terra Raid battles. The Terra Pokémon you'll face off against in Terra Raid battles are crazy tough. They sometimes act differently than regular Pokémon, so you'll need to be on your guard. Ja, sie können halt zusätzliche Moves, die sie nicht im Level-Up-Pool haben. Sie können Hidden Ability haben und so, was halt nice ist. Luckily, trainers can also use a special action in Terra Raid battles. It's called Cheering. Und I guess sie haben auch die Shields und können einfach Stat Changes rückgängig machen und sowas. And there are 3 different cheers you can use. The first cheer is Go All Out. It boosts the attack and special attack of all allied Pokémon. The second is Hang Tough, I guess. Ich habe Hang Though erstmal gelesen und dann gedacht, hä, was? Warum? Was macht das für einen Sinn? Und Hang Through würde das nicht, whatever. This one boosts the defense and special defense of all allied Pokémon. Ich kann nicht reden. And the third, well, let's see if you can guess. The cheer restores HP for all allied Pokémon. What do you think it is? Wow, bam, potion, explosive healing wave. Heal up, I guess. Wow. That's right, maybe I should make you the battle teacher, huh, new kid? Ja, definitiv. Tu es bitte. The third and final cheer is Heal Up. It's a real powerhouse with the ability to both restore HP and cure status conditions. Ah, das wusste ich gar nicht, dass es das auch macht. I guess. Nett. You can cheer up to 3 times during a single Terra Raid battle. Jeder Spieler 3-mal oder insgesamt nur 3-mal? Also cheering uses up a turn in battle, so you won't be able to have your Pokémon use any of their moves when you cheer. Das ist nicht ganz korrekt, weil das nicht als Battle-Turn zählt. Wenn ich jetzt halt eben Gigaton Hammer in einem Turn nutze und dann cheere, dann muss ich trotzdem noch einmal den anderen Move benutzen, bis ich Gigaton Hammer wieder benutzen kann. Also, just saying. In conclusion, try everything at your disposal. If nothing seems to be working, try cheering on your allies. Providing support for your team can sometimes open up a new realm of possibilities. Oh man. Okay. Soweit so interessant, I guess. Hätte der Languages-Lehrer nicht irgendwie mir sagen können, was da eben halt steht im Loading Screen? Another day, another round. Last time we learned about Terra Raid battles. Did any of you have a chance to try them out? Nein. Terra Pokémon are super strong, and the more difficult ones will use an even tougher tactic that you'll need to deal with. I'm talking about their Terra Shield. What happens while a Pokémon has its Terra Shield up, you ask? Well, it'll take way less damage for one.
It has a big effect on morale too. When trainers see that shield go up, they feel doomed, like there's no way to win the battle. Nein. Bist du sie... Nein? So here's a question for you. If the Pokemon you're battling puts up its Terra Shield, what should you do? Terrestrialize and attack it. Call your parents. Close your eyes and give in. Ja, was für doomed fühlen. Das außerdem wunderbar, dass der Schweif von Dragapult durch meinen Kopf jedes Mal durchgeht. Ne? Es slappt mich einfach nur permanent auf die linke Schulter. That's right, you're a regular Terra Raid Battle Master, aren't you, new kid? Ja. Regular attacks don't work so well against Pokemon that have their Terra Shield up. Having your Pokemon terrestrialized is an effective method to overcome that issue. A terrestrialized Pokemon will do more damage to shielded Pokemon, especially if it uses moves that match its Terra type. Dealing enough damage to a Pokemon with its Terra Shield up can destroy the shield and break the Pokemon's stance. That means that it's important to properly time your terrestrializing in Terra Raid battles. In conclusion, as they say, fight fire with fire and Terra Pokemon with Terra Pokemon. Das macht Sinn, ja. Be sure to work together with your teammates to smash through an opponent's Terra Shield. So, Midterm-Zeit. Ich habe halt keinen Tee mehr. Ich muss jetzt wirklich gleich den Saft aufmachen. Oh shit. Das machen wir tatsächlich im Klassenzimmer. Sorry to all of you went to the schoolyard first before finding the right room. I guess we can do our tests in the classroom at least. It might be hard to write your answers out on the field. Hä? Nee, einfach Schreibbrett und los geht's. Alright, time to put your game passes, put on your game passes and do battle with those test sheets. Okay, higher Pokemon special defense, the less damage it takes from special attacks. Which of the following has no effect on a move's damage? The move's name. Größtenteils zumindest. Gut, mir fällt keine Ausnahme ein. Das wäre mehr so eine Yu-Gi-Oh! Sache. How many trainers are on a Terra Raid battle team? 4. What is an effective method for breaking Terra Shield? Terrestrializing and attacking. Du kannst nicht mal switchen in einem Raid. What is Mr. Ender's favorite type? Fighting. I saw you giving it everything you've got. I'm sure you've all got all the perfect scores. Yeah. Also ich zumindest. Was, wenn ich mit Absicht durchgefallen wäre? Wäre sie dann traurig? Die ganzen Sachen und wegwischen, die ganzen Pokémon-Notifications. Nicht, dass ich da aus Versehen gespoilert werde. Okay. Ja, komm, gib mir die 5 von 5. Nice. Battle Studies 4. Another day, another round. Another day, another time. Ja, cool. Have you all been using the R button to send out your Pokemon? Yeah, if you do, your Pokemon will run off in the direction you're facing. It's a super useful tactic that lets your Pokemon pick up faraway items for you, and that's not all. If there's a wild Pokemon nearby, you send your Pokemon, they'll start battling each other. Warum sollte man eigentlich die Pokemon rausschicken, um Items aufzuheben? Die Zeit, die du brauchst, um diese Animation zu machen, in der Zeit könntest du einfach hinrennen und es selbst aufheben. Und das geht noch davon aus, dass du überhaupt direkt in die richtige Richtung das machst. Du könntest literally einfach nur hinrennen. Ne? Ich meine, es ist cool, dass die es aufheben können. Und es macht Sinn, wenn es von Pokémon umgeben ist und so. Ne? Aber ansonsten, keine Ahnung. Du könntest vielleicht, wenn du noch nicht schwimmen kannst, aber ein Wasser-Pokémon im Team hast, könntest du, oder ein Flying-Type, könntest du das ins Wasser schicken, wenn da Items sind. Aber die Distanz ist halt echt nicht weit, von daher. Naja, we call those battles Auto Battles.
Just as the name implies, your Pokemon will act on its own during auto battles, meaning you won't have to give it any commands. If your Pokemon wins, it'll get XP points just like it would in a regular battle. If you make good use of these battles, they can be a really efficient way to train your party. But you'll want to remember what Pokemon won't evolve or learn new moves right away if they level up from auto battle. Also, if a Pokemon loses an auto battle, it'll come back with just a small amount of HP left. Make sure to heal it up right away. Oder auch nicht. Oops, I just about did the whole class as a one-sided lecture. Does anyone have any questions so far? Can I catch wild Pokemon auto battles? If you let your Pokemon battle on its own, it'll keep going until its opponent is defeated. If you want to catch a wild Pokemon, you'll need to battle it using commands instead. Even during auto battles, our Pokemon are out there battling for us. They're trainers. Keep an eye on them as much as possible, and if it looks like they're gonna lose, be sure to have them retreat. Also, this goes without saying, but Pokemon with low HP are already worn out. They probably won't enjoy auto battles as much, so don't work them too hard. In conclusion, auto battles only work if a trainer and their Pokemon have a relationship of mutual trust. Was komplett irrelevant ist. Be smart with how you use auto battles so you don't lose the trust of your Pokémon. Das war gerade sehr wild, dass der Gesang von dem Song basically die gleiche Melodie gemacht hat wie die Schulglocke, genau, die Schulglocke. Aber vielleicht ist die Schulglocke auch eine Referenz an Pokémon League Night aus Pokémon Diamond and Pearl. Hip-Hop Remix. Lo-Fi. Another day, yeah. I hope you gave auto battles a shot, like we talked about last class. Making good use of auto battles will let you train a bunch of different Pokemon. It's also an efficient way to gather the Pokemon's materials you need to make TMs and TM machines. Das halt noch viel mehr, honestly. Speaking of which, have you all been using the TM machines? I sure hope so, because it's pop quiz time. To create TMs you need Pokemon materials and one other thing. Want anyone remember what it is? Money! Yeah, LP sind praktisch Money. Looks like you're already a TM machine pro, new kid. Correct answer is league points, or LP for short. You can give LP and Pokemon materials to your TM machine to create TMs, but that's not all. You can also exchange Pokemon materials as a TM machine to get LP. I recently heard about some shady individuals getting LP illegally using a technique called hacking or something like that. Hä? Nie von gehört. Das habe ich nicht irgendwie, keine Ahnung, 1 Million von bekommen oder so. Nein, nein. Durchsucht nicht mein Digital Wallet oder so. I don't want any of you getting involved in bad stuff like that, got it? Anyway, you can also add TMs that you want to make to your watch list. This will let you keep an eye on the materials you need together. Was ein sehr nices Feature ist, honestly. Ich bin überrascht, dass sie das von Anfang an im Spiel haben. In conclusion, in order to make TMs you need Pokemon materials. And if you want to get hold of lots of materials, you'll have to battle all kinds of Pokemon. Habe ich so wenig Songs in der Playlist eigentlich, weil es haben sich eine ganze Menge Songs schon wiederholt. Aber hey, ich meine, es sind gute Songs, also wenn sie sich einmal wiederholen, meine ich das jetzt nicht, I guess. Ja. Letzte Klasse. Letzte Stunde, I mean. This is our last class, but don't let those energy levels drop before we wrap things up. You've shown that you have more than enough knowledge to be super strong battlers. I don't know what that I have much left to teach you, but we can always aim for ever greater heights. So today I'm going to teach you about the rules of link battles. Oh shit. When two trainers participate in link battles together, they can engage in either single battles or double battles with each other. Ich bin so interessiert daran, by the way, tatsächlich einigermaßen. I guess nicht so interessiert, aber
Ich bin sehr gespannt drauf, wenn ich durch bin mit dem Spiel. Halt endlich die Multiplayer-Komponente und so anzusehen. By the way, Arvin mit dem fucking Mabus-Stift da rechts am Start. Hätte er es nicht, wenn ich seine Story noch nicht durch hätte? Wenn ich diese Classes hier früher gemacht hätte, wäre er dann halt ohne Pokémon hier? Weil Mabus-Stift geht's ja erst jetzt wirklich wieder gut. Das wäre eine interessante Frage für einen zukünftigen Playthrough vielleicht, aber nee. If you're playing in a group of 4, you can all battle each other in Multibattles. Multibattles habe ich halt so hart Bock drauf, honestly. Multibattles war immer mein Lieblings-Battle-Format, aber ich habe halt nie Freunde gehabt, mit denen ich es machen konnte, ne? Now, when you're out having battles during your independent study, you can use whatever number of Pokémon you like, and they can be any level. But in link battles, there are special rules to keep in mind. Some of these special rules involve adjusting Pokémon's levels. Now, the no restrictions rule lets all Pokémon stay at their current level. It lets trainers use multiple Pokémon of the same species and multiples of the same health item too. But if you choose to use normal rules, all Pokémon will be set to level 50 for your battles, regardless of what level they actually are. This even includes lower level Pokémon, they get a power boost to participate. Oh, das heißt, ich kann keinen Level 1 Rattata nutzen oder so? Normal rules let you use multiples of the same Pokémon species and of the same health items too. Langweilig. The great part about this rule set is that it lets any of your Pokémon participate. All they have to do is learn some good moves. Lastly, the rule set called Flat Rules mostly affects Pokémon over level 50. Das ist halt das Interessante vermutlich. Such Pokémon will be set to level 50 for the duration of the battle. Okay, also nur over level 50. Das heißt, Level 1s bleiben Level 1. The Flat Rule set is the one often used for official tournaments, weil das Beste ist, I guess. This rule set does not allow trainers to use multiple Pokémon of the same species or multiples of the same health item. Alright, here's a question for you. Which rule set should you pick if you want to use a lower level Pokémon and keep its levels low? Flat Rules. Nicht Normal Rules auf jeden Fall. Entweder Unlimited oder halt ja. Aber ja, das ist sehr nice, weil halt Level 1 Pokémon Strats sind halt legitime Strats. Ja. That's the one, you kid. Looks like you were listening to the lesson. If you've got some clever strategy that you need to use a Level 5 Pokémon for, warum spezifisch Level 5 und nicht Level 1? Aber I guess vielleicht, weil es auf Level 5 irgendeinen wichtigen Move lernt. Your best bet is to choose the Flat Rules rule set. Of course, you can also choose no restrictions if you want to battle with any Pokémon you want at any level and with any health item. That's a pretty good rule set for when you want to battle freely with friends. Nicht wirklich, weil dann kommt der eine angeschissen mit den 6 Level 100 Pokémon. Also, nein, Flat Rules sind based. Vielleicht Normal Rules, wenn ich mich überreden lasse, aber ich baue meine Teams halt für Flat Rules, also ja. In conclusion, Normal Rules adjust all Pokémon to level 50. Flat Rules lets you use lower level Pokémon at their actual levels. I hope you'll use these tips to have some exciting battles with your friends. Okay, let's go, final exam. Let's go. Und dann haben wir noch 2 Classes. Vielleicht schaffen wir es doch noch vor 1 Uhr. Aber dann halt mal gucken, wie es mit den Lehrern reden aussieht. Also dauert dann vielleicht doch noch eine Weile danach. Aber ja, schneller als mich beeilen geht nicht. It's finally game day. Today is our final exam. Yay. Which year boost attack go all out? What do we call the battles? Auto battles. How should you obtain LP? Hack the system. Exchange materials, I guess. Aber honestly, ich finde eine viel bessere Methode, LP zu bekommen, ist einfach nur die Raids anzusprechen und halt nicht reinzugehen. High-level Pokémon are adjusted to what level when using pledge rules? Level 50. When using normal rules in link battles, you can use multiple Pokémon of the same species and multiples of the same item. True. Honestly, halt Mathe und Bio waren ohne Scheiß die interessantesten Classes bisher. Ich meine, gut, History war halt auch
einigermaßen nice, I guess, aber es war halt einfach nur Lore. Ja. Oder gib mir die 5 von 5, Junge. Okay, nice. Frage mich, ob es noch irgendein Giga-Abschlussexamen gibt, wenn ich mit allen hier fertig bin, ne? Art with Mr. Hassel. Oh, der Typ. Ah, David Hasselhoff. I'll take it there. Ja. Den Joke wollte ich, by the way, schon die ganze Zeit machen, jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist, aber hey, hab's tatsächlich nie gemacht. Deswegen ist jetzt... Holy shit, was ein Raum. Die fucking Bilder im Hintergrund. Yo! Holy shit, sind die super. Das Eevee und das, eigentlich alle. Das Ditto ist super, das Eevee ist super, das Fatbee ist so wunderschön crooked. Ich frage mich, ob hier die Devs ihre eigenen Kinder irgendwie Pokémon haben malen lassen oder so. Das Gyarados ist auch super. Greetings, I'm David Hasselhoff. I will be teaching this art class. It's a pleasure to meet you all. Fucking Snape-looking ass. Vor allem der Raum sah auch Snape-like aus, würde ich so sagen. Also der erinnert mich halt... Ich bin einfach biased, glaube ich, aber der erinnert mich vom Layout her an den Raum, in dem die Potion Brewing Class oder wie auch immer das heißt, geteacht wurde. Einfach nur dadurch, dass er hier offener ist, I guess. Keine Ahnung. Ich bin biased, I guess. Now let me be candid for one moment. I imagine that many of you will forget all that you learned in this class once you graduate. Yes. After all, you don't need even a basic understanding of artwork, much less a refined appreciation of beauty for most exams or jobs. Zu schade, dass ich in die künstlerische Laufbahn gehen will. So, is my class a waste of time for you then? Nein. I think not, at least I certainly hope it isn't. Think for a moment, all of you. What is beauty anyway? What makes something beautiful? The eye of the beholder. Ah, we got a smartass here, huh? I don't mean to suggest there's a correct answer to my query. The important thing is that you all take time to think about it. Think about why we might find beauty in a flower blooming on the side of the road, for example. Question why the sky is a different shade of blue than the ocean, or why the leaves change color. Sehr wichtige Fragen tatsächlich. Also zumindest für mich als Artist. Sehr interessante Beobachtungen, die man stellen sollte und so. Ponder the windmills of Artisan and how they move. Contemplate the chilling bite of the waters of Cascarafa. I'm sure you will find that every little detail of your lives will seem more vivid, more impactful, if you just take a moment to stop and think. And I'm certain that if you stop and truly appreciate the little beauties of this world, it will help pull you through the days where your studies have you exhausted or when work has dampened your spirits. Oh, do pardon me for waxing philosophical. You don't need to understand all of that now. Der fucking alte Kerl. Holy shit. Oh, Junge. Die Staraptor-Statue ist super da. Generell ein ganz nicer Raum. Halt der fucking Kontrast zwischen dem Typen und dem Ficker hier. To put it simply, it's true that one doesn't need art to survive, but it certainly makes surviving much more enjoyable. Based. It is my hope that this class will add even a little bit of color to your lives. That is all for today. Next time we'll try a more hands-on approach to appreciating beauty. Warum ist die Musik so leise? Ich hoffe, die wird noch... Ich glaube, die wird noch lauter. Ich stelle die jetzt nicht laut. Art 2. Ja, ein bisschen lauter wurde sie noch. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen geskippt. Ich mache sie mal ein bisschen lauter hier. Muss ich nur beim nächsten dann wieder leiser stellen, aber hey. Hello class, it is I, Hassel, yet again. In our previous class we discussed what beauty is, which might have been a little boring for you. So today I thought I would mix things up a little bit, to pique your interest in art. Allow me to introduce our special guests. Oh boy. Yo, fucking Gibble. This is Professor Gibble, the assistant lecturer for today. Now then, Professor Gibble, if you would be so kind as to terrestrialize for us.
Holy shit. Und? Langweilig? No, fucking Terror-Type Grass. Holy shit, Base. Der erste im gesamten Spiel, der einen einigermaßen interessanten Terror-Type nutzt tatsächlich. Warum hat er das nicht in seinem Top-4-Kampf gemacht? Warum hat er da einen langweiligen Terror-Type genutzt? Was ist er denn für eine Lusche? Fucking dumme Muschi. As some of you may already know, a Pokémon can terrestrialize if you use a Terra. Normally, Professor Gibble would be of the Dragon type, but by terrestrializing, it succeeded in changing its type. So, class, what type do these lovely glistening flowers above Professor Gibble's head represent? The Fire type. Excellent, Schiller. Full marks for you. Wait, hat Penny vorhin auch schon an der Stelle gesessen? Oder war sie einfach nur irgendwie hinter ihm, dass man sie vorher nicht gesehen hat? Oder war sie einfach in Art 1 einfach generell nicht da? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass sie da war. War sie in irgendeiner der anderen Classes eigentlich? I don't fucking know. Ist mir nicht aufgefallen. These beautiful flowers blooming above Professor Gibble's head show that it has now become a grass type. The shape of the Terra jewel above Pokemon's head depends on the Pokemon's Terra type. To summarize, if an opponent's Pokemon terrestrializes during battle, observe a Pokemon's Terra Jewel closely to see which type it has become, and choose effective moves accordingly. It's my sincere hope that today's lecture will help you all achieve beautiful victories. The Terrestrial phenomenon is indeed a fascinating and deep subject to discuss. Nächstes Songpeng geht's an und wird jetzt erstmal fett in die Ohren ballern. Ich glaube, ich stelle die jetzt schon mal leiser. Ja gut, das skippe ich eh. Ah, ja, ist in Ordnung, der Song, I guess. Okay. Dritte Stunde erst. Oh mein Gott, es geht so langsam voran. Hello class, it is I, Hassel, yet again. I've been told that my previous lecture about the terrestrial phenomenon was very well received. Thank you all for your kind words. Honestly, ich skippe den Song doch, weil wenn ich mich recht erinnere, kommen da Lyrics dann vor und die werden mich irritieren. So, der Song ist nice. In fact, Miss Stendra specifically requested that I impart even more battle knowledge to my students. So I've decided that today we will take another look at how a Pokemon can terrestrialize. And of course, here's Professor Gibble to help us. Now then, Professor Gibble, if you would be so kind as to terrestrialize for us. Ist das jetzt ein anderer Type? Holy shit, woher hast du die ganzen Charts? Now, what do we have here? Last class we saw a grass type terrestrializing, but this time we have something of a different shape. Observe, a Terra Jewel resembling a snowflake. Its dendritic shape is stunning to behold. It's a little chilly standing so close to it. So class, what Terra type do you imagine this might represent? Water type. Excellent, Chiller. The reason there's a snowflake shining above Professor Gibble's head is simple. It is now an ice type. And because Professor Gibble is currently the ice type moves would not be very effective against it. Keep in mind, usually they would deal quadruple damage to Gibble. Ja, das heißt, es gibt bessere Types, in die du terrestrialisen könntest, um Eis zu resisten. Aber hey, der Gedanke ist der richtige. Now, here's some trivia about snowflakes. While snowflakes come in many different shapes and sizes, most are classified as hexagons. Just think of it, snowflakes fall from the sky, taking similar shapes without anyone saying they must. Do you not feel the great mystery of nature, the beautiful enigma we live in? This is a bit of a tangent, but Mr. Jug's classes are also hexagonal, aren't they? Also, glasses, nicht classes. I almost forgot to mention that you can change a Pokémon Stereotype at the Treasure Eatery located in Medali. Hey, das ist ein Geheimnis. Für das musste ich arbeiten. I must say the cook there is a little
prickly. You'll need to get on a good side if you want her help. Okay, ja, gut. Now, come prepared for next class, because it is a time... Du midterms, Halbjahresklausur. Let's go. Dann sind wir damit auch halfway done. Wir werden vor 1 Uhr nicht mehr mit den Classes überhaupt fertig. I do hope you're all ready, because it's time for your midterm exam. Focus and do your best. And begin. What is the name of the gemstone that glows over Pokémon when it's Terra Jewel, glaube ich. When the answer to question 1 is when the answer to question 1 is in the shape of flowers, what type does it represent? Grass type. What shape are most snowflakes classified as? Hexagons. Where's the eatery that allows you to change the terra type? Medali. What makes something beautiful? There's no correct answer. Time's up. That's it for today's test. Pencils down, please. Soll doch mal wieder den hier machen, I guess. I would rather not have students worry about passing or failing in my art class, but tests are tests after all. Absolute the base art teacher. Anyway, good work everyone. You can check your results at the front desk. Warum sind Art Teacher immer so based? Feels great to get a test out of the way. Ja. Gib mir die 5 von 5. Ja. Let's go. Hello class, it is I, Hassel, yet again. Musik kann, glaube ich, ein bisschen lauter. So. I'm pleased to say that everybody did very well on the midterm exams. As a reward for all of your hard work, we have a special guest visiting us today. Now then, Brassy, please come in. Jo, als ob Brassius kommt. Ich habe halt schon mir gedacht, so irgendwie halt, wenn er ein Art-Teacher ist, dann wird er sich mit Brassius sicher super gut verstehen. Und dann war seine erste Terrestrialization hier drin halt auch Grass-Type und so, ne? Ich wollte es nicht sagen, aber... Guten Tag, ich habe dich absolut in den Boden gerammt. Erinnerst du dich? Jo, wie fucking short der ist. I am Brassius. I am an artist and I focus exclusively on grass-type Pokémon for my work. Brassius here mainly creates 3-dimensional pieces, such as statues and the like. One of his major works is the installation titled Surrendering Sunflower, found in Artisan. Many of you who've challenged the Artisan Gym are no doubt familiar with these sculptures. Yes, I do recognize some faces among your students. I hope you all understand how fortunate you are to be able to attend Hass's classes. Old Hass is the man who saved me when I had lost all hope and given up on myself. Okay, yes. But he never gave up on me. I do not exaggerate when I say that he is my mentor in life. It is precisely thanks to Hass that I was able to establish my current art style. Oh dear Brassy, I have nothing against reminiscing about old times, but today I hope you will guide this class in a way only you can. Er wird uns auspeitschen. Of course. Let's see, why don't we discuss what has mentioned? Surrendering Sunflower. Anyone here tell what my mood was when I crafted its detached expression? Vermutlich sad mood. Okay, dann wohl nicht. No, completely and utterly wrong. When I made that sculpture, I had surrendered all hope. I was prepared to give up everything. Das nennt man sad, irgendwie, glaube ich. I had resolved to give up my life as an artist if that piece did not receive proper recognition. Hence the name Surrendering Sunflower. Wie happy er ist, Alter. Die sind sowas von Boyfriends. Sowas von. That's exactly it, Hass. When I started out as an artist, halt,
honestly, I wish someone would look at me like they looked at each other und sowas, ne? When I started out as an artist, I experienced many hardships. I even became deathly ill and fell into a slum that drove me to desperation. I began worrying only about what would sell. I was concerned only with fame and fortune. But all of my pieces during this time had no depth. They were all shallow trash. It was then that I met Hess. He helped me realize how petty I was being. I'll spare you the details. But in the end, I was able to leave it all behind. And that is also when I crafted the Sunflower. Remarkable. Even I did not know the full story until now. This kind of thing is hard to tell someone, especially when they are so close to you. Now, I don't doubt that your adolescents will often find your heads crowded with worries. My advice to you is simple. Be honest with yourself and do whatever your heart desires. So long as you don't cause trouble, that is. Extremely based Ansicht, ne? Extremely based. That is all from me. I must admit I'm beginning to feel a bit embarrassed, so I bid you farewell, Hass. And farewell to your pupils as well. Oh, Brassy, I can't believe it. Such a wonderful class. Thank you. Fucking Heuersuse. Thank you so much. Jo. Das war gerade mal die 4. Oh, Junge. Es geht so langsam voran. Ah. Aber ja, so wird. Noch bin ich wenigstens einigermaßen müde, erstaunlicherweise. Ich habe aber echt nicht gedacht, dass wir so lange brauchen. Ich habe irgendwie gedacht, wir brauchen vielleicht 2 Stunden für das alles. Aber holy shit. Hello class, it is I, Hassel, yet again. First, allow me to apologize for losing my composure during our last class. I was so touched by Brassy's story that I simply couldn't contain my emotions. I'm sorry for making such a scene. I certainly got a very stern talking to from Miss Time after that class, yes. Anyway, let us shift gears and dive into the material for today's class. Now, have any of you heard of the 10 sites of Paldea? Ja. As the name would imply, ich frage mich, ob ich alle 10 gesehen habe, by the way. Halt, ich könnte hier nochmal auf der Map gucken. Kurz mal hier schreiben. Map. Hab ich alle 10 Sites gesehen. Die sind ja auch auf der Map immer als ein Fast Travel Point markiert worden, glaube ich, ausnahmslos. Von daher sollte das möglich sein, das easy abzuzählen. As the name would imply, there are 10 sites in Paldea that are considered particularly beautiful. Among them, I would say that the Grand Olive Orchard is likely the most accessible. Oder Orchard, das glaube ich ausgesprochen. Ja, oder? Ah ja, jetzt sitzt da zum Beispiel Arwen halt anstatt Penny. Interesting. You can see a field after field of olive trees from the hill on the way to Cortondo. 2 waterfalls are also counted among these 10 sites, Fury Falls and Castle Royal Falls. Then there's the peak of Glaciado Mountain, known as Paldea's highest peak. There's another cliff on Glaciado Mountain that's named after its rather unique shape. Cock Rock? Cock Rock? So let me ask you, my students, what is the name of the 3-pronged cliff on Glaciado Mountain? No need to grasp with straws. Der fucking Tipp, aber ich glaube ja, es ist Glaciados Grasp gewesen, glaube ich. Exactly, it looks like a hand taking hold of something, doesn't it, Chelar? The 3-pronged cliff on Glaciado Mountain is in fact known as Glaciados Grasp. Though its shape is far too stubby to be that of a human hand, I imagine someone thought it looked like a Pokémon hand grabbing something. There's also the mountains in Area 3 of the East Province, where you can get a good look at Levintia. It's particularly gorgeous at night. In fact, the view is so brilliant it is known as the Million-Volt Skyline. I hear it's quite a hotspot for dates, and deservedly so for having such a romantic view. Ich glaube, ich delete die Notiz wieder, weil ich glaube, dafür habe ich zum Beispiel keinen Fast Travel Point wahrscheinlich, weil das literally die gesamte Skyline ist. Und, ja, er erwähnt, glaube ich, halt eben alle in der gesamten Lesson, I guess. I imagine it's, what do the kids say these days? A very fleek selfie spot.
Of course, you may feel that not all 10 sites live up to their grandiose names. How often do we visit some tourist spot only to be disappointed? Not to say that you shouldn't visit them, only that you should keep your hopes in check. Based. Extremely based. The important thing is to go yourself and see them with your own two eyes. Yeah. And sometimes a disappointing experience can be worthwhile in its own way. Take a chance. Spielt Pokémon Violet. Oh, Junge. Well, that's it for today, class. Thank you for your attention. Honestly, halt wirklich, ich muss halt aber schon sagen, es war jetzt halt zwar ein nicer Joke und so, aber letztendlich hat Violet meine Erfahrungen schon übertroffen. Das liegt vor allem daran, dass ich echt geringe Erwartungen hatte. Habe ich Erfahrungen gesagt? Ich meinte Erwartungen. Das liegt vor allem daran, dass ich echt geringe Erwartungen hatte, aber ich wurde jetzt halt eben nicht enttäuscht oder so. Also. So, letzte Class vor dem Final. Hello class, it is I, Hassel, yet again. Der fucking alte Mann im Hintergrund. Das bin halt ich, wenn. My, how time flies, as they say. Indeed, our time together has certainly flown by. It's hard to believe that this is our last class. Er ist halt schon ziemlich nice. Now, our topics for today may feel somewhat unrelated to art. Also ich muss schon sagen, von den ganzen Lehrern, er vermutlich einer meiner Favoriten dann noch letztendlich. Ich mag seine Jacke sehr. Ist aber subjective. But there's absolutely no set definition as to what art should be. Therefore, let us carry on with the discussion and see where it takes us. There are two things I wish to focus on today. Ribbons and marks. Okay, sehr interessant, okay. Both ribbons and marks are special honors that capture Pokemon's qualities. There will be times when your Pokemon gives maximum effort and has a noteworthy experience. In recognition of its feats and accomplishments, it can be given a ribbon. Ah ja, das Gourmet-Ding ist halt kein Ribbon, das ist eine Mark gewesen. Und der Unterschied ist halt basically einfach nur von wo du sie bekommst. I guess dann, oder? To give an example, if you manage to become incredibly close to a Pokémon, it may be granted the best friends ribbon. Als ob ich noch kein Pokémon auf 255 Friendship habe. What the fuck? Okay. Marks, on the other hand, are mostly found on wild Pokémon when you meet them for the first time. Okay, cool. They can also symbolize the character of a Pokemon, such as with the Rowdy mark or the Vigor mark. It's completely up to luck whether you run into a Pokemon with these marks. Stimmt, das ist halt auch die Sache. Es gab ja diese Title-Power-Sache. Ne? Bei den Sandwiches. Vielleicht sollte ich da halt ein bisschen öfter, weil ich meine, ein Pokémon mit einem coolen Title und so zu haben, wäre halt schon cool. Aber ich habe halt noch keines in freier Wildbahn so gesehen. Ne? Aber ja, das werde ich dann vielleicht, ich schreibe mir das mal auf, I guess. Wild Pokémon with Marks. Cool for Team Building? Fragezeichen. Keine Ahnung, dass ich mir das einfach mal merke. Aber das werde ich, I guess, in den Multiplayer-Sessions dann vor allem feststellen und sowas. So if you're able to catch a Pokémon with a mark, rejoice at your outstanding fortune. Ich frage mich halt echt, wie selten die dann sind, weil ich habe literally 2 Shinies schon encountered, aber noch kein einziges Pokémon mit einer Mark. Then again, Shiny Pokémon kann man auf der Overworld sehen, dass sie Shiny sind dann. Ja. Does anyone know what special thing you can do with Pokémon that have ribbons or marks? You can show them off, you can change their title, you can, ja... Das ist das Gleiche, aber you can change the title. Wonderful, Chelo, your knowledge is impressive. The correct answer is that Pokémon with ribbons or marks can be given titles. Honestly, dann ist das vielleicht einfach die random Sache von dem Kilowatt-Drill. Das hat einfach randomly, als ich es gefangen habe, vielleicht einfach nur die Mark gehabt und die hängt nicht mit irgendwas Besonderem zusammen. I guess. What's more, they can be sent into battle displaying a title of your choosing. For example, you could send out a Gibble with the best friends ribbon declaring, Go Gibble, the best friend. Was ein fucking
langweiliger Name. And what I know, I just said that marks are generally found already on Pokémon when you meet them for the first time. Ich will halt einfach nur irgendeine Mark auf einem Pokémon haben, die dem den Titel The Destroyer oder so gibt, ne? Halt, keine Ahnung, dann Pichu, Zerstörer von Welten oder so. Das wäre super. Aber ich bezweifle, dass es geht. Generally found already on Pokémon when you meet them for the first time. It seems that more recently Pokémon can be awarded certain marks based on their efforts. There are marks such as the Gourmand mark, oh never mind them, the Item Finder mark, the Partner mark, and so on. Perhaps it might be fun to try to work out how to get each mark using its name as a clue. Ich meine, Item Finder mark, I guess, lasst das Pokémon viele Items aufheben. Und das letzte habe ich schon wieder vergessen. Fuck. Ich werde das einfach irgendwann googeln und dann halt schauen, inwiefern es sich lohnt, da drauf zu gehen. Well, that's just about wraps up our last class. Next is the final exam. Please review our material. Ja, so Titel sind halt schon interessant. Ich habe halt, das ist ja eine Sache, die, glaube ich, seit Sword and Shield existiert, glaube ich. Habe ich nie so genutzt, aber es wäre halt schon cool für Multiplayer Battle und so, I guess. So, die Art Finals. Let's go. Ich habe immer noch nicht, by the way, das Bild von meinem Trainerpass aktualisiert, ne? I do hope you're all ready, because it's time for your final exam. Ich schreibe mir das eben halt mal auch nochmal auf. Trainerpass, Bild und keine Ahnung, ich wollte auch gleich nach einem Rucksack, I don't know. Aber mein Outfit wird halt nicht besser, glaube ich. Ja, das sind so Sachen, die werde ich mir off-stream angucken, weil wenn ich das hier on-stream auch noch dann mich damit beschäftige, wird es zu lang. I do hope you're all ready, because it's time for your final exam. Focus and do your best. Okay. And begin. What is the name of, Treasure Eatery? What is the name of Bressius' signature art installation? Surrendering Sunflora. How many waterfalls are counted among 2 waterfalls? Where can you find the Million-Volt Skyline? Levincia. Zum Glück habe ich mir das gemerkt. Oh Gott. The marks a Pokémon has are present when you first meet and none can be added later. False. Time's up. That's it for today's tests. The time Wishart has left a mark that I will treasure, I promise you. Literally 2 buzzwords. And it is my sincere wish that all of you go on even greater, more prosperous futures. And that's that. Good work, everyone. You can receive your results from the front desk. Feels great to get a test out of the way, doesn't it? Ich sag das gleiche wie immer. Warum lese ich das tatsächlich? Yeah, 5, let's fucking go. Okay, noch einfach. Und es ist Home Economics. Yeah, Mr. Saguaro. Okay. Holy shit, was ein Boy, Hilfe. I see we have some energetic young ones in our class this time around. Holy shit, halt. Es ist literally Darby. Literally. You may call me Mr. Saguaro. Your time here with me will be spent obtaining knowledge and skills indispensable for daily life. Ich wünschte, ich hätte sowas in der Schule gehabt. Many of you have left the care of your parents to live here on your own in the academy dormitory. I pray that the knowledge I impart to you will improve the quality of your lives and the necessities thereof, food, clothing, and shelter. Of course, 3 categories. Of those 3 categories, I assume the most pressing and interesting for you all is food. Weil die Region obsessed with food is. When you eat sandwiches on your picnics, the HP of your party Pokémon will be restored. You will also gain something called meal powers, which can provide all manner of benefits. Ich sollte mir auch mal aufschreiben, Sandwich-Recipes abholen, weil da war ja der eine Typ in den Sandwich-Läden, der gesagt hat, yo, komm mal wieder vorbei, ich gebe dir coole Rezepte. Das soll ich mal machen. For example, these powers can make Pokémon easier to catch or increase the XP points that your Pokémon receive.
I think you will also find that the breadth of these effects can be expanded by crafting sandwiches of superb flavor. Ja, also muss ich erst krass werden drin, I guess. What's more, there's a certain something that is particularly important if you wish to receive meal powers with even more helpful effects. Let me see, Master Chelo. Tell me, what must you keep in mind to receive even more meal powers? Gute Frage. Die Geschwindigkeit hat da nichts dabei zu tun. Sollte es nicht. Remember to put my heart into it ist nicht quantifiable. Also honestly, vermutlich die Choice. Perfectly correct, Master Chelo. Perhaps you were already aware of this fact from having helped your family with cooking at home. The choice of ingredients, including both fillings and condiments, is an important factor in gaining even more helpful meal powers. For example, using sweet ingredients in your sandwiches may help you gain egg power. Including numerous bitter ingredients, on the other hand, may gain your item drop power. Das muss ich halt definitiv noch irgendwie einstudieren oder so, wenn ich damit ein bisschen mehr mich beschäftigen will. Learning to aim for specific effects when crafting sandwiches will almost certainly make your culinary endeavors more enjoyable. Please be aware, however, that you can also... Ich guck mal. Sandwich-Effekte und Zutaten lernen. Ja, dass ich das mir dann nochmal angucke, was ich am ehesten will. Jetzt, wo ich so einigermaßen verstehe, wozu es da ist. Please be aware, however, that you can also receive meal powers by eating at restaurants. I must say that I would feel the utmost joy if you all learned how much here in my class. I'll learn much here in my class and came to better understand home economics. Our time together has come to an end for today. I bid you all farewell. Let's go. Ich nehme jetzt. So. Ich brauche Flüssigkeit für meinen Hals. Put away your phones, it is time to begin class. In our last class, I believe we talked about the effects you can get from food on your picnics. You can receive meal powers and even restore HP for all the Pokémon in your party. It is a truly convenient means of healing your Pokémon. Oder du benutzt einfach Potions. Du musst einfach nur Minus drücken. Halt, literally, sie haben das Big Convenience Feature eingeführt. Warum kommst du jetzt an und sagst, Sandwich machen ist convenient? Unfortunately, as I'm sure you are aware, it is not suited for use in battles, when you cannot make food, or when you wish to restore HP quickly. In times such as those, you should make use of healing items such as potions, which you can purchase from Pokemon's or the school store. Healing items are immediately effective and can be used anytime you can open your bag. They are, however, consumed after one use. Potions restore 20 HP, Super Potions restore 60 HP, and Hyper Potions restore 120 HP. The pricier the item, the more HP it will restore. Keep in mind how much money you have when you are stocking up on these items. Infinite. However, unforeseen happenings, unforeseen consequences, an inextricable part of traveling from place to place. Imagine, if you will, the following scenario. You find yourself with injured Pokémon, but you have no potions, you are out of sandwich ingredients, and there are no Pokémon centers nearby. Einfach wegfliegen, easy. Tell me, Master Chelo, what should you search for when in a perilous situation with no way to heal your Pokémon? Items on the ground, I guess? Perfectly correct, Master Chelo. I see you are well learned in survival techniques. If you see something shiny on the ground, it is actually an item that has been dropped there. You may be able to find a restorative item, such as an orange berry or a potion in this way. You can use the R button to send out your Pokemon to pick up such items as well. And then there are berries, of course. Berries, by the way, aren't like items from shops. If you let your Pokemon hold one, it will decide on its own when to eat the berry during battle. Und das ist unter bestimmten HP-Thresholds oder wenn andere Bedingungen
getroffen werden. Letting your Pokémon decide this timing for itself can be quite interesting. Es entscheidet das nicht willkürlich, though. Das ist der ganze Punkt. Ich habe vorhin die Mathe-Klasse so gelobt, dass es mit konkreten Werten gearbeitet hat. At any rate, if you find yourself in need of healing, as suggested, you look around for shining items on the ground. You can find such items. There are other methods you may employ for healing your... I see the bell demands that topic wait. Our time together has come to an end for today. I bid you all farewell. Ja, ja. Das dauert echt so viel länger als erwartet, ne? Put away your phones. In my last class, I taught about HP restoration. However, after class, I was asked by several of you about PowerPoints, commonly known as PP. Beep, beep, boop, boop. When a Pokemon loses all of its HP, it faints and can no longer battle. What then happens to a Pokemon when it loses all of its PP? It can't use moves. Es nutzt Struggle. Perfectly correct, Master Chelar. Perhaps you know this from first-hand experience. Weiß nicht, ob mir das tatsächlich... Doch, ich habe in meinem Soul Silver Playthrough einmal gestruggelt, I guess. Einmal, glaube ich. Vielleicht habe ich noch ein anderes Mal gestruggelt. Oder? When a Pokemon runs out of PP, it can no longer use its moves. However, each move has its own store of PP, so you can mitigate PP loss by using a variety of moves rather than just one move repeatedly. If a Pokemon loses all PP for all of its moves, it will only be able to use Struggle, an action that also damages the Pokemon that uses it. In order to avoid this predicament, PP can be restored at Pokemon Centers along with HP. Items such as ethers and max ethers can also be used to restore PP. Be careful not to confuse potions with ethers in the heat of battle. However, ethers are also sold at shops, so you should use them judiciously if you find them. The stronger the move, the lower its maximum PP. Do not waste uses of these moves unless you wish to quickly run out of PP. It is important to find balance in a Pokémon set of moves. Oder du gehst einfach all out. Es ist echt nicht schwer, die zu heilen. As you can see, HP isn't the only thing you must, ja, ich habe aus Versehen A gedrückt. Hope that you will take care to ensure that your partner Pokémon can perform at Treasure. Ja, Midterms als nächste Stunde. Let's go. The time has come to test how well you all have learned here in my class. Let's begin before the information simmering in your brains from a last-minute cram session fades. Which is not an effect of a picnic meal. Increasing speed, I guess? Ich wusste nicht, dass es auch Poison curen kann. Which of the following affects the kind of meal powers received from a particular meal? Fillings and condiments. Colors of the utensils. Which of these berries can restore Pokemon's HP? Oranberry. Leandro wanted his Pokemon to decide on its own when to use its item in battle, so he gave it an Oranberry. This will work as he hopes. Ja? Ich weiß nicht, worauf die Frage hinaus will. If a move runs out of PP, it can no longer be used. If a Pokemon runs out of PP for all its moves, it can only sit there in frustration. Halt. Jein. Frustration ist ein anderer Move. Das sind weird gestellte Fragen. Please, formuliert die besser. The time for answering questions has come to an end. Please stop writing. I hope you were all able to give the examination everything you had. Ich hoffe, ich kann das Exam irgendwie redoen oder so, wenn ich einen gemacht habe. Es wäre so schade, dass ich jetzt alles geaced habe und jetzt zum Schluss wegen der beschissen formulierten Fragen
bekomme ich keine 5 out of 5 mehr. Okay, puh. Okay. Beim letzten Test werde ich einen Fehler machen. You'd like homework with Mr. Saguaro. Yeah, please, I guess. Though some of you had to retake the midterm exam multiple times, I'm glad to say that the majority of the class passed without issue. Vielleicht liegt es daran, dass die Fragen beschissen formuliert waren. Denkt darüber mal nach. I feel honored to see that the knowledge and skills indispensable for daily life have taken root in all of you. I trust that you will all work just as hard on your life skills in the second half of our course as well. Let us now turn our attention to the topic of the day, which was inspired by a question I received on the subject of meal powers. The student who asked this question is a young man who enjoys the culinary arts. He tells me that he regularly researches culinary techniques on his own and pays careful attention to the ingredients he uses. Der Song ist ein bisschen laut. Guter Song, aber ein bisschen laut. He also spends day and night studying all aspects of the culinary arts. Yet, despite this, he's baffled by his inability to increase the effectiveness of his meal powers. So tell me, Master Chelo, since you did quite well on your midterm exam, quite well, what should this young man do to increase... sitzt direkt vor mir. Do to increase the effectiveness of his meal powers? When? He should make food with other people. Das hat mir Spindy schon erzählt, dass die Sachen tatsächlich effektiver sind, wenn man mit anderen spielt. Wenn? By the way, das wurde durch meine Facecam verdeckt, aber über Armin's Kopf hier war auch ein Ausrufezeichen. Ich glaube, es wurde durch die Facecam aber verdeckt. I cannot disclose the identity of this certain male student who enjoys the culinary arts. It may very well be Armin, but it may not be. Nice kleine Interaction. To increase the effectiveness of meal powers, your sandwiches must be filled with many different ingredients. Okay, das auch, I guess. For a single person, this may prove difficult, but if you prefer a sandwich with others, you will be able to handle a larger serving of bread. Ja, also doch auch, I guess. With a larger base to start with, it becomes quite simple to add more ingredients to your sandwich. So funktioniert das. Also ich habe nur gewusst, dass es mit mehr Menschen höhere Sachen leichter sind, aber ich wusste nicht warum genau, aber das macht Sinn. Which in turn makes it possible to receive meal powers of increased effectiveness. This applies more broadly as well. When dealing with a difficult issue, working with others to solve that issue may be the best course of action. Ich glaube, es war vielleicht hinter hier ein bisschen vorgesehen, ich weiß ja nicht. I'm sure that Arvin will likewise work with friends to craft his sandwiches in the future. The identity of the male student is a matter of privacy, so I would ask that you do not pry too deeply. Ich werde das hier mal, by the way, machen und so, dann kann ich mir das Gesicht vielleicht screenshotten. Our time together has come to an end for today. I bid you all farewell. Eine nice kleine Interaction. Mac 5. Wir sind gleich durch, Leute. Und es ist nach 1 Uhr. Oh Gott, aber ich konnte halt nicht wirklich früher anfangen, ne? Was hätte ich tun sollen? Es ist auf jeden Fall gut, dass ich das jetzt in so einem abgetrennten Stream mache. Put away your phones, it is time to begin class. While you're outperforming Fieldworth with one of your Pokémon walking alongside you, have you ever noticed changes in its coloration? No, I don't mean that it suddenly becomes a shiny Pokémon or nonsense like that. I'm speaking of it becoming filthy. Pokemon battle, they get hurt by moves and used against them. They get battered by wind and rain, they get covered in sand and mud. They get, in a word, filthy. Die fucking Augenbraue-Hilfe. I have seen many a trainer walking around with their adorable little Pokemon without addressing this issue. It is deplorable. I mean, gut, ich kann waschen, I guess, aber ich habe keine visuelle Änderung tatsächlich jemals bemerkt. Vielleicht bin ich auch einfach unfreundlich zu meinen Mons. Let me ask this question of someone who I'm sure would not tolerate such shameful conduct. Ah yes, Master Chelo. What would you do if your Pokemon is dirty? Pat it on the head.
Ich habe literally ja nur ein Picknick gemacht und nur 2 Pokémon gewaschen oder so. Perfectly correct. I knew I could count on you to provide me with such an answer. When your Pokémon are dirty, clean them. This is of course simply common sense. While you are having a picnic, you can approach the Pokémon on your team and perform a variety of actions. One such action is putting them through what I like to call the Pokémon wash. In other words, you're playing Nintendogs. You start by getting your sponge lathered up with soapy bubbles as you gently and carefully scrub your Pokémon. Once your Pokémon is nice and covered with soapy bubbles, the bubbles will encapsulate the filth. Then you simply wash it away with a spray of water. This will get your Pokémon clean and shining bright as a Terra Jewel. It is certainly quite a bit of work, but this will also restore HP and cure status conditions. However, some Pokémon may have parts of their bodies that they don't want scrubbed, or that they would rather not get wet. Ja, es ist literally wasch deinen Schwanz, ja. Mario says, don't forget to wash your foreskin und so. Ich meine, es ist ein Klassikerbild, du kennst es sicherlich. Wenn nicht, dann muss ich es jetzt wohl leider einmal zeigen. Aber ich denke mal, ich gehe davon aus, dass du es kennst. Aber hey, keine Ahnung, für die Wortfreunde. Vielleicht finde ich's. Habe ich's hier? Ja. Ich hab's halt auf dem PC leider nicht, ich muss es runterladen. Warum ist das ein fucking Thumbnail zu irgendeinem Soundcloud-Song? What the actual fuck? Anyways, ich glaube, es ist ganz gut, Kontext im Wort zu providen für irgendwelche Jokes. Anstatt zu sagen, schlagt selber nach. Cool. Don't forget to wash your foreskin. Oder keine Ahnung, einfach don't forget to wash your foreskin, wenn ich Chris Pratt wäre. Wait, ich kann... Ich wusste gar nicht, dass ich in OBS Sachen colorcoden kann. Huh, interesting. Be sure to keep this in mind when cleaning your Pokémon. Now, the most important point that I must mention is that some Pokémon like to be dirty. Though I will contradict myself by saying this, please do remember that cleaning your Pokémon is not always the kind thing to do. Our time together has come to an end for today. Yes. Letzte Stunde und dann Prüfungen, dann bin ich endlich fertig. Holy shit. Das ist oddly specific, Milo. Hast du... Why would you specify that? Put away your phones, it is time to begin our last class together. Home economics is the study of life's necessities, but looking back at our time together, I realized that I focused almost entirely on food. I hope it's not too late to shift to a discussion of clothing, another necessity in our last class. As I'm sure you are aware, our academy has an air of freedom around it. We will provide uniforms for each season to accommodate the diverse climate of Paldea. However, students are free to wear whichever style they wish whenever they please. Aber natürlich nichts anderes. You should all have received 4 sets of tops and bottoms, one each for spring, summer, fall and winter, when the academy accepted you. Ich hoffe einfach, wenn man hier nicht noch Outfits anlocken kann, dass, keine Ahnung, wenigstens noch irgendwie im Update irgendwie mehr Outfits dazukommen. Oder vielleicht einfach sogar Free Update, wäre ja richtig krass. Ne? Ich will einfach mehr Auswahl für die Outfits, weil ich will nicht in der Schuluniform rumlaufen. If by chance you were not aware of this, you may wish to peruse your wardrobe. As long as you wear our school uniform, the rest of your ensemble need not be school issued. This includes your bag or your hat, if you choose to wear one. You are even free to style your hair however you wish. Alles andere wäre auch cringe. Mr. Salvatore's hairstyle, for example, would almost certainly have been against school rules when I was a boy. Dein Hemd auch. That reminds me.
There's one more thing you all like to decorate. You all like to decorate, which I must say I find quite charming. Classroom desks, dorm rooms, rotom phones, I guess. Side, yeah. Perfectly correct. That's the adorable little thing I was speaking of. Oh, it interests me so. Ich sollte auch mal schreiben, dass ich mal irgendwie, wenn es online dann sowas gibt, alle Kleidungsstücke plus Phone Cases, dass ich die entweder mir einfach alle kaufe oder einfach mal schaue, was es noch so vielleicht gibt, was ich verpasst habe. Weil ich war eigentlich überall. Ne? Vor allem halt in Major Cities und so. Aber, keine Ahnung, irgendwie kommt es mir trotzdem so vor, als hätte ich einiges verpasst. Perfectly correct. That's your adorable. I must admit that I'm fascinated by your rotom phones and how to customize them. What's that? How very intriguing. So there's a shop called Deliberate Presents where you can purchase cases for your rotom phones. Thank you for that useful bit of information. I shall have to go myself first thing tomorrow to get an adorable case for my own liking. Based. Forgive me, I seem to have gotten a little carried away with this small talk. As this class known as Home Economics nears its end, I offer these final words to you who have been owning everyday life skills with me. Honing, nicht owning, keine Ahnung, whatever. My field of study is not so decisive as the likes of mathematics, for instance, where test scores might play a part in deciding your future. However, as you go on to cook for yourselves, to take care of your Pokémon, to decide what to wear in the morning when you awaken, I would be honored if what I have taught you serves to smoothen out and enrich your lives, even if only a little. This sentiment was imparted to me by Mr. Hassel, and his particular outlook on such matters. I thank you all from the bottom of my heart for seeing this class through to the end. Our time together has come to a close for today. Prepare to do your best on your final exam. Okay. Let's go. Frage ich mich halt, ob das dann alle Classes am Ende waren, ob ich dann irgendwie noch einen Endpreis oder so bekomme. I don't fucking know. The time has come to test how well you all have learned in my class. Let's begin before the information simmering in your brains. Booba booba. Okay. Meal powers makes it easier to come across sparkling power. Which one of the following is not an effect of egg power? Headstrong Pokémon? Weil ich meine, wie definierst du ein frisch geschlüpftes, starkes Pokémon? Klar, IVs, aber ich glaube, Hedge faster und X easier to find. Fuck, das wird echt die erste Prüfung sein, die ich nicht ace. Fuck, ich hoffe, ich kann sie redoen. Fuck. What is a simple yet important tactic for increasing the effectiveness of meal powers? Make food with others. Make food at home. What is the correct action to take when you adore a Pokémon? Pokémon Wash, Pokémon Dash, Pokémon Wish. Pokémon Dash existiert ja sogar, oder? Ich glaube ja. This is a question about Academy rules. Should you change your uniform tops and bottoms to probably match each season? It doesn't matter. Okay. Danke für die Rotom Cases. I trust you all gave this exam everything you had, so you will not have to retake it. Was, wenn ich's trotzdem tue? Mein Perfect Score, oh Junge. Zeig mir die Results, komm schon. Ja. Okay, das macht mich viel zu glücklich. Aber ich wäre so traurig gewesen, hätte ich jetzt bei dem letzten noch eine 4 von 5 bekommen. Okay, nice. You have now finished all of your classes and passed all of the exams. I have this for you from Director Clever. 5 XP Candies L. Now you can focus all of your efforts on this year's treasure and be careful out there. Nice. Hat ja nur 4 Stunden gedauert.
Mein Diplom ist, dass ich Pokémon-Champ bin. Und der krasseste Trainer in der gesamten Region. Bestimmt nicht mein Markenshit. Ich meine, ich frage mich, ob die Rare Candies irgendwie, ob die irgendwie theoretisch Markenshit sind oder so. Aber vermutlich wird eh alles in der Welt von Pokémon irgendwie von der gleichen Firma produziert. Also halt eben Pokéballs, Rare Candies und sowas. Ich habe einfach so 5 Werthers Originale in die Hand gedrückt bekommen und dann wurde mir Fuck off gesagt. So. Aber wir haben noch einiges vor uns, nämlich mit den ganzen Lehrern reden. Mal sehen, wie lange das jetzt noch dauert. Ich hoffe nicht so lange wie die Classes, aber wir werden es sehen. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, es morgen zu tun. Megome. Was hast du nochmal gemacht? Hast du irgendwie Sandwiches verkauft? Oh ja. Pickle Sandwich. Irgendwas super Interessantes hier, by the way, dabei. Oh Gott. Oh, Junge. Gibt es safe, aber als ob die hier die Schüler da dran lassen. Ich stelle mir so richtig vor, dass es irgendwie im Backyard der Schule oder so einen Schwarzmarkt für so Streichartikel gibt oder so, die irgendwie die Pokémon des Gegners einfach umbringen oder so. Guten Tag. Taylor, you scared me. Were you cooking something? Some sick rhymes maybe, like your sister? Fucking Glock. Gibt es eigentlich? I mean, ja, es gibt Gun-Pokémon irgendwie, aber halt nicht mit direkt einfach nur Pistolen. Der lustigste Streich, ja. Kannst ihn direkt mit ins Klassenzimmer mitnehmen und du kannst dem Lehrer einen so tollen Streich spielen, dass die Schule für den Tag ausfallen wird. Oh no, I'm not here for anything food-related at all. I was just walking around the entrance hall and felt that intense gaze that I told you about before. So I quickly ducked into the cafeteria here. Our cafeteria has only one entrance, so I thought I might be able to discover the identity of the person watching me if they followed me in here. Ah, someone's come just now. Oh, that's weird. I thought I saw her come in. That's weird. I thought I saw her come in here. Ich kann nicht reden, Junge. I guess I won't be able to ask my question. Achso, das hat sie gesagt. Ich dachte, sie ist hier reingegangen. I guess I won't be able to ask my question today either. That girl, I feel like I've seen her several times before. She seems to be a student here, but I get the feeling that her question is not about her studies. Sex? Next time I see her, maybe I'll go start up a conversation myself. It could have been a little scary being here on my own. I'm glad you were here with me. You feel trusted by Miss Time. Yay. Erzähl mal. Halt Rotom Heat, ja, aber... Ja, cool. This is fruit, right? I've been told that there are Pokémon that camouflage themselves as fruit. Ja. Cool. Artrum. My cum. Trash washing my mug at the picnic and they seem to hate it. Die Staraptor-Statue ist halt schon nice. Ich habe mich hier noch gar nicht genauer umgesehen tatsächlich. Also hier auf der Seite und so. Ziemlich nice Studies hier und so. Die Bilder sind super. Drawings, Photos. A great drawing or painting can show off some amazing techniques that no photo could. And a great photo can do things a drawing or painting can't. Ja, das ist der Punkt. Verschiedene Tools für unterschiedliche Zwecke. Hier sind noch mehr dieser genialen Bilder. Holy shit. Die sind aber nicht so super wie die da hängen. Ah, Farbtheorie. Ach ja, die gut bekannten Waschbecken. Why, if it isn't Chelar? I have a question for you. Do you find my class difficult? Ist in Ordnung gewesen.
It is certainly good to hear. So, Chelor, you chose to take on the gyms as part of your treasure hunt. That must mean you like Pokémon battles, is that correct? Yes. One naturally becomes skilled at doing what they enjoy. That must be why you are so strong. Ich hab deinen Arsch gestompt bei den Top 4, Junge. Do forgive me for springing such an odd question upon you so suddenly. I often find myself pondering the nature of strength these days. Anyway, thank you again for your input, Jaguar. Slightly closer. Ooh. Homemaker. Was? Microwavest du irgendwas oder so? Irgendwas? Der hat gerade das Handy seines Lehrers in die Mikrowelle getan oder so. This microwave here is our little secret. Got it? The one in the cafeteria is always being used. Okay, gut. Er hat einfach nur generell eine private Mikrowelle. Wie wär's, wenn du dir einfach eine Mikrowelle in deinen Dormroom stellst oder so? Das wäre doch krass, oder? Welcome to the home economics classroom. I consider this to be my very own castle of sorts. Master Chelar from class 1A. Rumors of your activities always seem to be bombarding me from all sides. From all sides? Indeed. People from all over have been talking about how strong of a battler you are and the amazing Pokémon you take along with you. You are quite the object of everyone's interest, though I imagine that may be a bother for you. Nah. The home economics classroom is something of a place for rest for the academy students, you see. Here, they delight in sharing the latest gossip and the like while enjoying a light snack. Halt, als ob du die Klassenzimmer einfach zum Chillen nutzen darfst. Was ist das für eine Schule? Du wirst nicht aus dem Raum verbannt. Gerade, ja, ich meine, gut, er ist permanent im Raum, I guess, aber so. Ist die Herde vielleicht nicht so ein Problem. You come up quite often in those talks recently, Master Chelar. So much so that I find myself intrigued. If it is not a burden for you, I would very much enjoy having you come see me again sometime. Vielleicht. Goodbye. Cafeteria. Ist ja jetzt am Chillen. Ich gehe einfach immer von oben nach unten, by the way, ne? Keine particular order, dass ich irgendeine Teacher prioritize. Wenn ein Ausrufezeichen weiter oben ist, gehe ich dahin. Easy as. Hello, Master Chelar of Class 1A. It has been some time since we last met. Ich glaube, ich will die Musik ein bisschen leiser machen. Are you here to eat as well? Just kind of wandered in. Drawn in by the irresistible aromas, I imagine. I myself am here to survey the student cafeteria, let's say. I'm observing the nutritional content of the food that our students partake of on a regular basis. One item on the menu here that I'm particularly interested in is the peanut butter sandwich. It is sweet and quite delicious. Yes, perhaps I will order one right now. Oh look, it's Mr. Saguaro. He's so fashionable and cool. Yeah. I guess the teachers come to the cafeteria too, huh? You think he'll have an egg sandwich? No way, if he gets anything here, he'll definitely it'll be something spicy, like the 5-Alarm Sandwich. Nein. Weder mit dem Spiel, noch mit dem, was ich heute vorhabe. Wie man vielleicht daran sieht, dass ich immer noch spiele. Ah, he's so cool, he'll definitely get that wild and spicy 5-Alarm Sandwich. Could I have a 5-Alarm Sandwich? I do enjoy the thrill of spicy food. No, have a peanut butter sandwich. Digi, mach das, was du willst, Junge. Ah, yes, you suggested I have a peanut butter sandwich, Master Chelar. I suppose I shall have to try one, if you insist. That was close. I almost forced myself to order something spicy. My least favorite of flavors. Wäre schon funny. I thank you for restraining me, Master Chelar. Ich frage mich halt, ob er jemals Nüsse gegessen hat und er könnte halt fett allergic sein und es einfach nicht wissen.
It seems that the students tend to view me as fashionable and cool, or even, dare I say it, exuding a sort of brooding strength. I have a habit of acting in such a way so as not to destroy the image of me. I showed my true colors to you just now without thinking. Please keep this a secret between us. Yeah. Goodbye. Staffroom. Jo, 3 Leute hier am Chillen. Hilfe. Ich glaube, hier den Raum habe ich auch schon mal abgesucht und so, halt nichts Besonderes. Erstmal mit dir, damit das mehr Sinn macht. Mit dem Conversation Tree. Ah, Master Chelarino. There's something that I would very much like to ask for your help with. What is it? Well, you see, I do not want anyone to overhear this, but I hear rumors of an incredibly sweet condiment that exists somewhere in the Paldea region. I absolutely must experience that ambrosial sweetness for myself. You are the only one who knows of my insatiable sweet tooth, thus I have no one else I can turn to for help in this matter. I cannot go looking for this condiment myself, lest I destroy the image students have of me. I will repay you for your troubles, of course. Give it some thought if this piques your interest. In the meantime, I will gather what information I can about this incredibly sweet condiment. I will share what I find with you as soon as I have more detailed information. Als ob ich eventually eine Fetch-Quest für die auch noch machen muss. Das dauert vielleicht noch länger, als ich dachte. Hey, willst du mich groomen? Der Groomer. Oh, Chelarino. Did you come all the way here to the staff room just to see me? All the way here? Seems I finally made it into the hearts of my students. That makes me very happy. After all, like I said in class, communication is very important. If there's anything you're confused about in class, or if you're having trouble here at the academy, you can always come here and tell me. Tommy Salvatore, your friend Salvatore, that is. Why? Was? Was ist das für ein Wort gewesen? Keine Ahnung. Oh Junge, ich mag den Mann nicht. Kann ich nicht einfach sein Dialog Tree komplett weglassen? Aber ja, Content, I guess. Yes, Chelarino from class 1A. The way you conduct yourself in my class and the answers you give to my questions, I admit they pique my interest. You are quite the interesting pupil, I must say. Du meinst, ich habe alles geaced? Redest du davon? Tell me, Chelarino, given a choice, which do you prefer? Things of old or things that are new? By the way, was ist eigentlich ihre Gürtelschnalle? Das ist mir schon mal aufgefallen. Das ist einfach ein Lunaler vermutlich, oder? Oder es ist irgendwas aus der Region. Aber ich glaube, das ist einfach ein Lunaler. Was ist das hier oben? Das ist einfach irgendein Vogel. Ich glaube, das ist kein besonderer Vogel. Vielleicht ist es ein Arktos. Oder so. Given the Color Scheme. Aber ist das, was sie in den Haaren hat, was Besonderes? Sicherlich. Wenn, dann das. Aber ich kann es von dem Engel aus nicht wirklich erkennen. New stuff, just to spite you. You would answer new stuff to me, your history teacher. Ha, you really are a curious one. Was ist in ihrer Watch? Die ist relativ generisch. Nee. Damn, ja. Ihr Outfit hat halt potenziell so viele Referenzen, aber ich kann keine wirklich pinpointen. Yes, this one may indeed be of good use to me someday. Was? You can disregard it. I was simply thinking out loud. Excuse me? Willst du mich auch groomen? Nein. I enjoyed a little conversation today. You have my thanks, Chelarino. Entrance Hall. Chillt sie jetzt, ne?
Da hinten. Guten Tag. Frau Jeansjacke. Why, if it isn't Sheila from class 1A? Are you perhaps interested in the rest of the old tale I told you in class? I guess, ja. Schon teilweise. Ihre Haare, meine Güte. It is convenient that you would take the bait I presented in class. A vessel, a sword, a set of tablets, and a set of beads. Ah, Detail. Ja, okay, erzähl mir honestly mehr, weil ich wollte da eh mehr drüber wissen. Und jetzt, zeig mir deinen Pin. Ist das einfach... Das ist ein Marshadow, oder? Ich glaube, das soll Marshadow sein. Und was ist mit deinem... Es sieht schon sehr arg tossig aus, I guess. Yeah. A vessel, a sword, a set of tablets, and a set of beads. After obtaining these 4 treasures, the king's castle was destroyed. Why, you ask? Because these 4 treasures were actually 4 Pokémon. Wer hätte es gedacht? Ich bin sehr intrigued. Halt, honestly, History Class selbst war giga langweilig, aber worauf vielleicht hinausläuft. Wenn jeder Lehrer am Ende irgendwie eine Quest sogar noch angehängt hat, was super cool wäre, weil ich sowas anfangs absolut nicht erwartet hätte, dann ist ihre Quest wahrscheinlich die 4 Pokémon zu fangen oder so. Okay. As these Pokémon were passed from human hand to human hand as treasures, they slowly became tainted by hubris and greed. Finally, after coming in contact with the rapacity of the king at that time, they awakened as disasters and began to rampage out of control. The king called for renowned Pokémon wielders to defend the country, and after fierce battle, these incarnations of disaster were quelled. It is said that these 4 Pokémon were then sealed away somewhere in Paldea. Von 2 weiß ich die Location. So what do you think? Would you say the story is just make-believe? No. I've seen it for myself. Very astute of you. I've read many historical disaster reports, personal journals, and the like. There's much to support the truth of this story. I am able to prove the stories. If I'm able to prove the story's veracity myself, I will be sure to let you know. Okay, bin intrigued. So, ja, hier, lass mich in Ruhe deinen Pin angucken. Ja, doch, das ist definitiv ein Marshadow. Und die Uhr? Das Pattern sieht familiar aus, aber ich kann es gerade nicht pinpointen, weil ich zu müde bin. I guess sie ist immer noch hier. Das Ausrufezeichen ist halt immer noch da. Ja. Chelo, the time has come. The cursed treasures, the 4 Pokémon of ruin. They exist. The One Piece. The One Piece exists. And I stumbled upon the truth in the newspaper of all places. In an interview piece with the carpenter, no less. Pokémon wielders apparently used sacred stakes to seal these treasures of ruins and shrines. There's a separate shrine for each of the 4 Pokémon, and 8 stakes driven into the ground in the area surrounding each shrine keep the power of ruin at bay. 8, genau, okay. Interesting. Ja, ich habe schon einige davon rausgezogen. In other words, if all of the stakes for a given shrine were to be removed, it would release the Pokémon held inside. Don't you think it would be nice to free those Pokémon from the confines of their tiny little shrines, Chelo? Yes. Give me a device to locate stakes. Keins, all I see. You are proving truly useful. Nein, ich will die Pokémon haben. Ich will wissen, was sie sind. Ich will sie ausnutzen. Versklaven. Gegnerische Pokémon mit ihnen ermorden. According to the descendant of the Pokémon wielders in the story, you must have a bond with Pokémon in order to remove the stakes. I'm sure someone as Pokémon savvy as yourself would have no trouble at all with that. Hier, Musik noch leiser. Jeder Song ist lauter als der letzte irgendwie gefühlt. You can choose for yourself whether to believe me or not, but I will mark the locations of these shrines on your map. Fleißig auch screenshotten. Hier bitte, so. Okay. I'd rather go myself, of course, but skipping out on my classes to go adventuring seems to have made the director a little suspicious of me.
You can think of it as part of your treasure hunt. Treasures of ruin are still treasures after all. I hope you will investigate these shrines if you are at all inclined to do so. Oh, ich bin inclined, alright. Ich bin inclined, alright. Das ist nicht zufälligerweise direkt noch mehr? Nee. Ich will einfach nur aber eine Möglichkeit haben, die Stakes zu localisen. Aber okay. Wo hast du die markiert? Hast du die wirklich markiert? Hier, Grasswither Shrine. Ist da unten. Hier ist einer, damit habe ich irgendwie gerechnet. Sind die anderen auch markiert? Ja. Groundlight Shrine. Und einer ist hier irgendwo. Ice Rend Shrine. Interesting. Interesting. Aber da ich keine Ahnung habe, wo die Stakes sind, nach denen muss ich halt suchen, ne? Sie will halt immer noch reden. Hier ist immer noch ein Ausrufezeichen. Vielleicht muss ich erst Progress in der Quest machen. Machen wir die anderen Quests, I guess. Und dann, also, beziehungsweise treiben den Dialog nach vorne. Und wenn es dann irgendwas zu tun gibt, dann, keine Ahnung, vielleicht machen wir das noch heute oder vielleicht morgen. Ich hoffe, wir haben halt morgen genug Zeit, weil ich würde diese ganzen Sachen als Teil des Postgames sehen, I guess, auch wenn ich sie vorher machen kann. I don't know. Halt, bei 2 der Schreine fehlen uns halt eben auch nur noch maximal 1 oder 2 Sachen oder so, ne? Also, must chill about that matter with which I need your help. I've discovered the name of the incredibly sweet condiment. It's called Sweet aber Mystica. Habe ich schon localized. If you should find it during the course of your treasure hunt, I would be grateful if you would share some with me. Habe ich die einfach in der Tasche? Okay, nice. Nice. Master Chelor, have you anything to report? Was? Ich habe Yes gedrückt. You don't have any Sweet Urban Mystica. Ah, okay, gut. Ich muss die nochmal holen, I guess. Das, kann ich schnell machen, I guess. Ich weiß nur nicht mehr, wo die war. Wird das mir auch vielleicht markiert? Ich weiß doch nicht mehr, bei welchem Titan die war. Also hier war sie nicht. Hier war Spicy, das weiß ich noch. Hier war Bitter, ziemlich sicher. Von daher war es irgendeine der anderen. Ich werde die alle abchecken. Oh, fucking hell. Das ist Story. Alright. Director's Office. Okay, aufschreiben. Okay, also Shrines, Sweet Urban Mystica. Kann ich hier noch Pokémon klauen? Hat der irgendwas Interessantes in dem Raum eigentlich? Vermutlich eher nicht, ne? Kann mit nichts interagieren. Laptop klauen. Ja, das Equipment hat er hier da. Hm. Ja. What up? Thank you for the visit, Master Chelor. A good friend of mine has been telling me of your recent exploits. You mean Clive? I leave the identity to your imagination. But now, lest I forget, there's another matter I would very much like your opinion on. Do you know what manner of gentleman's hairstyle is considered cool, as it were, among the youth these days? I don't fucking care, honestly. Aber keine Ahnung, ich glaube, Seiten auf 0 ist immer noch cool, oder? Leider. I don't know. Bowlcuts auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, was das honestly heißt. Aber Shortstyles, I guess, generell. Ich hab doch keine Ahnung. Was für Fragen stellst du mir? I suppose I've indeed seen some of the Academy's male students sporting such a style. Ich meine,
Sehe ich so aus? Sehe ich so aus, als hätte ich Ahnung, was gut aussieht? Just saying. Could it be then that the pompadour has already had its day in the sun? Perhaps I ought to consider a change of wig. Ah, that is to say, never mind. Thank you for your insight, Master Chela. It was most enlightening. Der Pompadour war super nice. So. Gib mir deine Quest, I guess. Thank you again for your outstanding work on Operation Starfall. I cannot tell you how relieved I am that we were able to help Miss Penny as we did. And I know she's exceedingly grateful for your part in all this. So I have one more thing to ask of you, though the request is admittedly of a delicate nature. Do you think you could continue being good friends with Miss Penny as you have thus far? Das hängt von ihr ab. Das hängt von ihr ab. I must say, I truly am glad to have you as one of my students at the academy. I believe you've more than earned this small token of my appreciation. Big Nugget. Oh. Wo das wohl stecken gehabt hat. Hope that you will always stay just as wonderful as you are now, Master Chela. You formed a close bond with Director Clevel. Oh, Junge. War's das? Oder gibt's noch mehr? Ich hoffe, es geht nicht weiter. Okay, du bist jetzt hier. Du bist die Sweet Hour Mystica. Aber dich gibt's ja auch noch. Ihr hängt alle im Schoolyard ab. I guess Nurse's Office it is. I guess. It smells like a hospital. Das ist... Ja. Das ist die Absicht. Hey there, come on in. Everyone's welcome in the nurse's office. Chelo, have you toughened up a bit? Yes. Ich habe jetzt 1 Bizeps. Oh, so you know your tough stuff, huh? but seriously, you look a bit different. Keine Ahnung, ich hab Dragapult. I bet it's because of all the crazy experiences you're having on your treasure hunt. You need to tell me all about what you've been up to. Nur wenn du lieb fragst. Wow, that's super cool. Das klingt so gar nicht appreciative. I sure am jealous of your kids. You get to try out new things every single day. Me, on the other hand, I actually wanted to become a teacher. I'm just the school nurse, you know. I can't teach classes or anything like that. I couldn't pass the verification exam to become an actual health teacher. I took it so many times, but no luck. So here I am, stuck forever in the nurse's office. Oh, sorry. I guess this isn't a very fun thing to talk about. But you're just such a good listener. Ja, weil ich nichts sage. In-game zumindest. I find myself telling you all kinds of stuff. Keine Ahnung, erzähl mir, wo du... Erzähl mir die lustigen Nummern auf deiner Kreditkarte. So. Hope you'll still come see me, even if I talk your ear off like this. Ah, Junge. Are you tired? Okay. Ich habe irgendwie erwartet, dass sie nur hier bleibt, aber okay, I guess sie ist in der Entrance Hall. Da ist sie nicht. Wo könnte sie nur sein? Wo könnte sie nur sein? wenn der... Vielleicht ist hier halt ein Stockwerk weiter oben. Kann ja auch sein. Die reinpoppenden Studenten, ne? Wo zum Fick ist sie? Und ist die Musik irgendwie... Okay. Die Playlist war zu Ende.
Vielleicht soll ich eine andere Playlist suchen, aber ich werde dann glaube ich, hier bald fertig sein. Was zum Fick war mit dir los, Hilfe? Das ist ja richtig Bock. Ich sollte dann hier gleich fertig sein und selbst wenn ich dann mit dem Stream noch nicht fertig bin, dann bin ich zumindest hier fertig in der Academy und werde dann rausgehen und dafür dann die Ingame-Musik wieder anmachen. Wozu Fick ist sie? Ist sie dann einfach nur hier im linken Wing? Chinken Wing? Wo zum Fick ist sie? Hey, have you seen the nurse? Nein. Habe ich irgendwie nicht genau genug geguckt und wurde zu sehr durch die lustigen rein und raus ploppenden Schülermodels abgelenkt, bis ich sie übersehen habe. Musik ein bisschen leise. Wo zum Fick ist die Nurse? Hier ist sie auch nicht. What the hell? Sie ist nicht irgendwo in der super beschissenen Ecke, oder? Wo ich sie gar nicht finden kann. What? Ah gut, ich dachte, es wäre irgendwie, das ist einfach nur zum Pokémon sich draufsetzen oder so. Das wäre lustig, wenn man da dran runterrutschen soll oder so. Where the fuck? Bin ich so blind? Da ist sie. Blendet perfekt in die Wand rein. What the fuck? Oh, hey Taylor. Sorry, were you looking for me? I've been away from the nurse's office, lady. Lately. Ich kann nicht reden mehr. Did you need something from me? No. Bin einfach nur hier, weil, keine Ahnung. What? But then why'd you come over to talk? Oh well, here have your Pokémon anyway. Here you go, a little first aid. You must really be having an adventure out there, judging from those scrapes and cuts. Oh damn, neues Humble Choice ist draußen, I guess. Kurz mal gucken, was da drin ist. Was für interessante Sachen im Humble Choice sind. Und natürlich kann ich das nicht einfach in der E-Mail nachsehen. Dann gehe ich mal kurz auf die Seite, I guess. Humble. So, was ist im diesmonatlichen Choice? Eldest Souls ist das Einzige, was mir hier wirklich was sagt. Tatsächlich, so auf den ersten Blick. Vielleicht sagen wir noch ein paar andere Sachen davon was, aber Eldest Souls ist, glaube ich, das Einzige, was ich irgendwie schon mal was gesehen habe von. Vermutlich einfach in irgendeinem Iron Pineapple Video oder so. Mal schauen, gucke ich mir später dann genauer an. Aber jetzt nichts, was mir direkt ins Auge springt als yo, Digi, da habe ich schon so lange mich drauf gefreut. You must really be having a... Ja. Huh? Oh yeah, I guess it's pretty unusual for me to be out of the nurse's office like this. Well, I'm actually doing a bit of studying. Oh shit. Thought I'd try my best at the health teacher certification exam one more time. You can do it. Just so you know, it's totally not because I'm inspired by a certain somebody working hard at the treasure hunt, okay? Well, maybe I'm just a little bit.
Oh, my break time is almost over. I know you'll be cheering me on, Chelor. Ja, du schaffst das, bestimmt. Ich glaube nicht, warum bist du immer noch hier? Gott, ja, nee. So, wo chillst du jetzt? Ich will deine Quest haben. Wieder im Nurses Office, das macht irgendwie Sinn. Hey there, come on in. Everyone's welcome in the nurse's office. Oh, Chilo, I'm glad you're here. I have some good news. You're not gonna believe this, but I passed the health teacher certification exam. Das ging aber schnell. Ah, das ist nice. Glückwunsch, I guess. Thank you so much. I saw you pushing yourself real hard with your treasure hunt and that really inspired me. Ich wünschte, ich hätte mich mehr pushen müssen, aber das Spiel hat es nicht verlangt. Wer weiß, vielleicht ist im Finale dann anders. Of course, most of the credit for my success goes to my own hard work, though. Thanks for helping me push, giving me the push I needed to try again, Chelo. Den Max revives. Holy shit, drugs. But they tell me there's no room to add new classes this year. So I guess I'll keep being Nurse Miriam for a bit. Just you wait, though. I'll be standing in front of a class at this academy before you know it. Then I'll teach you all you need to know about health. Bold of you to assume, dass ich nächstes Jahr noch an dieser Akademie bin. I bet I'll make a great teacher. I can't wait to see you in my class. Okay, nice. I guess das ist das Ende der Questline. Hoffe ich. Vielleicht. Ich habe einen Preis bekommen, also. Smells like hospital. Oh. Ja, die sind hier alle im School jetzt. Alright. Die Shrines sind halt ein whole another ordeal. Aber, Hi. Hello there, Chelor. I try to visit the schoolyard from time to time. It's good to see young ones with so much energy and vigor. You think so? Oh, yes indeed. Just watching is enough to make even an old man like me feel more alive. Mr. Hassel, might I have a word? Wer bist du? Du bist kein Schüler, ansonsten wärst du gezwungen, die Uniform zu tragen. What are you doing here? I've told you many times not to bother me here at the academy. Yes, I'm bound to come. Our family's future is of paramount importance. Sicher? It was good speaking with you, Chelor. Something important has come up, so I must excuse myself now. Let us discuss this matter elsewhere. Come. Last time. Chelo, help me keep an eye out, would you? I've set up a little ambush here for that girl who keeps watching me. She'll be here any second. Das klingt spicy. Wann sind die? Genau, weißt du das? Weil ansonsten werde ich das eh verpassen und dann erst ich meine, gut, ich werde es nicht verpassen, weil du wirst eh mich darauf aufmerksam machen. Da vertraue ich drauf. Aber 9. Dezember. Mache ich da irgendwas schon irgendwie, dass da... ja gut, das ist halt ein Tutorial an dem Tag. Ich schreibe es mir mal auf, honestly. Ist halt interessant. Vielleicht Game Awards. Vielleicht mache ich wieder so einen lustigen, super späten Stream da. So wie ich zu den einen Game Awards gemacht habe. Wo dann, keine Ahnung, habe ich das Bild hier? Ja gut, nee, das ist nicht. Das ist auch funny, I guess. Aber ich meinte... Nee, das meine ich nicht. Das hier. Das Funny-Bild, wo halt Reggie im Publikum gesessen hat und literally direkt hinter ihm saß fucking Ninja. Das ist honestly so fucking funny gewesen. Und ich glaube, das habe ich auch während desselben Streams gemacht. Es war ein wilder Stream auf jeden Fall. Viel zu spät.
Aber hey, gemessen an der Zeit, zu der ich jetzt gerade noch live bin. Honestly, vielleicht mache ich es einfach. Das wäre bestimmt funny. Lustiger, als es einfach alleine zu gucken. Oder wir gucken es einfach nur off-stream zusammen. Ist auch eine Lösung. Mal sehen. An ambush? Well, you see, it's not very pleasant knowing she's just staring at me all the time. And now I know what she looks like after seeing her. Now I know what she looks like after seeing her in the cafeteria. Ah. It's you, isn't it? You're the one who's been secretly watching me recently. Time? How do you know I... Das ist so richtig so ein Anime-Push-Up-Glasses-Moment, ne? Außerdem, als ob sie Time sagt und nicht Miss Time oder so. I guess you must have noticed me. I'm so sorry. Well, of course I noticed. You were watching me practically all day, every day after all. I assume there's something you want to ask me. Sex? Yes, I do. I've been a huge fan of you since your time as a gym leader, and I love rock type moves so very much. Oh shit, oh shit, oh shit. Damn. Oh my. But you just suddenly retired from your post as gym leader a year and a half ago. Why did you quit? My goodness, is that all you wanted to ask? Das ist... Naja, gut, ja, sie ist halt einer der neuen Teacher halt, ne? Ja, klar, macht halt Sinn, ne? Jeder Teacher hier ist neu. Die gesamte Schule wurde vor 1,5 Jahren neu besetzt. Das ist literally die Story des Spiels. Yes, your reason for retiring was never made public. But it's well known among the students here that you just avoid the question anytime it's asked. I thought it would be rude to ask you a question that you don't want to answer, so I just couldn't find the courage to ask. So that's why your gaze felt so very intense. I see, forgive me. So very intense? Ah, never mind that. As for the reason I quit my job as gym leader, I simply wanted to focus more on my job as a teacher. It's not that I dislike being a gym leader or anything of that sort. Quite the contrary, talking about the gym fills me with feelings of nostalgia and sadness. That's why I always avoid answering the question when students ask. Ich hoffe, dass man vielleicht irgendwie im Postgame die ganzen Gym-Leader refighten kann und dass dann im Ghost Gym sie halt am Start ist und da dann halt anstatt Double Battles Multi-Battles sind. Das wäre super sick. Und keine Ahnung, ich bin mit MC Sledge in einem Team oder so. Das wäre big funny. Aber ich bezweifle, dass das passieren wird. Oh, I see. Do you have any plans of becoming a gym leader again? No, I'm afraid I don't plan to do so. My sister's doing a splendid job as gym leader in my stead. I personally find being a teacher most enjoyable these days. But since I am in fact your teacher, I would appreciate it if you would call me Miss Time. Ich sag's ja, as students do and not just Time. Ja, eben. Oh, okay, I'm sad to hear that, but I understand. Thank you so much, Miss Time. Well, I suppose that solves the mystery. Oh boy. Ah, that made me so nervous. I said so many things to try to sound cool. I was certainly a little scared when I felt that girl's intense gaze on me, but having you here with me allowed me to do what needed to be done to face what turned out to be one of my biggest fears. Wie viele Tos hast du in dem fucking Satz benutzt? Mindestens 5 oder 4, I don't know. Also, biggest fans, ja, whatever. I must thank you for always showing up at just the right time, Chedor. Ich bin halt so ein richtiges Teacher's Pet in dem Spiel, ne? Halt bei jeder Frage einfach die Antwort reinrufen und fucking zu jedem Lehrer hingehen und mit jedem der Probleme helfen. Richtig ekelhaft. Allow me to show you my appreciation a little. I hope these help you on your adventure. Yo, Free Rock Type? Sick, okay. Zu schade, dass das kein so guter Type ist, aber hey. Alright. Nein, das ist nicht, was ich tun wollte. Oh, der Franzose. Wo ist er? Ist literally der letzte, der noch offen ist, so ziemlich. Oder? Ne, mit ihr habe ich auch noch komplett nicht geredet. Oder?
Also, new kid, have you come out here to this school yet for some training? No. Oh, sorry, that was a little rude of me to ask. I know the point of training isn't to show off in front of other people. Why don't we do a bit of running together here to get to know each other a little better? Ready? Let's go. Oh, Gott, Hilfe. We ran 3 laps around the schoolyard with Miss Sandra. Phew, that really worked up a nice sweat. You've got a good pair of legs on you, new kid. Ja, so sind Kinder halt. Fucking agil. A good bout of training sure does make a body hungry, doesn't it? I'll let you have one of my homemade sandwiches as my way of saying thanks for running with me today. Feed those muscles. Okay. Miss Sandra's sandwich was dry and had an odd smell. The taste left much to be desired. How was it? I hope it was tasty. Well, to be honest. Warum soll ich lügen? Sorry, I shouldn't have asked you that. I'm athletic and all, but I don't know the first thing about making good food. As your honest reaction just reminded me. Well, see you later. Enjoy your sore muscles tomorrow. Wetten, ihre Questline hat damit zu tun, dass sie besser im Kochen wird. Okay, das heißt, als nächstes ist sie jetzt in der Küche zu finden. Wie eine Frau es sollte. Okay, so. Da hinten ist der Franzose, oder? Ja. Jo, was hast du da? Einen toten Hund. Cool. Sick. Chelo, I'm in a bit of a pinch. Oh, take a look at this. Oh, this bomb really doesn't seem to be feeling well. I don't know if the poor thing can even stand up. Oh, what should I do? What should I do? Use a potion. Oder nicht? Alright, I could use a potion. Do you have any on you, Chelo? Ja. Ich glaube, irgendwie bestimmt so 70 oder so. This'll take you right up, my friend. Potion power, go! Kleines Fickerviech. Phew, that seems to have done the trick just in the nick of time. But this Pommy doesn't appear to belong to a trainer. Could a wild Pokemon have wandered onto the academy grounds? Still, I can't just leave it here alone without anyone to make sure it's okay. It's decided then. I, Salvatore, will just have to lend all of the helping hands I have to take care of Pommy in this touch-and-go situation. Merci very much for your advice, Chelo. Adios, au revoir, farewell. Auf Wiedersehen. Die laut stehenden Studenten sind so eine Mut. Er ist in der Entrance Hall, er ist im Biology Lab, sie ist... I mean, das ist basically die Küche. Gehen wir zuerst mal nach Hass suchen. Hassel. Hasselnuss? Nüsse? Hier ist er. Zum Glück habe ich ihn relativ schnell gefunden. Oh, why, hello there, young Chelo. I'm sorry, I was lost in thought and didn't notice your approach. I feel I must again apologize for what transpired in the schoolyard. Didn't bother me. That is very magnanimous of you. Magnanimous, yeah. That woman who showed up as a dragon tamer, is a dragon tamer, and a relative of mine, I might add. I see, you see, I come from a very long line of trainers who specialize in Dragon-type Pokémon. Stimmt, der hat ja Dragon-types genutzt und so. Was cool ist halt. There was a child in our family who was expected to stand at its head and lead it to greatness. But the young lad, rebellious little fellow, that he was, ran away from home one day. Based. He made quite the show of it too, swearing he'd make a living with music. No way, dass es der Dark-Type Team Starboy ist, ne? Ich habe halt auch irgendwas von Dark-Type mich verlesen oder so beim Überfliegen, aber da stand halt nichts mit Dark-Type, aber ich habe halt instantly an den Typen auch gedacht, ne? No way, dass er das ist. A lot happened since then, and now he's the art teacher and elite four member before you. Oder du, okay, dann bist es du, okay, never mind. No way. Okay, honestly, das war viel mehr obvious.
Keine Ahnung, warum das nicht mein erster Gedanke war. Aber hey. Keine Ahnung, ob du Musik machst, aber hey, gute Karriere. Ich hoffe, du wirst gut bezahlt. After I so rudely took my leave during our last conversation, my dear relative encouraged me to give up teaching and return to home at last. I've been told the current leader of my family, that is to say my father, is in poor health. But I do apologize. Perhaps I'm not cut out for teaching after all. What sort of teacher grumbles on about at its own student? You're a great teacher. Honestly, einer der coolsten, definitiv. My dear Chelo, you have no idea how much your words mean to me. Thank you so very much. Du hast nicht mehr zu sagen, oder? Das bin ich, wenn. Ja, nee. Nee. Ach Gott, fuck, ich wollte gar nicht raus. Ich dachte mir so, Raum verlassen? Ja. Ja, nein, ich bin noch nicht fertig hier drin. Ich bin noch nicht fertig hier drin. Ich bin noch nicht fertig. Ich hab echt erwartet, dass ich das alles, was ich jetzt hier bisher gemacht habe, innerhalb von irgendwie so 3 Stunden oder so machen könnte, ne? Und dann hiernach noch mich an die Pokémon ransetzen könnte, ne? Die ich ja trainieren will. Oh Junge. Absolut clueless. Aber hey, macht Spaß und so. Ist halt relativ chillig, I guess. Ist halt einfach nur rumlaufen und mit den Leuten reden. Hi. Oh, my dear Chelo. Thanks for your advice from before. Palmy is, well, just see for yourself. It seems very quiet. Yeah. Yeah, it's feeling better, but this particular Palmy may just be a bit meek, I suppose. I had Nurse Miriam take a look as well, and she says there's nothing wrong with it health-wise. So it shouldn't have any injuries, ailments, or the like. Even so, it never utters so much as a cry, which is odd. That part has even Mr. Jack here stamped. Sorry that I couldn't be of any help. Don't worry about it, auch. I have some more information now, thanks to the Academy's security camera store. It seems Palmy was attacked by a wild Pokémon and fled here to the Academy grounds. Maybe it's still in a bit of shock from that experience and can't bring itself to speak yet. Knuddel es einfach ein bisschen, dann wird's schon schreien. Ich weiß nicht mal, was das überhaupt für ein Tier sein soll. Vermutlich ein Hamster oder so. Aber halt, Morpeko war halt schon ein Meerschweinchen, also, Yeah, if that's the case, there's absolutely no problem with keeping quiet. We can just wait until it feels like talking. That's all we can do, really. That's all we can do, really. Even if you can speak all sorts of languages, there's no guarantee that you can understand what's going on in someone's heart. But have no fear, I won't give up. No, I'll keep on trying until we figure each other out. Sein Suit ist honestly ziemlich cool. Okay. So. Artrum. Ist es dunkel mittlerweile? Oh shit. Why, hello there, Chelo. You always seem to appear at the most crucial of moments. Something going on? Well, you see... Master Hassel, I'm here to collect you. So I see. I'm glad that you finally made up your mind about taking your place as leader of the family. Well, it is indeed true that I have made up my mind. I have made up my mind to continue teaching here at the Academy. How could you? Are you saying you don't care what happens to our proud lineage? I'm saying that I have other priorities. Have a look around at the art decorating this room, would you? Yeah, wunderschönes artwork. Oh, the children here are letting their senses, their perceptiveness grow freely. I do not wish to say that protecting our family's ancient bloodline is of no importance. I simply wish to see young talent blossom and grow into the future. It just seems so much more fun to me, if I'm being honest.
What utter nonsense! And yet, your fearless, unflinching commitment to that nonsensical vision proves that you are worthy of carrying the will of the dragons, Master Hassel. I will not give up. I will come as many times as I need to in order to change your mind. Oh, by all means, my door is open. I think you'll soon find you've met your match in stubbornness. You thought I could be cowed by some story spun up about my father's deteriorating health? I am not so easily fooled. I will return another day. I'm so sorry you had to see all of that. I was so very close to resigning my post as a teacher and returning to my home. But the students here gave me the courage to say no. That includes you, Chelor. Your words truly brought me strength. Er ist halt super cool, honestly. Keine Ahnung, ich bin erstaunlich zufrieden mit das... Also ich meine mit dem, keine Ahnung, dass es so ausgedrückt wird mit you are now even closer to das ist, aber dass man so ein bisschen mehr über deren Backstory lernt und so. Er ist halt ein tatsächlich einigermaßen fleshed-out-Character für Pokémon-Verhältnisse. Ne? Er ist ein Teacher, er hat Vergangenheit als Dragon-Tamer, sollte das Haus erben quasi, also das, ja, er ist halt der ich habe keine Ahnung, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Deswegen nutzt er Dragon-Types in seinem Elite-Vorkampf und sowas, ne? Ist halt absolut nice. I cannot think of a way I can possibly repay my debt to you young ones. Take this, if you will, insufficient as it may be in expressing the full breadth of my gratitude. Jo, das ist tatsächlich um einiges cooler als die Rock-Sachen. Now then, let it be clear to all. I, Hassel, will continue on my chosen path as instructor to the youths of our world. Nice. Dann ist jetzt der Franzose und ja, die Sportfrau. Die beiden sind noch. Und dann halt muss ich die Sweet Urban Mystica holen. Aber das sollte recht schnell gehen, wenn ich rausfinde, welche es war. 3 Stellen kommen in Frage, I guess. Also, new kid. Fancy meeting you here in the home economics classroom. What a coincidence, eh? What brings you here? Kochen. So, well, you see, Miss Dendra tells me... Miss Dendra tells me she's here for intensive training in sandwich making. Was halt sehr based ist. Oh, well, no use hiding it now. Oh dear, I'm terribly sorry. Were you keeping this a secret? Hä, ist das based? Sie versucht zu improven, hallo? Well, I mean, not really, but it just doesn't look very cool to openly admit I'm here for intensive training, you know? Ist es nicht literally, was du den ganzen Tag machst? Nur halt körperlich und nicht kochen? Understood, I will be more careful in the future. Well, new kid, now that you know what I'm up to, I guess you'll just have to help me out with my training here. Try this sandwich. It's the best of result. It's the result of my training so far. Soggy and hard to eat, and once again the taste left much to be desired. That was my meat lover's prosciutto, bacon, and chorizo sandwich. How was it? Ja, mehr Veggies. Es kommt ja beides aufs Gleiche hinaus. Oder hat sie das gesagt? I don't know. What? You mean there was a problem with my choice of filling? I guess focusing on muscle building ingredients really did a number on the flavor, huh? Miss Dendra, I believe a simple addition of butter would have done wonders for your sandwich. Butter helps to protect the bread from getting soggy due to the moisture of the ingredients. It can also work to enhance the sandwich's flavor. Butter ist halt schon ziemlich nice, ja. Butter, that makes sense. Thank you for teaching me that tip, Mr. Ich hab den Namen schon vergessen. But why didn't you tell me that while I was making the sandwich? Well, you see, when I saw you, I had not realized you had begun your food prep. I thought you were simply trying to destroy my classroom. Holy shit. Well, anyway. New kid, thanks to you and Mr. Saguaro here, I can finally be getting the hang of this. I may finally be getting the hang of this. Thanks for your advice. Oh, Junge. Holy shit. Noch mehr hier direkt? Nee, okay. Guten Tag. My dear Chelor, Pom here is as healthy as can be.
Immer noch etwas still, though. Aber kinda cute, honestly. Mittlerweile finde ich es ganz nett. Haha, well, it seems being quiet is simply a part of this one's personality. Based. But it's hard for a Pokémon to communicate with its fellows without speaking up. Es könnte einfach Mimik und so nutzen. As you know, wild Pokémon use their cries to tell each other all sorts of things, like the location of food or whether there are predators nearby. So wie du, ja. So even if I were to release it back into the wild, I'm afraid that it may not be able to do those sort of things. Cope. What do you think, Chelar? Where does Pommy belong? How about here? Nicht mit dir specifically, aber hey, du scheinst ganz in Ordnung mit Electric Types klarzukommen. Hier, the Academy? Ich meine, ja, wäre nicht das erste der erste Klassenhamster oder so. So you think it should stay here with me? Die Musik ein bisschen leiser. I was so focused on getting it back in good health, so I could return to the wild, that I didn't even consider that possibility. Honestly based mindset, I guess. What do you think about that idea, my little Pommy friend? Mommy! Yo. Pommy, it spoke, at last! Even without speaking Pokemon language myself, I know that reply means yes. Oh, my dear Chelar, merci so much, very much for all your help with Pommy. All the more reason you should have this. Here, a rare Pokémon for you to raise. Okay. Meowth. Wow. Ist es vielleicht irgendwie ein Regional Meowth? Oder so? Oder hat das irgendwie Hidden Ability oder so? Ah, I'm so happy. Yes, I, Salvatore, will take it upon myself to look after Pommy for good. I will indeed. Zeig mir mal das Meowth. Vielleicht ist es irgendwie ein Regional Meowth, so Galarian oder Alolan Meowth. Das wäre cool. Das ist mindestens Box 10 oder 11. Da ist das Ei. Hier. Es ist tatsächlich ein Galarian Meowth. Das ist sehr interessant. Ich hoffe, dass ich das dann auch nicht einfach zu... ich pack das mal hier rein. Ich hoffe, dass ich das dann auch nicht einfach nur zu... ja, true. Iron Tails ist halt ja auch recht cool. Ich hoffe, dass es sich dann eben nicht einfach nur zu... zu Persian entwickelt. Nur weil es halt immer noch ein Meowth ist, technisch gesehen. Sondern dass es sich zu Berserker entwickelt. Weil das wäre nice. Aber das zu breeden würde einfach nur ein Cantonian Meowth wahrscheinlich. Ich habe halt keine Ahnung. Ich bin überfordert mit der Tatsache, dass du die anderen Formen hier in dem Spiel tatsächlich einfach so bekommen kannst, ne? Aber vorher war es halt eben einfach immer so, dass was auch immer du gemacht hast mit dem Pokémon, es ist schlussendlich immer zu der regionalen Form geworden. Also sprich, wenn du ein Cantonian Meowth in Galar entwickelt hättest, ist es, glaube ich, trotzdem zu Berserker geworden. Zumindest warst du in Alola, wenn du einen Galarian Meowth entwickelt hast, dann ist es, glaube ich, zu einem... wenn du in Alola einen Cantonian Meowth entwickelt hast, ist es, glaube ich, trotzdem zu einem Alolan Persian geworden. Aber, ja, du hast ja nichts zu sagen, ne? Du chillst einfach nur hier. Oh, well. Aber ja, Galarian Meowth ist ganz cool. Was jetzt hier? Und dann muss ich hier noch ein bisschen... Na gut, Schoolyard war ich ja schon. Ich will dann die Classrooms nochmal abchecken, I guess, aber... Erstmal die Questline abschließen. No way, no way, no way! Come on, Miriam, just try it. Miss Sandra. Sie glaubt nicht, dass das Essen geil ist. Sie vertraut ihr nicht. Sie hat Angst. Oh, great timing, new kitten. As Miriam here won't try that sandwich I made. Well, duh. I don't want to get a stomach ache. You won't, probably. Probably. I still remember that sandwich you made me with meat filling and meat for bread. That one really messed me up bad.
Holy shit, das klingt keiner nice now. Wenn du da irgendwie noch so eine Scheibe Tomate dazwischen packst oder so, könnte das halt... I don't know. So Leberkäse als Brot, so? I don't know. Ich hätte Bock drauf, es zumindest einmal reinzubeißen. I hadn't trained in the art of sandwich making yet back then. I was young and thoughtless and... Young and thoughtless? It was last month! So, as you can see, I'm not getting anywhere. Getting anywhere trying to persuade her. Even after I went through that intensive sandwich making training, it kind of makes me sad. She went through intensive sandwich making training? She worked really hard at it. I guess I have no choice if you've got one of our cute little students on your side. So fine, I'll try your sandwich. Let's see it. Yes, I knew you'd come around. Here it is. Munch, munch, munch. It's a little strongly flavored, but I guess it's not bad. Sick. Woohoo, my training paid off. I'm so glad my sandwich pleases the great Nurse Miriam. I look up to you, you know. Thank you for trying it, and thanks to you too, new kid. And she's run off again. That was weird. But that's just how Miss Sandra is, I guess. She's always coming into the nurse's office with some injury or another, too. Okay. Gott, der Soundhilfe. Bekomme ich für die Quest nichts, außer, keine Ahnung, gute Vibes? Okay, nee, sie ist jetzt hier. Ach ja, gut, Trusted ist noch nicht Close Bond, ne? Ja, Close Bond ist das Ende der Questline. So, du kaufst jetzt Sandwich Ingredients, oder? Nee, die hatte hier keine. Ja, hier war nur so General Shit. Was tust du dann hier? Aber da sind Sandwiches, I guess. Also, new kid, you here for a little shopping? I came to see you. So you came to see me, did you? I'm here to check out the sandwiches they've got for sale. The school store sandwiches taste great and have excellent nutritional balance too. Not making your own? Ich meine, sie wird halt abgucken, das ist jetzt halt die Antwort. Oder nicht? Okay, nevermind dann. Aber es wäre halt Base, sich einfach die Sandwiches zu kaufen, gucken, wie sie gemacht sind und dann es halt selbst machen. Huh. I guess I'm just not used to it yet. All that training kind of wore me out. I achieved my goal anyway, so I'm going to take a break from sandwich making for a bit. Ein Goal war, Miriam zu impressen? Alright, I didn't tell you what my goal was. I wanted to pay Nurse Miriam back for everything she does for me. It was my way of saying thanks. Ziemlich base, I guess. She's so nice and so skilled at what she does. I really look up to her. I wanted to try sandwich making so I could be skilled at doing something for other people, like she is. But I guess I just wasn't cut out for it. Du kannst bestimmt andere Sachen gut. Keine Ahnung, kannst sie tragen oder so. What I am cut out for, though, is being full of energy, so I decided to focus on that instead. Like I said in class, I think people in Pokemon should make their strong points stronger. You really helped me out, new kid. Take this as my way of saying thanks. Fettes Protein, Junge. Alright then, what should I go with today to get my protein in? Wie wär's mit dem Protein, das du mir gegeben hast? Kippst dir alles hinter die Binde, Alter. Einfach nur fettes Muskelpulver, Alter. Alright. Dann guck mal noch kurz hier rein, ob hier noch irgendwas Interessantes in den Classrooms ist, aber ich bezweifle es. Ja, nichts sonderlich Interessantes. Hier auch nicht, wie es scheint. Warum kann ich in die Classrooms überhaupt rein? Waren hier jemals Leute oder so? Hallo? It's still fun. Learning is fun, no matter how old you get. It's never too late to learn something new. Based. Alright. Dann Entrance Hall. Und wir gehen nach der Urban Mystica suchen. Honestly, währenddessen kann ich auch die Musik noch weiterlaufen lassen.
Ist halt super chillig. Aber dann werden wir sie ausmachen. Und einfach nochmal die ganzen Schreine besuchen, I guess. Aber nach den Steaks suchen, I don't know. Vielleicht, wenn wir mit den Schreinen interagieren, bekommen wir irgendwie die Möglichkeit, die hier auf unserem Rotom-Phone zu orten. Aber neue Idee, warum wir das nicht vorher auch hätten tun können. Anyways, ich gehe wohl hier zuerst hin und dann einfach von hier aus in den Norden. Nein, hier. Da, wo der Storch war. Ich weiß halt legitim nicht mehr, welche die süße Urban Mystica war. Wann habe ich überhaupt das letzte Mal mit Playlist gespielt? Das ist auch eine Weile her. I guess das letzte Mal, dass ich mit Playlist gespielt habe, TMs, die habe ich nie gegen dich gekämpft. Machen wir das ganz fix, I guess. I guess das letzte Mal, als ich mit Playlist gespielt habe, war in dem einen Isaac Stream, wo ich in meinem Isaac Stream, wo ich die Speedruns mit Jacob und Esau gemacht habe. Da habe ich halt die Eurobeat-Playlist angemacht. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe auch ein anderes Mal noch Boss Rush mit anderen Sachen versucht. Wo ich dann auch noch die Eurobeat-Playlist nochmal angehabt habe. Aber so generell mit einfach so Chill-Playlists und so habe ich lange nicht mehr gestreamt. Ansonsten halt, I guess, dann einfach letzten Winter. Dann die Winter-Playlist für die Anmoderation und so. Sollte ich vielleicht öfter mal machen. Aber ich bin jetzt auch nicht so confident in meine Playlist. Takedown. Ich habe noch nicht Takedown gehabt. Okay. Warum ist hier so viel Shit, den ich anscheinend nie gehabt habe? Ich bin so enttäuscht in meine Erkundungsfähigkeiten, ne? Dass ich so viel anscheinend einfach übersehen habe. Und es jetzt einfach finde, einfach auf dem Weg straight zu der Destination hin. War hier die Sweet Urban Mystica? Apparently not. Ist auch die Frage, ob das überhaupt in den Höhlen ist. Aber davon gehe ich eigentlich aus. Dann, I guess, hier war ja noch einer und hier war noch einer. Ich gehe mal hier hin. Jetzt ist die Frage, wo zum Fick war das Orthworm? Wo zum Fick war das? Das war hier irgendwo einfach, aber keine Ahnung wo genau. Das war es halt nicht. Du bist nicht zufälligerweise shiny, oder? Du siehst so besonders aus, aber du bist einfach nur hell, oder? Ja, nee. Hate, dass ich mich tatsächlich umsehen muss nach Shinies, ne? Ich hasse es. Mit dem Regen und so. Atmo ist super chillig gerade. Wenn ich nur wüsste, wo genau ich hin muss.
Dich habe ich garantiert schon besiegt, oder? Wenn nicht, bin ich sehr enttäuscht, ja. Jetzt bin ich direkt im Turm. Also hier war es auch nicht einfach unten dran. Wo war das Ortworm? Was hier? Nee. Habe ich hier überhaupt gründlich untersucht? Das hier kommt mir halt so ein bisschen unbekannt vor, als wäre ich hier nie wirklich gewesen. Ja, let's talk about me. How about no? Okay, Musik ganz fix, I guess. Nein, denke ich nicht. Wie viele Pokémon hast du? 2. Okay. Ja, ja. Mach hin, Mann. Mach hin. Oh shit, das ist das erste Westback-Run, was ich in diesem Spiel dann überhaupt sehe. Holy shit. So viel zu, ich kann heute im besten Fall früher aufhören. Oh, Junge. Es ist fast 3 Uhr. Nix mit Respekt. Nix mit Respekt. Ist auch nicht so wichtiger Shit hier gewesen, I guess. Das ist jetzt nicht das größte Verbrechen der Menschheit, hier nicht erkundet zu haben. Anyways, hier sind zwar coole Items and all, aber es ist nicht mal remotely, wo das Ortworm war, glaube ich. Hallo Dragon Tamer. Das war's, nice. Archetype. Oh Gott. Geh weg. Okay. Das Viech ist normalerweise auch schon bug-typed, auch von daher kein Interesse. Ja gut, nee, das ist hier aber nicht. Okay, hier ist wildes ein Pyro. Cool. Goodbye, though. Oh Gott, jetzt ist die Elefantenerde draußen noch einmal.
Ich kletter hier einfach hoch, ne? Und schaue mich vielleicht von hier oben ein bisschen besser um. Ey. Okay, das da sieht familiar aus. I guess. Das hier. Dann ist das da unten vielleicht der Dan. Ich glaube, das da unten ist das, wo die Urban Mystiker war. Keine Ahnung, ob es die Süße war, doch. Ach, ich dachte schon, irgendwie lustige Cutscene, aber nein, es war nur das Bramblin. Okay, also das ist definitiv die richtige Stelle, aber I am wrong here. Okay, cool. Dann bleibt mir nur noch das hier übrig. Hoffen, dass ich es hier ein bisschen schneller finde. Oder vielleicht war die süße Urban Mystica da, wo das Donphan war? Halt, die letzte war spicy, ziemlich sicher. Aber war das Donphan nicht sauer? Und war nicht auch irgendwas bitter dann irgendwie? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo Cliffside war, wo das Cloth war. Keine Ahnung mehr. Iron Defense, cool. Hier war es nicht. Das ist schon mal klar. Das Spawn jetzt sah irgendwie besonders aus, aber nee, ist es nicht. Wo zum Fick ist die Stelle, wo das Cloth war? Es ist so lange her. Es war literally irgendwie im zweiten Stream oder so. Ich erinnere mich doch daran nicht mehr. So nah an dem Pokémon Center war es auf keinen Fall. Es muss doch recht simpel zu erreichen gewesen sein. Weil das literally so eine Einführung in die ganze Titan-Scheiße ja sein soll. Oh mein Gott, ich habe doch keine Ahnung. Ist da hinten gewesen? Wait, ich kann doch einfach rauszoomen und dann wird es mir angezeigt. Es ist im Nordosten von mir. Surely. Wenn ich einfach hier nordöstlich gehe, werde ich es finden. Und ich weiß ja noch nicht mal, ob es die richtige Stelle ist. Habe ich gegen dich jemals gekämpft? Nein. Hey, guess. Was ist das hier? Warum war ich hier noch nie? Who's my favorite teacher? Okay. Ich werde dich nur mal eben fix stompen. Warum schielt sie so? Du schießt so, als wäre die Ärztin dein Lieblingsteacher.
Und ich meine, mittlerweile ist sie ja das auch. Also, Teacher, überhaupt. Jetzt Mr. Jack. Cool. Hier hoch, vielleicht? War das hier die Stelle? Vielleicht? I don't know. I don't remember. Wo. Na. Ich glaube, ich bin zu weit nordöstlich. Zu weit östlich. Straight östlich. War der überhaupt... Ich frage mich, ob die Badge auf der Map an der exakten Stelle ist, wo das halt war. Irgendwie bezweifle ich es, weil hier ist einfach nur der Turm wieder. Und da ist ein Trainer auf der anderen Seite. Und generell ist hier Shit. War ich hier schon mal? Okay, dich habe ich tatsächlich schon mal bekämpft. Okay, hier war ich sogar schon mal. Sehr gut. Das hat mir jetzt Sorgen bereitet. Na, okay, cool, dann halt nicht. Ding, ding, ding. Wo zum Fick hat das Klorf gesessen? Hier? Okay. But this also seems to not be the place. Dann, I guess, gucken wir die anderen beiden Dance noch mal kurz ab. Aber wenn es da nicht ist, dann habe ich entweder keine Ahnung, was ich machen soll. Oder ich muss das aus dem Krater mitbringen. Weil, wer weiß, vielleicht ist aus irgendeinem Grund hier von der Urban Mystica hier nichts mehr da. Ja. So, ich will südöstlich, basically. Bist du das... Bist du eigentlich der Gremlin, die hier rumrollt, oder? Das ist weird. Jo, Ignis da, oder wie das heißt, Lavester. Ja, was auch immer. Ich habe ja schon eins, aber... Cool. Bist du... Ah, cool. Ein Bergdeck. Ich glaube, ich bin gehörig in die falsche Richtung. Komplett. Überhaupt. Generell. Ist es vielleicht da hinten gewesen? Fuck, I don't remember. Da hinten ist es, glaube ich. Ich bin komplett in die falsche Richtung. Gott, warum ist es hier so laggy? Oh Gott, ich bin irgendwas reingefahren. Hallo. Grüß dich. Verpiss dich. Oh, habe ich schon einen Powder? Nein, habe ich noch nicht. Dann ändere ich das wohl ganz fix. Nein, Sandstream. Ach, komm schon. Wobei.
Netter Takedown. Du weißt schon, dass alles, was ich tue, dich töten wird. Du tust besser daran, einfach am Ball zu bleiben. Hurensohn. Du weißt, dass ich einfach eins deiner Kinder entwickeln kann. Warum würdest du Sandstorm nutzen? Du hast literally Sandstream. Fucking dummer Idiot. Oh, meine Güte. Schön, dass du Rest nutzt. Wäre schön gewesen, hättest du einfach geschlafen. Das hätte mir sehr weitergeholfen, aber... Alas, deine HP sind voll und ich werde da auch nichts dran ändern können, weil jeglichen Versuch, den ich starten würde, deine HP zu leeren, würde dich töten. Sind das da eigentlich nur Sandile oder auch Crocorock? Ich glaube, das sind nur Sandile. Eins war halt irgendwie verdächtig groß, aber ich glaube, das sollten nur Sandile sein. Oh, Hurenteil, Junge. Du kannst literally nichts gegen mich tun. Warum wehrst du dich so sehr? Ich töte dich. Roar. Oh mein Gott. Was tut dieses Viech? Was ist seine Motivation? Das Sandile, das da einfach nur chillt und sein Leben anscheinend aufgegeben hat. Ich gebe dir noch 2 Bälle Zeit. Wenn du in 2 Bällen nicht drin bleibst, dann töte ich dich. Ha! Drohung hat noch immer gut funktioniert. Okay, cool. It brandishes its gaping mouth in a display of fearsome strength. It raises vast quantities of sand while attacking. Cool. Alright. Time to continue our mission. Ich hab wirklich Orientierung. Dahin. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Tatsächlich wollte ich einfach nur das Item aufheben. Verpissen Sie sich, bitte. Jetzt. Unmittelbar. Okay, hier kann ich auch nicht rein. Von daher suchen wir das letzte ab, was der Drache war. I guess, da komme ich von hier aus vielleicht besser hin. Wir suchen hier, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht das Süße war. Vielleicht war es auch das Süße und ich bin einfach nur dumm. Oh Gott, fuck, ich hätte einfach... das ist ja nicht auf der Insel, wo das war, sondern das ist ja... Das ist einfach hier an der Insel dran, wo die Höhle ist. Ich sollte einfach direkt hier fliegen. Es geht schneller. Ich will ja zur Höhle und nicht da, wo das Viech ursprünglich war. So, und das ist an der Nordseite, glaube ich, gewesen. Ja, hier. Nein.
Ich habe schon Hoffnung gehabt, weil ich den Prompt gesehen habe. Aber okay. Well, dann habe ich keinen Plan. Und muss ihm das vermutlich aus dem Krater mitbringen. Was wir dann also das nächste Mal machen. Dann als letzte Sache für heute. Ich habe ja drüber nachgedacht, vielleicht noch kompetitive Pokémon vorzubereiten. Aber ich glaube, das mache ich, wenn Offstream oder sowas. Es ist halt literally egal. Und wenn wir dann irgendwie morgen die Battle Facility freischalten, falls es sowas gibt, und ich dann kein Team ready habe, um die wirklich zu machen, dann machen wir die entweder so live on Stream oder ich mache dann andermal, macht das dann entweder generell auf Stream oder ich mache dann andermal noch einen Stream dazu. Who the fuck knows. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch einfach die letzten paar Schreine abchecken. Also die letzten beiden. Von beiden bin ich recht enttäuscht, I guess, dass ich die nicht einfach so gefunden habe. Aber, well, so ist es halt, I guess. Und halt schauen, wie viel Shit da noch drin ist. Aber halt mindestens bei dem oben links fehlt mir halt nur noch ein Pfahl. Na. Und ich habe keine Ahnung, ob es eine Möglichkeit gibt, die einfacher zu localisen. Oh ja, stimmt. Wo wir schon hier sind. Eine Sache, die ich heute auch noch machen wollte, ist ganz fix einen Paldean Wooper fangen. Und das dann traden. Gegen das Hawaiian Wooper. Was bist du? Oh, interessant, dass es dich hier einfach so gibt. Ja, du bist wirklich einfach ein Houndstone. Okay, wild. Okay. Das ist einfach... ja, es ist echt einfach hier. Okay, wild. Hier habe ich das übersehen. Alright, hier fehlen mir wohl noch ein paar der Steaks. Herein lies sealed the ruinous tablets. Ja. Keine Möglichkeit, die Sachen zu locaten. Dann guck mal hier noch, I guess, mal ganz fix. Aber hier sind wir halt noch gar nicht weit, vermutlich. Ja, lila ist auf jeden Fall eine Sache. Die anderen waren, glaube ich, grün und dann so gelb, I guess. Kann ich eigentlich hiermit auf Wasserfälle schwimmen? Nein, ich muss wirklich klettern. Alright. Halt, ja, keine Ahnung, vielleicht gab es noch Orange oder so. Ich habe halt keine Ahnung, was die ganzen Farben halt waren für das. Ne? Ich war mir die ganze Zeit unsicher. Oh, Waterborne ist. Wie passend. Ich war mir die ganze Zeit unsicher. Okay, aber ich bin hier tatsächlich richtig. Was das letzte ist. Aber ja, stimmt, so hellblau gab es auch. Da habe ich erst enorm wenig überhaupt gefunden. Herein lies sealed the ruinous beads. Alright. Ja, das wird eine Weile dauern, bis ich hier alles finde. Aber wo ich halt eben noch eine Hoffnung habe, ist, wenn ich eben hier ein bisschen rumlaufe und vielleicht ein bisschen auf höhere Gebiete gehe. Weil ich bin mir so sicher, dass mir für das obere linke
nur noch ein Ding fehlt. Und ich würde halt so gerne einfach nachgucken, irgendwie im Internet, um das halt schneller zu machen. Das Problem ist, wenn ich nach den Locations der Teile suche, einfach nur, um es halt ein bisschen schneller für den Stream zu machen, werde ich ziemlich sicher auch die Designs der Viecher, die da drin sind, gespoilt bekommen. Von daher will ich halt schon versuchen, so viel wie möglich ohne nachzusehen zu finden. Allein schon, weil sich es natürlich so auch besser fühlt, ne? Aber besser anfühlt, wollte ich sagen. Aber halt, keine Ahnung, ob ich hier jemals ganz oben war. Hier sind wir auf jeden Fall der Trottel. Es wäre cool, jetzt einfach an irgendeiner Ecke so einen Pfahl zu sehen. Würde mich sehr freuen. So fick ist das hier, okay. Also hier war ich halt definitiv noch nichts. Ziemlich sicher zumindest. Weil es mir halt gar nicht bekannt vorkommt, aber... Hallo, wie klettern Sie? Das ist Ihr gesamtes Lebensziel. Hier einfach so der Pfeiler in so einer Höhle. Das würde mich freuen. Und auch erklären, warum ich ihn noch nicht habe. Oh fuck. Hier irgendwie beim Eingang des Wasserfalls? Na. Ich komme hier ganz klar. Okay, aber hier ist nichts. Nichts von Relevanz zumindest. Ich hätte halt echt Interesse daran, heute noch mindestens eine dieser Sachen, aber ich habe halt echt keinen Bock, mich zu spoilern. Oh Gott. Oh ja, verpisst euch doch. Oh Gott, wäre das nice, wenn jetzt einfach irgendwie jemanden nachgucken könnte, wo das letzte ist oder so. I don't know. Aber ich will halt auch nicht, dass sich irgendjemand für mich spoilert. Kein Plan, wo ich gucken könnte. Ne? Ich habe keinen Plan, ob ich hier zu weit östlich bin. Ich schaue einfach nur dass ich jede Ecke irgendwie abchecke, die irgendwie verdächtig aussieht. Na, dass ich halt an die höchsten Punkte gehe, weil an hohen Punkten war sehr häufig halt was. Um irgendwelche Ecken drumherum.
habe halt keine Ahnung, wo genau ich überhaupt suchen soll. Ob es jetzt hier in dem Schneegebiet ist. Oder wer weiß, vielleicht ist das letzte Ding ja super weit westlich. Legitim keinerlei Anhaltspunkte. Das ist ein Körtchen. War ich da schon oben drauf? Aber selbst wenn... Ich glaube, das würde ich von hier unten sehen, wenn da oben drauf was wäre. Ja, nee. Frage mich auch, aus welcher Distanz diese wirklich sichtbar sind. Wenn die aus einer... Wenn die reliable aus einer gewissen Distanz sichtbar wären, müsste ich halt nicht so painstakingly an alles rangehen. Weil halt die Raids und so, die sind ja super sichtbar, auch aus einer großen Distanz. Aber ich weiß halt nicht, wie es mit den Stakes aussieht. Oh, Junge. Will ich jetzt vielleicht noch bis halb noch suchen und dann aufgeben? Aber jetzt, da ich halt weiß, dass es 8 Stakes pro Schrein gibt, bin ich mir halt sehr sicher, dass mir für den hier im Nordosten nur noch ein Stake fehlt. Aber ich weiß ja nicht mal, ob der letzte nicht vielleicht einfach nur in der Mitte des Kraters ist oder so. Das kann ja genauso gut sein, ne? Es kann ja gut sein, dass in dem Krater jeweils ein so ein Pfahl für jedes der Tore steckt. Das ist jetzt nicht entirely impossible. Und nicht mal unlikely. Hallo, bitte lass mich hoch. Oh boy, oh boy. Ja, und da ich literally alle 5 der Titan Stands nochmal besucht habe und nicht an die Suite Urban Mystica gekommen bin, wieso auch immer, werde ich wohl mindestens dafür erstmal in den Krater gehen müssen. Also, vorausgesetzt, die gibt's da, aber ich meine, die Lore hinter den Urban Mystica war ja, ich weiß, ob hier oben einfach ein Spirit Room etwas so chillt. Die Lore war ja, dass sie die halt im Krater gefunden haben und dann hier drumherum gepflanzt haben quasi. Das war die Lore dahinter. Von daher gehe ich davon aus, dass es im Krater mehr gibt. Ich habe keine Ahnung, wie es im Krater aussieht. Aber I guess, das werden wir dann wohl morgen rausfinden. Ich bin excited auf jeden Fall. Das Ding hier hat immer noch ein Ding drin, ja. Was halt vermutlich mit einer Stake halt repräsentiert wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es in dem Status schon einmal hatte. Dann habe ich noch eine Stake gefunden und es war immer noch so. Von daher angenommen, es braucht 2 Stakes pro Siegel, sage ich mal. Sollte da jetzt halt eben literally nur noch eine Stake fehlen.
habe. Again, ich habe null Plan, wo die sein könnte. Also gar kein. Literally nichts. Null. Ahnungslos. Ohne eine nur geringste Idee. Und es muss ja, wenn, irgendwo sein, wo ich entweder vergessen habe zu erkunden. Und wie gesagt, ich vertraue meinen Erkundungsfähigkeiten überhaupt nicht mehr. Nachdem, wie ich jetzt in letzter Zeit bemerkt, dass ich manche Sachen, die einfach auf dem Weg waren, einfach straight up übersehen habe. Anscheinend. Weil halt, meine klar, Items, die noch irgendwo rumliegen, wo ich schon eigentlich erkundet habe, wundert mich nicht, weil die respawnen ja anscheinend. Aber halt selbst Trainer und so. Trainer sollten ja stationary sein. Von daher gehe ich davon aus, es ist eben entweder, wo ich einfach nicht nachgesehen habe. Amogus. Wo ich nicht hin konnte. Und deswegen da nicht nachgesehen habe. Was ich für viel wahrscheinlicher halte. Weil dem irgendwo in den Bergen oder was ist denn hier? Ja, südlich von den Bergen ist halt nicht viel. Weil ich könnte einfach hier hingehen und hier ein bisschen südlich von dem See oder so vielleicht ein bisschen, vielleicht generell südlich von den Bergen ein bisschen erkunden. Da konnte ich halt ja eben noch nicht wirklich hier so halt eben. Ich werde mal hier vielleicht ein bisschen erkunden. Das sollte immer noch in der Area von dem sein. Und wenn ich hier eine Stake finde und die zu dem Ding oben rechts gehört, halt im Nordosten, dann ja, so be it, dann bin ich auch jetzt nicht enttäuscht darüber. Aber halt hier zum Beispiel, als ich hier erkundet habe, war ich noch verhältnismäßig Early Game, was Movement anging. Von daher einfach mal eben schauen, ob es irgendwelche Orte gibt, an die ich vorher nicht konnte. Zum Beispiel hier einfach straight up hochklettern. Aber das wird halt nichts bringen, verhältnismäßig. Und I mean, es muss ja wohl sein, wo ich es straight up noch nicht gesehen habe. Weil hätte ich es irgendwie im Vorbeigehen oder so schon mal gesehen, dann hätte sich das absolut in mein Gehirn eingebrannt. Besonders dann, wenn ich nicht in der Lage war, es zu erreichen. Flying Tap Croc Rock, das ist cool, aber gerade kein Interesse, leider. Sorry. Ach, come on. Ich dachte, ich schleiche mich an euch vorbei und schicke dann mein Pokémon rein, um das Item zu holen. Was fliegt hier rum? Ist das ein... Ist das der Eisdrache? Was fliegt da? Ist das ein... Der fliegt einfach ein Garchomp rum. What the fuck? Da fliegt einfach ein Garchomp rum. Garchomp rum, glaube ich. Hier war ich halt nie oben zum Beispiel. Weil ich nie konnte. Great Crater of Paldea. Okay. Ja. Okay. Natürlich war ich hier nie oben. Okay. Da runterspringen ist keine gute Idee, denke ich mal. Das erklärt, warum ich hier
nicht einfach drüber klettern kann, obwohl ich hier hochklettern kann. Vermutlich. Das erklärt, warum ich diesen Fahrstuhl da benutzen muss. Oh Junge, ich hab Bock auf morgen tatsächlich da reinzugehen. Es wird halt hoffentlich das First Ding sein, was ich im Stream machen kann. Aber ja, das beantwortet nicht meine Frage, ob hier vielleicht irgendwelche Stakes oder so irgendwo sind, aber ich glaube, so langsam bewege ich mich auch zu weit in den Osten. Oh boy. Ich werde die niemals alle alleine finden, glaube ich. Ich hoffe, dass vielleicht morgen oder so ein paar Leute vielleicht zuschauen, die mir da ein bisschen helfen können. I don't know. Wird man sehen. Und halt helfen und nicht es einfach nur straight up verraten. Ja, nee, hier bin ich definitiv zu weit östlich. Hier bin ich definitiv zu weit östlich mittlerweile. Oh well. Es ist jetzt halt basically 30. Von daher würde ich mal sagen, wird es höchste Zeit, das jetzt hier abzubrechen. Ich habe I guess geschafft, was ich heute erreichen wollte. Das sind halt eben immer noch die Shrines und die Sweet Urban Mystiker offen und sowas. Und oh Gott. Die Competitive Pokémon, die ich machen wollte und sowas. Aber ich habe mir eine Menge Notizen gemacht und so. Von daher, ich denke mal, es ist in Ordnung. Ich denke mal, es ist alles in Ordnung. Wir gehen jetzt hier hin. Da, wo wir am Anfang des Streams waren. Und beenden den Stream für heute. Und bevor ich es vergesse, sollte ich auch, glaube ich, die Ingame-Musik wieder anmachen. Ansonsten wundere ich mich morgen. So. Playlist hat gute Dienste geleistet, doch. Yes. Save Settings. Jawohl. Nochmal einen regulären Save. Und dann sind wir für heute fertig, I guess. War ein sehr nicer Stream, tatsächlich. Honestly, fucking, ich habe erwartet, dass der irgendwie 2 Stunden lang wird. Jetzt ist es noch ein fucking 6,5 Stunden Stream fast. Aber es ist auch fast 4 Uhr morgens, also. Aber hey, ich habe den ganzen Akademie-Shit erledigt. Das ist das, was ich wollte. Und ich bin nicht komplett tot. Das überrascht mich am meisten, aber I guess der Tee hat mich irgendwie gecarried. Apropos Tee, da muss ich mir definitiv noch morgen welchen machen, bevor ich den super krass langen Stream mache. Ja. Dann gucken wir nochmal schnell, ob man noch jemanden raiden kann. Aber ja, war ein nicer Stream. Und ich muss mich jetzt in Zukunft nicht mehr irgendwie schuldig fühlen, die Akademie komplett ignoriert zu haben. Wir haben die eigentlich komplett abgegrast. Ja, und dabei auch ein paar ganz interessante Infos bekommen, I guess, zu dem Krater generell und zu den Schreinen und sowas. Ja. Das wird morgen sehr interessant. Ich hoffe, ich werde morgen einigermaßen früh aus dem Bett kommen. Aber so wie es jetzt aussieht, wird es vermutlich dann doch nicht vor 12 Uhr sein, weil ich muss jetzt eh noch auch den Bot dann noch schnell aufbereiten. Ich kann das theoretisch auch morgen machen, aber ich mache es lieber heute noch. Sollte halt eigentlich nicht allzu lange dauern.
Aber ja, es war so ein nicer Intermission-Filler-Chill-Stream, I guess. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen. Hoffentlich, keine Ahnung, vielleicht ab 12 Uhr. Ich hatte so den Gedanken, vielleicht sogar schon ab 10 Uhr, aber das wird, nee, nee. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, wann immer ich morgen anfange, werde ich nicht aufhören müssen, bevor ich alles Restliche, was ich in diesem Spiel noch machen will, tun konnte. Was halt vielleicht noch offen bleibt, ist halt eben Battle Facility ausführlich machen, falls es sowas gibt, wie gesagt, immer, weil ich bin mir halt da nicht so sicher. Und Pokédex vervollständigen. Das werden wir morgen vielleicht nicht nicht schaffen. Da werde ich vielleicht noch einen letzten Stream dann dazu machen, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir morgen mit dem Spiel fertig werden müssen. Wenn nicht, wird's blöd, weil ich bin jetzt mittlerweile, was alle meine Pläne angeht, davon ausgegangen, dass ich morgen fertig werde, weil ich habe Sachen zu erledigen und es wird so langsam fucking Zeit, dass das Projekt sein Ende findet. Von daher, ja, aber ja, keine Ahnung. Das sind Sorgen für morgen. Netter Reim. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß beim Zusehen. War mir wie immer eine Ehre für euch gestreamt zu haben. Morgen dann halt, wie gesagt, Finale. Ein gigafetter Megastream, hoffentlich. Ich halte euch auf dem Discord auf dem Laufenden. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann. Oder wann auch immer. Und ja, cool. Ist halt wirklich, ich habe erstaunlich viel Energie noch. Dafür wie lang der Stream war und wie spät es ist. Ja, cool. Bis morgen. Ne? Ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Vielleicht doch nicht so viel Energie. Ich kann anscheinend immer noch nicht wieder. Ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht und einen super Traum. Und ich könnte mir vielleicht mal eine andere Verabschiedung überlegen. Ich habe letztens, keine Ahnung, meiner Mutter gesagt, als sie sich verabschiedet hat, dass sie jemanden von mir grüßen soll. Sie soll sich irgendjemanden random aussuchen, den ich nicht mal unbedingt kenne. Und sie soll der Person auch nicht sagen, dass der Gruß von mir kommt. Sie soll einfach nur sagen, ich soll dich grüßen. Das habe ich meiner Mutter gesagt und von daher, keine Ahnung, sage ich das euch, I guess auch, grüßt irgendjemanden. Nicht von mir, grüßt einfach nur irgendjemanden. Ja, wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und einen super Traum und bis dann und ciao, ciao.